Gestalten in komplexen Zeiten, das geht nur gemeinsam. Wir gewinnen gemeinsam oder wir verlieren alle. Wenn wir es ernst meinen mit Demokratie und Marktwirtschaft, dann müssen wir es ernst meinen mit der Verteilung. Aber vor allem wollen wir ein gemeinsames Zeichen setzen. Deutschland ist zurück. Guten Morgen und ganz, ganz herzlich willkommen zu Tag 2 des TDI 2025. Wir hoffen, dass Sie alle einen angenehmen Abend gestern hatten, nach dem stürmischen Tag draußen. Wir waren drinnen, haben über die stürmischen Zeiten derzeit gesprochen, neue Antworten gesucht und ich bin mir sicher, heute wird genauso interessant, spannend und tiefgreifend. Definitiv, auf jeden Fall. Es gibt ja tatsächlich dann doch, hat es dann gestern Abend dann doch relativ schnell eine Entspannung gegeben. Das war ja, als wir hier uns verabschiedet haben, gestern noch nicht sofort zu spüren. Das war dann irgendwie ganz gut. Heute Morgen sehen wir jetzt auch, es gibt tatsächlich wahrscheinlich einen Waffenstillstand, zumindest vorübergehend. Also könnte schlechter in den Tag gestartet sein, auf jeden Fall. Nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Im Nachgang zu gestern wird heute draußen kein Programmteil stattfinden. Das Programm bleibt genauso, wie es ist. Allerdings wird alles, was draußen stattgefunden hat, nun drinnen stattfinden. Und zwar ein bisschen weiter oben hier im Gebäude. Wenden Sie sich gerne an die Hostessinnen und Hostessen, dass Sie da auf jeden Fall wissen, wo Sie hin müssen, weil Sie haben es gestern mitgekriegt, das sind nicht nur wir, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, sondern ganz Berlin. Ja, wir sind gespannt, was sich heute noch so alles ergibt im Verlauf des Tages. Du hast diesen Waffenstillstand, der einige Stunden gelten soll, angesprochen. Dann haben wir natürlich noch den NATO-Gipfel, wir haben die Haushaltsverhandlungen. Sobald sich Neues ergibt, werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten und diese Themen natürlich auch einbinden. Heute werden wir interessante Gäste. Genau, das heißt, das Kabinett, das eigentlich ja heute auch den Haushalt verabschieden soll, ist zum Teil hier, was uns natürlich sehr freut. Wir haben mehrere Ministerinnen und Minister hier. Du wirst unter anderem zum Beispiel mit dem Digitalminister sprechen, ganz zum Schluss. Also es lohnt sich auch tatsächlich, den Herrn Wildberger heute Nachmittag irgendwie noch zu erleben, weil da liegen, haben wir gestern schon häufig drüber gesprochen, große Hoffnungen. Große Erwartungen, ja. Und du sprichst mit der Bundeswirtschaftsministerin. Richtig, genau. Und auch da werden wir natürlich große Erwartungen. Und auch da werden wir natürlich noch mal hinterfragen, wie es eigentlich weitergeht mit den Energiepreisen etc. Also viele Themen, die wir heute besprechen werden. Jetzt starten wir. Genau, und wir starten. Und ich freue mich sehr, dass Tanja Gönner nun zu uns kommen wird. Sie ist BDI-Hauptgeschäftsführerin und mit ihr werde ich kurz über gestern und heute sprechen. Herzlich willkommen. Sie waren gestern den ganzen Tag auch dabei. Was waren so Ihre Key Takeaways? Naja, nicht nur draußen war es gestern stürmisch, sondern wir leben in stürmische Zeiten. Ich glaube, das konnten wir gestern an den vielen Diskussionen erleben. Und zugleich haben wir erlebt, dass wir hier bei allen stürmischen Zeiten aber auch sehen, dass es Chancen für uns gibt. Und ich will ein paar Zitate, die ich gestern mitgenommen habe, sagen. Das begann natürlich mit der Rede von Peter Leibinger, als er bewusst gesagt hat, wir sollten uns trotz allem als Gestalter sehen und nicht als Objekt von widrigen Umständen oder gar Opfer. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man selber sagt, wir wollen gestalten, weil man dann eben sagt, was habe ich für eine Kraft, was kann ich tun? Und ich glaube, das ist ja auch ein Signal, das wir von hier
aussenden wollen. Das Zweite ist, wir nehmen mit, dass der Kanzler das Angebot auf Zusammenarbeit angenommen hat. Sehr deutlich, ja. Und zwar auch sehr deutlich, weil wir ja darauf hingewiesen haben, wir brauchen eine neue Form der Zusammenarbeit. Das ist nicht die Regierung und dann nimmt man uns dazu und dann reden wir, sondern jeder muss seinen Teil beitragen, weil wir nur dann aufs große Ganze werden einzahlen können. Und das haben wir sehr positiv wahrgenommen, dass das im Endeffekt einer seiner ersten Sätze war, dass er das annimmt. Und dann gilt aber natürlich das Entscheidende, glaube ich, und Christian Sewing hat es im Podium gesagt, als er sagte, wenn wir jetzt 2, 3 Sachen vor der Sommerpause nach Hause bringen, werden wir einen Stimmungswechsel sehen. Ja, der Stimmungswechsel ist wichtig und notwendig. Es gehört natürlich auch dazu, dass der Stimmungswechsel allein noch nicht die Lage verändert, aber die Lage lässt sich mit einem Stimmungswechsel deutlich schneller wahrscheinlich dann auch verändern. Deswegen sind eben auch Taten wichtig. Und ich glaube, es war auch gut zu hören von Ulrike Malmendier, die sagt tatsächlich, dass wir in einer Situation auch hier in Europa, in Deutschland sind, in der wir der neue Hort der wirtschaftspolitischen Sicherheit werden können. Also Chancen sind da. Ja, wir haben noch einige Herausforderungen, aber ich bin optimistisch und das nehme ich auch aus dem gestrigen Tag mit Nachdenklichkeit, aber Optimismus. Wissen, dass wir dicke Bretter bohren müssen, aber zugleich Chancen haben. Das ist so das, was ich als Key Takeaways von gestern habe. Auf jeden Fall. Und also nicht nur die internationalen Nachrichten waren gestern positiv, heute Morgen. Herr Klingbeil musste gestern weg. Er hat es gesagt, weil er sich natürlich noch mit den Ländern verabreden musste. Da kommen jetzt auch optimistische Signale, dass das mit dem 11. Juli tatsächlich was wird. Also das habe ich im Übrigen schon bei der Rede des Kanzlers mitgenommen, weil er sagte, am 11.07. wird es durch den Bundesrat gehen und dann dachte ich, okay, das war die Ankündigung einer Einigung, aber ich glaube, Lars Klingbeil musste gestern Abend noch hart arbeiten. ja, das habe ich auch so verstanden, muss ich sagen. Genau, ich hatte das So schön, wenn man die Rollen so schön verteilen kann. Ne? Genau. Also wie wir sehen, gibt es auch da unterschiedliche Herangehensweisen, aber genauso habe ich das gestern auch verstanden. Wir haben gestern über wahnsinnig viel gesprochen, haben Sie auch schon gesagt, unterschiedliche Punkte. Was sind so Ihre 2 Sachen, Ihre vielleicht 2 Themen, von denen Sie sagen, wir müssen heute noch mal tiefer rein? Also eins hat sich ja gestern über den ganzen Tag gezogen und damit starten wir heute Morgen. Das hat etwas damit zu tun, wie schaffen wir die Wehrfähigkeit? Und zwar wirklich Gesamtverteidigung, was ja auch für uns als Wirtschaft etwas bedeutet, nicht nur unter dem Thema Rüstung, Aufrüstung, sondern wirklich, was bedeutet resiliente und wehrfähige Gesellschaft und Wirtschaft. Das, glaube ich, ist schon etwas, was uns noch weiter beschäftigen wird. Und dann natürlich die Frage, wie gelingt es uns aber wirklich in Europa und in Deutschland, die Frage von Dekarbonisierung, Klimaneutralität mit der Wettbewerbsfähigkeit wieder in Einklang zu bringen, wirklich die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Ich glaube, wir haben große Chancen, aber wir brauchen da echt auch einiges an Taten, um da wieder deutlich besser voranzukommen aus meiner Sicht. Und dann aber wirklich Technologiefreundlichkeit, Technologieführerschaft. Wir haben so viele Ansätze, aber wir brauchen an der einen oder anderen Stelle schon auch nochmal, gestern ist mehrfach der Mindshift und Mindset Änderungen gesagt worden, das brauchen wir an verschiedenen Stellen. Ja, definitiv. Da gibt es ja einige Panels zu, wo wir das besprechen werden. Ich nehme es auf jeden Fall nochmal mit. Ganz herzlichen Dank erstmal an der Stelle. Vielen Dank. Schönen Tag allen. Viel Spaß. Ja, das Thema Wehrfähigkeit, Sie haben es gerade gesagt, das eben betrifft in Anführungsstrichen nicht nur die Rüstungsindustrie oder betrifft auch nicht nur die Politik, sondern das betrifft uns alle, weil Wehrfähigkeit, und darüber werden wir gleich sprechen, ist natürlich viel mehr als einfach nur die, in Anführungsstrichen, einfache, und die ist schon nicht einfach, Aufrüstung. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen in unserem nächsten Panel, Wehrfähigkeit und Wertschöpfung, Rezept für ein starkes Panel. Und ich freue mich sehr, dass Nils Schmid hier ist. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Und wir hören zunächst einen Impuls und werden uns danach unterhalten. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter des Präsidiums des BDI, aus alter Verbundenheit, liebe Tanja Gönner. Es ist mir eine besondere Freude, am heutigen Tag der Industrie teilzunehmen und zu Ihnen zu sprechen. Ich darf Ihnen auch im Namen von Herrn Bundesminister Pistorius für die Einladung danken und seine besten Grüße und Wünsche für die Veranstaltung übermitteln. Wie Sie wissen, ist er gebunden bei einer wichtigen Veranstaltung der NATO diese Woche. Deshalb kann er leider nicht persönlich da sein. Heute ist Sicherheit das Thema, welches auf alle Themenfelder der Politik und Wirtschaft zunehmend Einfluss hat.
Konflikte haben weltweit zugenommen, aktuell im Nahen und Mittleren Osten, nicht zu vergessen in Afrika und eben vor unserer europäischen Haustür, wo die Ukraine sich seit nunmehr über 40 Monaten tapfer gegen die völkerrechtswidrige russische Aggression stemmt. Aber wir mussten einer Wahrheit ins Auge blicken, die wir lange verdrängt hatten. Sicherheit und Frieden sind keine Geschenke, die uns so einfach in den Schoß fallen. Sicherheit und Frieden zu wahren ist eine gewaltige Aufgabe, die uns alle betrifft. BMVG, Bundeswehr, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das spiegelt auch unser Koalitionsvertrag wider, der einen starken Fokus auf Sicherheit und Verteidigung legt. Die Realität mit ihren täglich neuen Herausforderungen in Europa und der Welt verlangt Besonnenheit, sie braucht Klarheit im Denken und Handeln und vor allem verlangt sie Ergebnisse und Lösungen mit Substanz. Das wird übrigens auch von unseren Partnern in Europa und der Welt erwartet. Gerade als geografisch zentrale und wirtschaftlich leistungsstarke Demokratie in der Mitte Europas sind wir das Rückgrat für die kollektive Verteidigung in Europa. Darauf richten wir uns aus. Das ist unsere Verantwortung. Die Sicherheit Deutschlands ist nur mit einem gesamtstaatlichen Ansatz zu gewährleisten. Und, diese Ergänzung ist mir wichtig, mit einer gesamtgesellschaftlichen Anteilnahme an dieser Herausforderung. Gerade ist es mir deshalb heute ein großes Anliegen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Denn Sie als Repräsentantinnen und Repräsentanten der deutschen Industrie sind ein elementarer Teil integrierter Sicherheit. Und ich sage Ihnen, wir haben mit großer Aufmerksamkeit und großer Dankbarkeit die Diskussionen und die Beiträge des BDI in den vergangenen Monaten, insbesondere auch vom Präsidenten Peter Leibinger, in dieser Frage verfolgt und sie auch dankbar angenommen. Aufgrund der Bedrohungslage brauchen wir eine glaubhafte Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft. Sich verteidigen können, um sich nicht verteidigen zu müssen. Das heißt, die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands hat strategische Priorität. Die für unsere Sicherheit unabdingbare Einsatzbereitschaft der Bundeswehr benötigt moderne Ausrüstung, voll ausgestattete Verbände und zukunftsfähige Informationstechnologie. Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich, dass neben dem sichtbaren klassischen Einsatz des Militärs Aktivitäten im Cyberraum, die Digitalisierung und Automatisierung immer stärker einen Einfluss auf dem gläsernen Gefechtsfeld gewinnen. Die Grenzen zwischen ziviler und militärischer Nutzung, Stichwort Dual Use, verwischen zunehmend. Bei allen Risiken können wir uns dem nicht verschließen und müssen die Vorteile intelligent und effizient nutzen. Und das Innovationspotenzial, das Kooperationspotenzial mit der deutschen Industrie ist hier enorm. Disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz, Quantentechnologien oder die Nutzung des Weltraums und vor allem die immer kürzeren Innovationszyklen, Stichwort Drohnen, erlauben keine langen Entwicklungs- und Beschaffungsprozesse. Responsive Space sei hier als weiteres Beispiel genannt. Konsequenterweise arbeitet das BMVG gemeinsam mit Industrieverbänden deshalb am Konzept der Software-Defined Defense. Wir machen dazu in allen Bereichen Tempo. Neben einer verlässlichen Finanzierung der Bundeswehr sind insbesondere Strukturen, rüstungsindustrielle Leistungsfähigkeit sowie ein zukunftsfester Personalkörper strategisch bedeutsame Pfeiler. Zur Auftragserfüllung der Bundeswehr ist die personelle Aufwuchsfähigkeit eine Grundvoraussetzung, die durch die Reserve geleistet wird. Daher mein Appell gerade auch an Sie in Ihrer Arbeitgeberfunktion. Unterstützen Sie in Ihrem Unternehmen das Engagement für den Reservedienst, wo immer es geht, und leisten Sie damit einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Resilienz. Und weil ich das Stichwort zivil-militärische Kooperation angesprochen habe, unterstützen Sie auch den Personalwechsel zwischen zivil ausgerichteter Industrie und Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Sie haben uns zudem oft die Bedeutung von Planungssicherheit gespiegelt. Planungssicherheit, um Kapazitäten zu halten oder zu erhöhen. Planungssicherheit, um zu wissen, welche Aufträge in Zukunft kommen können und wie wir dafür den Haushalt aufstellen. Durch das Entkoppeln des Verteidigungshaushalts von der Schuldenbremse haben wir in dieser Koalition mithilfe der parlamentarischen Mehrheiten im Deutschen Bundestag, der Grünen zum Beispiel, die Grundlage für deutlich mehr Flexibilität und Planungssicherheit geschaffen. Beides brauchen wir dringend, denn das Tempo der Krisen verlangt auch ein neues Tempo der Politik.
Gesetze, Strukturen, Industrie- und Beschaffungssachen müssen noch enger und zielgerichteter aufeinander abgestimmt werden. Gleichzeitig wollen wir die deutsche und europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie weiter fördern und verstärkt in Zukunftstechnologien investieren. Nur so können wir für eine kontinuierliche Auslastung sorgen und einen Kapazitätsaufbau auf Seiten der Rüstungsindustrie dann auch erwarten. Parallel zur Anpassung unserer Finanzierungsstrukturen machen wir Tempo in der Beschleunigung der Beschaffung, wo immer möglich. Dazu gehört vor allem, dass wir Vergabeverfahren flexibilisieren und verkürzen. Der entsprechende Gesetzentwurf wird noch diesen Sommer ins Kabinett eingebracht werden und wir werden dieses Gesetz noch dieses Jahr beschließen. Bei allen Aktivitäten ist klar, dass wir in Deutschland nicht im luftleeren Raum agieren. Wir müssen verstärkt Material beschaffen, das auch andere Armeen nutzen. Kostspielige, parallele und sehr lange Entwicklungen sind nicht mehr zeitgemäß. Und Sie als Industrie sind in vielen Bereichen gefordert, von einer Manufakturproduktion auf Mengenproduktion umzustellen. Dazu brauchen wir die Hilfe von mittelständischen Betrieben. Wir werden deutlich mehr Zulieferernetzwerke in der Breite und der Tiefe aufbauen. Und das heißt für mich, dass wir auch eine gemeinsame, souveräne europäische verteidigungsindustrielle Basis in der Breite mitgestalten müssen, aus Deutschland heraus. Gleichzeitig, da will ich keinen Zweifel dran lassen, brauchen wir eine nationale verteidigungsindustrielle Basis, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen am weltweiten Markt behaupten kann. Insbesondere in den Bereichen der nationalen Schlüsseltechnologien muss die technologische Überlegenheit zu wettbewerblichen Kosten beweisen und Leistungen anbieten, die für unsere Auftragserfüllung erforderlich sind. Im Ergebnis müssen wir die nationale, europäische, aber auch transatlantische Beschaffung sorgfältig abwägen und ausbalancieren. Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden dabei die europäische Verteidigungsfähigkeit sichtbar stärken müssen. Im Fokus stehen etwa gemeinsame Beschaffungen, um Skaleneffekte zu generieren und die europäische verteidigungsindustrielle Basis zu stärken. Gemeinsam planen, entwickeln und beschaffen, interoperabler werden, Fähigkeitslücken entlang der NATO-Fähigkeitsziele europäisch zu schließen. Das ist unser europäischer Weg und wir werden den neuen finanziellen Spielraum dazu konsequent nutzen. Sicherheit heißt auch, resiliente Lieferketten, die Energie- und Rohstoffversorgung sowie die Verfügbarkeit von Fachkräften im Sinne der staatlichen Vorsorge zu gewährleisten und verstärkt mitzudenken. Und zwar in allen politischen Bereichen. Denn Vorsorge hat einen besonderen Stellenwert. Wir sollten stets in der Lage sein, gegebenenfalls im Zusammenhang mit unseren Partnern, Systeme souverän einsatzfähig zu halten. Wir müssen in Deutschland ein stärkeres Verständnis dafür aufbauen, dass wirtschaftliche Aktivitäten der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zur Sicherheit unseres Landes beitragen. Das heißt, wir müssen neue Lösungsansätze finden, um dem Finanzmarkt und vor allem auch den Zulieferern zu signalisieren, dass die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie wesentlich dazu beiträgt, unsere Freiheit zu schützen. Das gilt auch mit Blick auf die Debatte rund um ESG. Wir als BMVG sind dabei insgesamt in der Pflicht, die Rüstungsindustriepolitik weiter an der Zeitenwende auszurichten und den aktuellen Herausforderungen mit Entschlossenheit zu begegnen. Mit der neuen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie haben wir dafür eine Grundlage geschaffen. Die Umsetzung dieser Strategie ist im vollen Gange und dabei brauchen wir Sie. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gerne schon mal zu mir und wir erweitern die Runde noch um Sabine von der Recke. Sie ist Mitglied des Vorstands von OHB, Markus Steilemann, den CEO von Covestro und Martin Coco, den Chief Sales Officer von Quantum Systems. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Schmid, eine kurze, direkte Nachfrage. Sie haben jetzt sehr stark die Zusammenarbeit mit der Industrie betont und wie wichtig die ist. Und ich glaube, da ist halt jemand, hat es auch an dem Szenenapplaus gehört, irgendwie überhaupt gar keinen Dissens. Was glauben Sie, wo stehen wir da? Wenn wir mal auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wo 10 ist die perfekte Zusammenarbeit, 1 wäre nicht so gut. Naja,
Also es geht nach oben. So, also die Richtung ist die richtige und deshalb ist es jetzt schwierig, auf einer Skala was anzugeben, aber wir sind deutlich über 5, Richtung 7, 8, würde ich mal sagen, weil wir wirklich auf gutem Wege sind. Und es liegt an beiden Seiten, das will ich ausdrücklich festhalten. Man merkt, wie aus der Wirtschaft heraus, aus der Industrie heraus, aus den Verbänden heraus an dem Thema gearbeitet wird und auch mobilisiert wird. Und wir sehen auch im BMVG, aber auch über die gesamte Bandbreite der Bundesregierung hinweg den unbedingten Willen, da voranzukommen. Wir werden es auch bei den Gesetzgebungsverfahren merken. Nehmen wir mal dieses Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Da sind wir natürlich auf das Wirtschaftsministerium angewiesen, die für Vergaberecht federführend zuständig sind. Wir merken schon in den ersten Gesprächen, der Wille ist da, dass man da wirklich im Sinne der Stärkung der Bundeswehr, aber auch der Zusammenarbeit mit der Verteidigungsindustrie vorankommt. Und glauben Sie, das ist hauptsächlich vom Verständnis geprägt, dass wir eben die Demokratie schützen müssen, wo ich schon auch glaube, dass das wichtig ist? Oder hat es schon noch was mit diesem 500 Milliarden Paket zu tun, von dem ein Großteil in die Verteidigung fließen soll? Das eine bedingt das andere. Die Tatsache, dass wir eine breite parlamentarische Mehrheit für eine Verfassungsänderung eines ausgehenden Bundestags bekommen haben, was ja einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, zeigt doch, dass über Parteigrenzen hinweg und damit aus der Breite der Gesellschaft hinaus die Bedrohungslage verstanden wird und die Notwendigkeit, mehr in die Ausstattung der Bundeswehr zu investieren, Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken, breit unterstützt wird. Und ich glaube, deshalb ist dieser historische Beschluss sozusagen das Signal, das Zeichen dafür, dass wir auch gesellschaftlichen Wandel haben. Manche sagen zu langsam, manche verweisen auf die Versäumnisse der Vergangenheit. Ich würde eher nach vorne gerichtet sagen wollen, wir sind auf einem guten Weg und es ist nicht mehr nur eine Angelegenheit einer Nische von verteidigungsindustriellen Firmen oder von Bundeswehrangehörigen und des BMVG, sondern wir haben es verstanden, dass wir da eine riesen Herausforderung haben und auch bereit sein müssen, öffentliche Gelder dafür in die Hand zu nehmen. Mhm. Frau von der Recke, man muss sagen, OHB, jemand wie ich, der früher über Telekommunikationstechnologie gesprochen hat, ist das irgendwie schon längere ein Begriff. Nichtsdestotrotz, in der breiten Öffentlichkeit sind Sie jetzt tatsächlich auch jetzt erst so richtig angekommen, oder? Liegt da total falsch? Naja, ich glaube, das teilen wir so ein bisschen mit anderen Infrastrukturfirmen. Tatsächlich ist es so, dass ich hoffe, dass wir bei unseren Kunden schon sehr gut bekannt sind und auch sehr positiv wahrgenommen werden. Aber sagen wir mal so, wie gesagt, wir machen in erster Linie große Infrastruktur und da würde ich dann immer auch mal die Frage relativ häufig gestellt, was ja gut ist, was irgendwie deutlich macht, OHB ist jetzt tatsächlich, wird auch wahrgenommen als Player und man fragt sich so, warum kannten wir euch bisher nicht? Dann stelle ich immer mal die Frage, ob irgendjemand weiß, wer den Fehmarn-Belt-Tunnel baut und da ist dann meistens die Antwort, nee, das wissen wir auch nicht, deswegen. Aber tatsächlich ist es eben einfach so, OHB steht dann natürlich für die Raumfahrt und die Tatsache, dass wir in Deutschland auch im Zusammenhang mit Wehrbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit über Raumfahrt reden, das empfinde ich jetzt, obwohl das natürlich die Situation nicht unbedingt positiv ist, doch als sehr positiv, weil wir da tatsächlich viel, viel mehr machen müssen. Das heißt also, es ist halt eigentlich, steht Deutschland besser da, als viele denken, weil wir einfach schon Firmen haben, die da viel machen und jetzt aber einfach tatsächlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Naja, was heißt, steht besser da? Das würde ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, weil es tatsächlich schon so ist, dass wir gerade im Bereich der militärisch relevanten Raumfahrtinfrastruktur oder Weltrauminfrastruktur, da ist jetzt ehrlich, also Luft nach oben ist da nicht, weil da ist ja keine Luft, aber da ist schon noch ganz schön viel zu tun. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir ziemlich weit hinterher, auch hinter Verbündeten, die jetzt, die Amerikaner, die sind tatsächlich da weit, weit weg, aber da muss schon noch deutlich mehr passieren. Das sehen wir auch als große Herausforderung, aber die gute Nachricht ist, es gibt eine sehr, sehr gute europäische und deutsche Raumfahrtindustrie. Also wir können das. Wir müssen nur gemeinsam mit unserem Partner BMVG dafür sorgen, dass wir von zwischen 7 und 8 eher Richtung 10 kommen und dann läuft das. Okay, das heißt aber, also und wie kommen wir dahin? Vielleicht nochmal die Nachfrage, was brauchen Sie am ehesten? Sie brauchen am schnellsten Geld oder Genehmigungsverfahren, was brauchen Sie am ehesten? Naja, tatsächlich Planbarkeit. Das, was, glaube ich, so ziemlich die gesamte rüstungsrelevante Industrie braucht. Wir sind im Moment noch im Manufakturbetrieb. Das ist eben an vielen Stellen so. Und da müssen wir eben jetzt auf der einen Seite, ist es für uns eine Herausforderung, dass wir umstellen müssen, dass wir tatsächlich sagen müssen, okay, wir müssen viel mehr, das müssen wir übrigens auch gemeinsam mit dem Kunden machen, weil wir eben tatsächlich so in der Vergangenheit, in Friedenszeiten, hat auch der militärische Kunde Raumfahrt aus anderen Gründen gemacht, was auch, finde ich, nachvollziehbar war. Jetzt ist eine neue Herausforderung da. Ich glaube tatsächlich,
tatsächlich, dass wir uns einfach auch wirklich in der Raumfahrt nochmal intensiv Gedanken darüber machen müssen, mit welchen Partnern wollen wir eigentlich was machen, was wollen wir europäisch können, worüber muss die Bundeswehr tatsächlich selbst verfügen, auch welche Technologien müssen wir hier können. Das hängt damit ja auch zusammen. Und da ist es eben auch so, dass wir ganz, ganz viel auch in der zivil-militärischen Zusammenarbeit machen können. Raumfahrt ist immer Dual Use, dem Satelliten ist es völlig egal, ob er auf einen Panzer guckt oder auf eine Palme. Das muss man eben auch besser nutzen. Und ich glaube, da sind wir aber gerade an einem ganz guten Punkt, dass wir auch mit der Bundesregierung da hoffentlich jetzt einen guten Dialog starten. Starten klingt schon fast ein bisschen spät. Ich hoffe, Sie sind schon ein kleines bisschen weiter. Die Bundesregierung ist ja noch nicht so lange da. Ja, okay, mit der neuen. Okay, gut, fair enough. Jetzt ist es so, dass Quantum Systems ja auch eigentlich als in Anführungsstrichen normales zivile Drohnenprojekt gestartet ist. Da ging es um Agrar etc. Und mittlerweile steht Quantum Systems im Zentrum einer Diskussion darüber, wie wir in Deutschland eine Drohnenindustrie aufbauen. Wie bewerten Sie denn die Situation mittlerweile? Ja, in der Tat, wir sind vor über 10 Jahren gegründet worden, damals mit dem hehrigen Ziel angetreten, die Agrarwirtschaft zu revolutionieren. Wir haben damals gesagt, jeder Farmer eine Quantumdrohne, in der Hoffnung, dass der Trend zur Zweit- und zur Drittdrohne dann am Ende des Tages geht, hatten aber dann auch immer schon in der DNA die Absicht, in den militärischen oder in den Verteidigungsbereich zu expandieren. Ganz einfach aus dem Grund, unser Gründer ist Offizier, 2 Mitgründer waren Doktoranden an der Universität der Bundeswehr, also die DNA war auch schon gegeben und dementsprechend der Schritt zur Bundeswehr oder auch zu anderen Streitkräften, denn wir sind europäisch und global unterwegs. Eigentlich sehr, sehr normal. Die Idee, erst Innovation im kommerziellen Bereich zu schaffen, dann im militärischen zu skalieren und das wieder zurückzubringen, dann auch in einigen Jahren, die war schon, wie gesagt, schon immer gegeben. Wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass man auch davon profitieren kann. Der Gedanke, Dual Use zu forcieren, ist nie weggegangen und so sind wir auch immer noch in beiden Segmenten unterwegs. Die Zeit damals war allerdings eine andere. Wir sind 2018, 2019 sind wir eingestiegen in den Verteidigungsbereich, in den militärischen Bereich. Also muss man sagen, schon deutlich vor dem Krieg. Schon deutlich vor dem Krieg, tatsächlich. Ja? Und das ist einfach auch unsere Heritage, da wo die Gründer auch herkommen. Der Gedanke, die taktische Luftaufklärung, das Datengetriebene aus der Luft, auch für den militärischen Bereich im Sinne der vernetzten Operationsführung verfügbar zu machen, das war schon immer da. Aber das Umfeld war noch nicht so Start-up-freundlich, wie es denn heute ist. Was haben wir gesehen? Bei den Ausschreibungen haben wir gesehen, weisen Sie nach, dass Sie schon 5 Jahre existieren. Die Firma war 3 Jahre alt. Weisen Sie nach, dass Sie 100 Mitarbeiter hatten. Wir hatten 20 Mitarbeiter. Weisen Sie nach, dass Sie Referenzen haben im militärischen Bereich. Ja, wenn man gerade anfängt, hat man noch keine Referenzen. Dementsprechend war alles auf die etablierten Player zugeschnitten und das ist kein Blaming, das ist einfach die normative Kraft des Faktischen. Und die Zeiten haben sich dann am Ende des Tages zum Glück jetzt auch geändert und wir sehen es dann auch jetzt in der Papierlage ja, mit dem neuen Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, was kommen soll und die Fortführung eines bereits bestehenden Gesetzes ist das, glaube ich, der richtige Weg. Drittens, und das ist der letzte Punkt, der Innovationsraum, den wir heutzutage haben, ist ein ganz anderer. Hier in Berlin haben wir den Cyber-Innovationshub der Bundeswehr, wir haben in Bayern die Innovationsplattform in Erding, wo man ganz andere Test- und Versuchsstrukturen hat, um sich auszuprobieren und das ist sehr positiv. Das heißt, diese Technologie, die ja wahnsinnig, wir sehen es jeden Tag, ne, also Drohnen spielen im Krieg eine zunehmend wichtige Rolle, da sind wir auf einem guten Weg, da international mithalten zu können zumindest. Ich glaube, wir sind international sogar führend, was die Drohnenindustrie angeht. Das ist mit uns vorne mit dabei, aber dann auch nationale weitere Champions, die wir haben. Und wir sind ja europäisch vertreten. Wenn ich gucke, allein wir haben über 1000 Systeme jeden Tag operational in der Ukraine im Einsatz. Wir sind in Spanien, wir sind in Rumänien, wir sind in den USA, wir haben Fertigung in Australien, sodass wir nicht nur in Europa, sondern tatsächlich auch global ein gesetzter Partner sind, nicht nur was die Lieferung angeht, sondern auch was die Produktion vor Ort angeht. Ja. Das heißt, Sie haben aber die Planungssicherheit, die Sie noch ein kleines bisschen vermissen? Ja, es geht immer mehr Planungssicherheit und die Frage ist ja nach der Skalierbarkeit auch gegeben und Skalierbarkeit kommt ja dann auch mit Planungssicherheit. Ja? Wie sehr können wir investieren, wie sehr wollen wir investieren? Wir investieren schon selber ins eigene Risiko rein, aber wir warten nicht auf Auftragsentwicklung, sondern wir entwickeln auf Basis des funktionalen Bedarfs auf der einen Seite, aber die Planungssicherheit zu haben, dass der Bund auch auf unsere Systeme weiter vertraut,
jetzt im nationalen Bereich gesprochen, ist natürlich die Grundlage für weitere Investitionen. Herr Steilemann, Covestro ist so ein etablierter Player, kann man sagen, ne, in der deutschen Industrielandschaft. Jetzt ist natürlich schon auch die Frage, und die Frage stellen sich ja viele, wie können Sie eigentlich daran teilnehmen? Sei es aus ideologischen, demokratischen Gründen, sei es einfach tatsächlich, um natürlich unserer Industrie auch einfach ein bisschen den Schwung zu verleihen, den wir brauchen, auch finanziell. Wenn Sie jetzt als CEO eines großen Chemiekonzerns sich das anschauen, wie gehen Sie vor? Sie machen ja selber schon Schutzkleidung, habe ich gesehen, das würde sich ja vielleicht anbieten für militärische Nutzung. Ja, also erstmal, ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir reden sehr viel darüber, was wir wollen, was wir sollten und was wir mal müssten. Der Zeitpunkt ist jetzt da und wir haben uns eben schon mal im Vorfeld darüber unterhalten, wir müssen jetzt machen. Also machen ist jetzt angesagt und dabei ist sehr viel experimentelles Vorgehen, Explorieren sozusagen notwendig. Und so machen wir das als Unternehmen auch, weil wir haben sehr, sehr viele Anwendungen bei uns in den Werkstoffwissenschaften, die klassisch Dual-Use sind. Das heißt, sie können für militärische oder zivile Zwecke gleichermaßen eingesetzt werden. Man muss aber auch sagen, dass wir als öffentlich gelistetes Unternehmen sehr, sehr viele Debatten hatten, insbesondere mit Investoren, die in ihren ESG-Kriterien einfach klar gesagt haben, Verteidigungsanwendungen wünschen wir nicht und wenn, dann nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Deshalb waren wir bisher in Verteidigungsanwendungen so gut wie gar nicht vertreten und wenn nur mit größtem Aufwand nachweisend, dass es sich wirklich um, ich will mal sagen, nicht angriffs-, sondern verteidigungsrelevante Techniken handelt, also Schutzbrillen etc. Das hat sich grundlegend gewandelt, glücklicherweise. Und das Zweite ist, ich bin von der Ausgabe... Darf ich ganz kurz nochmal, das heißt, die Investoren fragen nicht mehr. Das heißt, das Thema ist jetzt schon durch. Die Anfragen nehmen deutlich ab. Okay. Denn auch Investoren überarbeiten ihre Investitionsrichtlinien. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich bin Chemiker von der Ausbildung. Das heißt, wann immer Menschen von irgendwas reden, denke ich in Materialien. Ich denke in Werkstoffen und ich denke dann direkt in Wertschöpfungsketten. Wo kommt das eigentlich her? Wie kriegen wir es dahin, wo es gebraucht wird? Und jetzt sind wir beim Thema gesamtstaatliche Resilienz. Warum ich persönlich glaube, dass sich mehr und mehr Industrieunternehmen eben Gedanken machen müssen, wie können wir gesamtstaatliche und gesellschaftliche Resilienz erhöhen, indem wir Materialien dort produzieren, wo sie im Spannungsfall, im Bündnis- oder Verteidigungsfall tatsächlich auch verfügbar sind, wenn es wirklich zum Ernstfall käme. Und solche Lieferketten, in denen denke ich denke dann in Materialien, ich denke aber auch in Forschung und Entwicklung, Kooperationsnetzwerken. Und das treibt mich eigentlich an, dieser hohe Innovationsgedanke, der Sicherstellungsgedanke, der Resilienzgedanke. Und insofern glaube ich, dass wir bei Covestro jetzt noch einen weiten Weg vor uns haben und auf der anderen Seite im Portfolio bereits sehr viele Dinge haben, die auch heute schon militärisch eingesetzt werden könnten. Und letzter Satz vielleicht noch. Es ist für uns natürlich auch ein kommerzieller Gedanke dahinter, das muss sich für uns rechnen, aber wenn man mal alles zusammennimmt, sind das jetzt nicht Umsätze oder Absätze, die das Unternehmen sozusagen in eine goldene Zukunft führen, für sich genommen, sondern es ist ein weiteres Geschäftsfeld und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir das hier in Deutschland treiben. Aber das heißt nochmal ganz klar, Covestro möchte schon stärker in das Thema Rüstung, Wehrfähigkeit reingehen, stärker investieren in den Bereich. Naja, es ist sehr schablonenhaft, Rüstung, Wehrfähigkeit etc. Wir liefern ja Materialien. Das heißt, wir sind normalerweise in der Wertschöpfungskette Platz 2, Platz 3, Platz 4. Nehmen Sie Oberflächenbeschichtung, also man würde trivialerweise von Lacken sprechen, die zum Beispiel die Erfassungsfähigkeit von Radaren wesentlich sozusagen schwieriger machen. Reden wir von optischen Systemen, also Filmen, reden wir von sogenannter Augmented Reality, wozu Sie auch bestimmte Materialien brauchen. Härteste Einsatzbedingungen und da geht es um ganz triviale Sachen wie mobile Endgeräte beispielsweise, wie die als mit einer Hülle geschützt werden. All das sind in Anwendungen, in denen wir zum Beispiel tätig sein könnten, aber es heute noch nicht sind, aus den gerade genannten Gründen. Okay, aber das heißt schon, Sie sehen da Potenzial, Sie könnten das hochskalieren und wären Investitionsklasse. Das ist unser Anspruch. Ja, genau. Dafür brauchen Sie wahrscheinlich wieder Planungssicherheit, da sind wir wieder bei Herrn Schmid. Ich habe mich zwischendurch gefragt, also wir haben ja jetzt, im Haushalt sehen wir ja auch, es gibt einen Plan, wie viel investiert werden soll in den kommenden Jahren. Das ist relativ viel Geld. Ich habe mich nur gefragt, Planungssicherheit für ein Industrieunternehmen, wir wissen, alle Anlagen werden über Jahrzehnte teilweise abgeschrieben, nicht nur über ein paar Jahre. Was kommt eigentlich danach? Wie sicher, wie viel Planungssicherheit können Sie den Unternehmen geben als jetzige Regierung,
dass diese Aufträge, die Sie jetzt verteilen, halt wirklich halt auch über die nächsten 15, 20 Jahre vielleicht gelten. Dass wenn man mal so eine Massenproduktion aufgebaut hat, und es gibt ja tatsächlich Überlegungen, Autowerke komplett umzubauen, das ist ja keine Investition, die man mal eben trifft, das muss man auf 20 Jahre machen können. Dass wir nicht irgendwann gesagt haben, ja, das reicht jetzt, wir haben jetzt genug Panzer, wir haben genug Drohnen, wir kleckert noch mal so ein bisschen nach, dass die Wertschöpfungskette dann wieder zusammenbricht. Wir haben einen Riesenschritt mit der Grundgesetzänderung gemacht. Das war auch die Lehre aus dem Sondervermögen. Da haben ganz viele gesagt, ja, super, jetzt kann man mehr machen. Und was ist aber dann der nächste Schritt? Weil alle haben dann ausgerechnet, wann ist das Sondervermögen verbraucht und wie geht es dann weiter. Und deshalb war eine entscheidende politische Weichenstellung, auch im Sinne von Planungssicherheit, dass wir diese Entkopplung der Verteilungsausgaben von den Vorgaben der Schuldenbremse getätigt haben, sodass jetzt jede nachfolgende Bundesregierung jedenfalls keine finanziellen Hürden mehr hat, in Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Das Zweite ist, wenn Sie sich die politische Landschaft in Deutschland anschauen, sehen Sie eine übergroße Mehrheit der politischen Parteien, die hinter der NATO stehen. Und wenn Sie dann die Fähigkeitsziele der NATO sehen, die ja auch auf viele Jahre ausgerichtet in die Zukunft gehen, dann können Sie daraus ableiten, auch ein gewisses Maß an Investitionsnotwendigkeiten, Beschaffungsnotwendigkeiten und damit auch wiederum für Sie als Industrie Planungssicherheit. Und ohne jetzt zu viel Werbung für Deutschland oder diese Bundesregierung machen zu wollen, es gibt wenige große europäische Staaten, wo ein so großer, breiter politischer Konsens über die Notwendigkeit der NATO-Mitgliedschaft und die Selbstverständlichkeit der NATO-Mitgliedschaft, das politische Bekenntnis zur NATO da ist und zur europäischen Verteidigungsfähigkeit. Also insofern, auch nach der nächsten Bundestagswahl können Sie mit einer Regierung rechnen, wenn wir alle mithelfen, dass die demokratischen Kräfte gestärkt werden, dass eine Koalition sich bildet, die genau entlang der Vorgaben des Grundgesetzes, des gelockerten Grundgesetzes und der Vorgaben der NATO in die Bundeswehr investiert. So, und ich glaube, für eine Demokratie, für eine Gesellschaft, die vielfältig ist, ist es schon ein relativ hohes Maß an Planungssicherheit, was wir in anderen politischen Bereichen, wenn Sie manchmal die Debatten Hü und Hott bei erneuerbaren Energien, ohne dass ich jetzt da in Details gehen will, betrachten, da sind Sie hier schon relativ goldig unterwegs im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, will ich mal einfach auch sagen. Insofern ein großer Zugewinn an Planungssicherheit ist sicher zu verzeichnen. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Das ist einfach immer zu wenig. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Wenn wir jetzt mal gerade, also wenn wir gerade darüber sprechen, wo stehen wir in Deutschland? Sie haben gesagt, das ist halt wir in Deutschland eigentlich tatsächlich gerade hinter den Amerikanern und natürlich, wir wissen halt auch Elon Musk, großer Spieler im Bereich Weltraum, zurückhängen. Wir wissen aber, dass, und das hatten Sie eben auch gesagt, dass die Kriege dieser Zeit eben natürlich nicht mehr nur in Anführungsstrichen auf dem Boden, sondern vor allem auch im Weltraum ausgetragen werden. Wie sicher fühlen Sie sich eigentlich in Europa mittlerweile in diesem Bereich? Ja, wir fühlen uns schon sicher. Also wir fühlen uns auch sicher in Deutschland und ich glaube auch tatsächlich, dass wir sind schon, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wir haben da eben auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wir wollen mal alle uns irgendwie die Daumen drücken, dass Deutschland nicht aktiv an einem Krieg teilnehmen muss. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das natürlich auch immerhin weiter eine theoretische Debatte. Und da muss man, glaube ich, einen guten Weg durch die Mitte finden. Ich glaube auch, dass insgesamt die Änderung des Grundgesetzes, das hat eine viel größere Bedeutung. Das ist irgendwie so, man hat so drüber gesprochen, ja, kriegen wir da noch eine Mehrheit im alten Bundestag hin. Aber was das eigentlich bedeutet, ich glaube, das wird uns erst vielleicht nach dieser Wahlperiode wirklich deutlich werden. Eben genau diese Sicherheit, das ist jetzt für Deutschland auch als ein Land mitten in Europa, das vielleicht auch tatsächlich da wieder eine wie auch immer geartete Führungsrolle annimmt, ist das ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt. Ich glaube, dass wir insgesamt gesehen in der Gesellschaft und in der Industrie etwas sensibler dafür sein müssen, wer sich alles für uns interessiert. Das merke ich an mir selbst, dass ich da irgendwie auch manchmal ein bisschen sehr freundschaftlich naiv bin. Das, glaube ich, ist eine viel größere Bedrohung, die aber tendenziell jetzt nicht ein Raumfahrtunternehmen betrifft, sondern uns irgendwie so als Menschen. Wie gehen wir mit unseren Handys um, wie gehen wir mit unseren Daten um? Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt die große Herausforderung, vor allem die Gesellschaft auf verteidigungsfähig und kriegstüchtig einzustellen, die müssen wir alle gemeinsam irgendwie schaffen. Und dann, glaube ich, können wir uns hier auch weiter sicher fühlen. Sehr gut, ganz herzlichen Dank. Dann werde ich keine andere Frage stellen, weil ich das gerne so stehen lassen möchte und wir am Ende unserer Zeit sind. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Und ja, wir arbeiten alle weiter dran. Dankeschön.
Danke. Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Und auf den, weiß ich, haben ja schon einige gewartet tatsächlich. Denn wir werden jetzt gleich einen besonderen Gast haben, der sich sehr intensiv mit dem ganzen Thema Digitalisierung auskennt, der quasi der Urvater einer eben jener ist. Wir sprechen gleich darüber, also Isabel vor allen Dingen, was tatsächlich er mit seinem Vermächtnis hat. Herzlich willkommen. Da kommt er schon. Warm welcome, Mr. Bill Gates. Yeah. Let me switch to English. You know, we just had a short moment behind the scenes to have a short handshake. So, what are you going to go talk about? We're all very curious. What would we like to talk about? There's so much. I know. I wish I had not half an hour, but more than half a day. Yeah. I have so many questions. Questions about technology, questions about the perception of Germany, questions about leadership in times of turmoil. And turmoil we have, so definitely leadership is a big question. Yeah. So I guess we're almost ready for you on stage. So we're very curious to see what you have to say, Mr. Leibinger as well on stage. Yeah. And I'll let you to it. Thank you. Thank you, Ina. And thank you for preparing the stage. I think we'd like to give the colleagues a hand too, because they're doing a wonderful job. So now I am absolutely delighted to welcome Bill Gates on stage, chair of the Gates Foundation, founder of the Giving Pledge, together with Warren Buffett, co-founder of Microsoft in 1975 and other companies. You've been named as one of the most influential people in this world, and you've influenced the lives of so many people, so many of us in this room, through Microsoft products, for example, and so many lives of people in the developing countries. Welcome. And welcome. Yeah, the middle one. And a very warm welcome on stage today, BDI President Peter Leibinger. Yeah. Thank you for the opportunity, and thank you for sharing your insights with all of us. You've been in Germany for a moment now. I don't know, how many hours? I was here this weekend. There we go. Yeah, I came in this weekend. It was nice and sunny, so I got some time to relax. And then a lot of government meetings and a very nice award yesterday. Deutsche Bank CEO Christian Sewing, who was here, also posted on LinkedIn a little bit of the moment that you received the award. So we got kind of a sneak preview for today. How do you like Germany, and how would you define Germany's role in these times of turmoil? Well, Germany's always been very generous in terms of its aid budget, and believing that countries have to work together, not just Europe, but including Europe coming together to share things, and then thinking about how we solve long-term problems, peace, climate change. And so the foundation's had a fantastic history here. Microsoft always had a fantastic relationship. And I remember when the Berlin Wall came down, Siemens, who we had this close relationship, actually brought and gave to us, which is on the Microsoft campus, one of those cement blocks, which is a very special thing. So I've been coming to Germany in my Microsoft and foundation career a great deal. I'd say the role of Germany is more acute today as, the U.S. is less cooperative and sort of, causing people to question a lot of things, even, the aid generosity, where at least in absolute it was the largest, it's made these massive cuts. So, it's great to have Germany thinking about a more cooperative approach. Even here, there's budget challenges, so we're trying to work with our partners here to
get German politicians to feel proud of where they've been generous and try and maintain the aid budget as much as possible. Yeah, we're actually waiting to find out more today about the final budget. We had our finance minister was here yesterday. It was very interesting. And then he had to quickly move on. He's like, I still have talks about the budget. You mentioned how important it was to work together now. And you said nobody can go this alone. Nobody can do it alone. How would you like to see cooperation changing? Well, it's interesting that we have changed a while ago, and very fitting in that context, that we have changed the wording from foreign aid to development cooperation, and that very much underscores what you're trying to allude to. We in Germany have a very strong history of development cooperation. Our annual budget for this is about 30 billion euros. We're one of the very few countries that nearly reaches the 0.7% goal of the UN. However, I think we have a bit of a skewed view having to do with a very high moral stance that we have in Germany, as in such that our Ministry for Development Cooperation thinks that development cooperation and commercial cooperation must not go together. And I think this is a fundamental flaw. Of course, I can understand where they're coming from, where there shouldn't be the impression that we're only doing it for our own benefit. This is really very simply put what the thought is behind that. But on the other hand, by being on such high moral grounds, we completely give up the most important chance that we have for development cooperation. At the end of the day, life in a functioning country relies on a functioning economy. And a functioning economy can only work through trade. So I think we should do the two things linked together. And the BDI, the Federation of German Industries, has published a paper on this last year. We got a lot of heat for it, quite frankly. But I think that was wrong. I think we were misunderstood. And I'm very happy that we can discuss this a bit here on stage before we talk about technology. I think I'm glad you just brought up the word benefit, because I believe we are experiencing times in which we might want to think about phrasing a little bit different and how we define certain words and what we attribute to them. So if we take the word benefit, how could we spin it a little bit for the future, for future collaboration? I think with the last thing that I said, there's the bridge. In the past, we had, and I'm simplifying probably not in a correct way, but I'll do it anyways. We tended to think in large projects from German perspective that we tried to fund. I'm going back 30, 40 years, the dam projects, so to speak, or other power grid projects and so forth, where there was a very direct and close link between foreign aid and work that large German corporations did in foreign countries in the so-called global South. And these were often prone to corruption and things of that type. And this is why this got a bad reputation. But today, in today's technological world, things are different. They're much more grassroots, and we see a lot of examples of that, where satellite technology is used by farmers in the global South to plant their crops in a better way, where satellite links are used for grassroots types, banking systems, etc. And here lies an opportunity for German industry and German economy to engage in these types of activities by being in a more direct link, and by a German Ministry of Cooperation, Development Cooperation, fostering this type of
grassroots work on the ground level. I think that, last word to that, for instance, the German apprenticeship program that we have could be an incredible benefit for instance, Sub-Saharan Africa. A friend of mine is very engaged in doing this in Burkina Faso and has built a school there using the German apprenticeship program to train young people in Sub-Saharan Africa. And I think that a lot of German companies have the means to do the same. It doesn't take a lot of money. It takes the know-how and it takes the will. And the will is there, but the permission needs to be there also from the ministry, if I'm allowed to put it in a very simple term. Now, we haven't really talked much about Africa during the past hours and yesterday, but actually has a huge implication for stability, also for our economic stability. When you think about the word benefit, help us define the importance with regards to development aid and economic stability. Well, the goal of all these cooperative efforts, including the aid, should be to help countries become self-sufficient. And there is a big contrast that the aid that's gone to a lot of Asian countries, they have reached the point that they become middle income. And so, for example, the group called Gavi that raises money for vaccines, it got started, was one of the first things the Gates Foundation did at the turn of the century, was together with Germany, the US, and others, create this group. And it is one of the primary reasons why the number of children who die every year, which was over 10 million a year, has gone down. Now it's under 5 million a year. Gavi is the buying of these new vaccines and getting them out to children is a big reason for that. The way Gavi set it up was that when a country went past a certain income level, then it would continue to get the low prices and technical support, but it had to fund the vaccines on its own. And so in the early years, India, Indonesia, Vietnam were recipients. Then they passed that income threshold, and so they completely finance it themselves. We have a few countries, Pakistan, Bangladesh, Yemen, Afghanistan, that still are Gavi recipients, but now it's very much focused on Africa, almost 70% of the money, because those countries are at a lower level. And I gave a speech in the Nelson Mandela Hall in the African Union a couple weeks ago where I talked about the fact that the Gates Foundation's giving away all its money during the next 20 years. And I said, part of the reason for that is that I expect over those 20 years, even the countries in Africa, if we're generous to them, will get out of the poverty trap. You know, there's a real poverty trap where if you're too poor, you can't get nourishment for your kids, you can't fund the education system. You know, right now, African countries are paying more in interest than they fund to their health and education. They really need help, and you know, they have some tough diseases, things like malaria. But with cooperation, generosity, and innovation, you know, like we have a partnership with BioNTech to make vaccines for the 3 big remaining diseases, TB, HIV, and malaria. Anyway, if the right things are done over that 20-year period, these countries, virtually all of them, despite where they are today, will get out of that poverty trap and they'll be self-sufficient. And so accelerating that is kind of a positive thing that, you know, they're very engaged in. In fact, you know, a lot of the heads of state will be there tomorrow for this Gavi event to, you know, encourage more generosity. You know, unfortunately, with the cuts to all the aid budgets, including the German aid budget, we'll raise about 30% less for vaccines than we did 5 years ago. Now, a lot has been written recently about the Gates Foundation being closed down in 20 years. How difficult was it to come to terms with this decision?
Well, in 20 years, there are foundations that choose to last forever. And it's a little bit of a weird thing because they're always trying to figure out, what did the founder want? Maybe he scribbled something down and, Cecil Rhodes did a foundation that was for white rugby players, and they decided to interpret that a little more broadly over time. And so, that's been a good thing. In my view, 20 years from now, there will be more rich people even than there are today. And the problems that the Gates Foundation works on, take malaria. We will eradicate malaria and polio, and we will largely end the HIV epidemic in these 20 years. And there may be a few diseases that there's still work to be done on. And there may be a few of these African countries that haven't gotten to middle-income status. But the world will be far, far richer. Just imagine 20 years of AI-driven innovation in medicine and all the different areas. And so there'll be young people who know what the situation is then, and they'll be able to attack those things that remain. So the idea of my, people reading some cryptic thing I said, I'd rather have the money be spent more aggressively now, where the need for those vaccines and to get rid of those diseases is very, very clear, and it's fun for me. I love this work. I'll turn 70 this year, so I'll have to retire when I'm 90. If I recall correctly, in one of those articles, you said, I don't want people to say he died rich. What would you like people to say about you when you've gone into the other world? Nothing about me in particular, but I would like people, when they read in the future about this thing called malaria, for them to go, what was that? When you read old novels, you'll always read, they had consumption. That's a name for tuberculosis, which in the rich world, we don't have tuberculosis. It still is the biggest infectious disease killer. It's about 1.3 million deaths per year. And that's another one that we should be able to get rid of. So I'd rather have it be what was polio, what was malaria, what was consumption or TB, because they are going to be solved problems. A kid born in Africa has a 50 times greater chance of dying before the age of 5 than somebody born in Germany or the US. And, I love the market, but we have to be creative about how we take the market and have it meet certain human needs. So, when I gave $30 million for malaria, I became the biggest funder of malaria research. And I was like, wait a minute, this thing kills 1 million children a year. And I'm the biggest funder? That makes no sense. But the kids who get malaria, their voice in the marketplace is very small. It's better to do dog food or, erectile dysfunction, than to go work on malaria. The voice of the marketplace is very strong. And so, can you have a capitalism that's a little more broad in its thinking, going beyond just those demand signals, and to factor in somewhat, I love capitalism, but to factor in somewhat, these other areas. And that's why, people like BioNTech, if we help them out a little bit so they're not losing money on these projects, they will assign some of their best people. They're going to make a lot of money on cancer, but fortunately their heart and soul also includes doing this work on infectious disease. Now, Peter Leibinger just promised that we would also be talking about technology. What role do you see technology playing in this?
and also the importance of being open to technology? Well, I think I must say, I know it's probably completely inappropriate, but I really admire your attitude in the sense that it's personal humility in combination with this positive spirit that we can change things. I opened this thing yesterday in my speech saying we should never see ourselves as victims. We can be the ones who change things, and this is basically what you're saying. And I share this attitude. And of course, technology is one of the keys to do so. We have had in Germany for the past year the spirit that we have to scale back everything in order to solve problems. And I don't subscribe to this view at all. I think the way forward is an active one. We can solve our problems by using technology. I'm much broader now, of course, than just development cooperation. I'm talking about climate change, for instance. But yes, I do see Germany playing a role in this fundamentally. We briefly talked before this also about, for instance, laser fusion and fission power generation. I see that as one way forward, and I find that Germany could be in a unique role and not in development cooperation terms, not an easy one, because German industry especially is typically more in a B2B role. And the B2B role in terms of development cooperation tends to be one of large projects. And earlier I said these can be problematic. So the B2C grassroots type technology, development cooperation work can be very successful. Having said that, we have very fundamental problems in the world concerning basic infrastructure. And I do think that Germany can play a role there. And of course, one of my favorite topics is laser fusion. I think that this is definitely something that we should work on. But I use this more as an example for where investment in technological advancement and a very structured and systematic technology strategy by governments jointly with industry and research can not only lead to benefits here, but can lead to benefits around the world. And I think these are the things that we have to strive for. So how do we do this? You've had a lot of experience of cooperating with governments through your foundation. How do we make his vision come true? Yeah, so when the Gates Foundation is working on global health, we spend about half the money on this R&D work to create new tools, and we spend about half the money on the delivery piece. And this is the next 20 years will be a golden age of biological advances. Partly because these new AI tools will give us insights into the biology and what's going on with these diseases. And we will be able to, in rich countries, reduce health costs. You know, that seems surprising when you have aging societies, and a lot of the new medical things seem like they just add to the expense, but we'll get through that. Likewise, in the energy space, whether it's lower cost solar, or probably in the long run, the cheapest thing will be fusion. And so, you know, we can have a very positive view. As Germany is doing things like applying AI in healthcare, in education, you know, they should always have a view, okay, let's also, in parallel with our own domestic leadership in these areas, let's make sure that we're sharing some of that with the lower income countries. You know, in Africa, you can live your whole life and never meet a real doctor. The majority of people are never meet with a doctor. So when we say things like, okay, AI advice for healthcare, actually in a certain way, it's even more valuable in Africa than it is here. And that can be done in parallel. We don't need to wait 20 years for the rich countries to get
these advanced technologies, we can, think about it in parallel. When I first got involved in nuclear, actually I was motivated not because I thought, oh, I'll make money, but rather having cheap electricity in Africa, where they actually have so little electricity, that is another part of their poverty trap, that they can't create these great jobs until infrastructure, including electricity, comes to them. And how do we make that as cheap as possible and get that to move forward? And so it's long-term innovation. The government has a role in the R&D. But one thing you have in Germany is that the R&D is not just in the big companies, it's in these middle-sized companies as well. And how do you kind of unlock that to have a global viewpoint of how that becomes available? It's a little bit of a unique opportunity for Germany. We're, in these times trying to get a grasp on how technology will change our lives. So when you say AI will change the insights we get into biology, could you be a bit more specific, like give us a few examples of what to expect? Well, the biology is very complex. Even the most low-level thing of when you string these amino acids together to make these proteins, what is the shape of that protein? That's basically been an unsolved problem. But recently, a couple of entities were given the Nobel Prize because they used AI software that could take that sequence and predict that shape. And that alone doesn't solve these problems, but it's a mind-blowing building block in terms of the speed of coming up with drugs, because you actually understand what you're trying to connect up to. But even more profound is when you read out, for example, the brain of somebody who has Alzheimer's versus the brain of somebody who doesn't. The complex signaling system, the AI system, can let you get to the bottom of that. Sometimes we get lucky, like these obesity drugs. Actually, we didn't even understand the mechanism. We kind of lucked into that one. But more and more, the new medicines for cancer or neurological things like Alzheimer's will be because we've been able to model what is the disease state and what are you trying to interfere with. So it's incredibly promising. And hopefully that means that your health costs for the aging society aren't overwhelming you. If we didn't have innovation, I would not be very optimistic. I wouldn't be very optimistic about climate change. I wouldn't be very optimistic about aging societies being able to renew themselves, because so much of the spending would have to go on just taking care of the elderly people. But because of the pace of innovation going after those problems, mostly with clear market incentives, sometimes based on people's realizing, okay, the market doesn't value this, but we as humans do. Some mix of that, a modest role for government in the basic R&D and some of the aid, and then the innovation very much coming out of the private sector. And so this is, for climate technologies, biology, this is going to be a golden age that most people aren't seeing because the turmoil, which is real and concerning, and the United States is sort of a creator of turmoil that is a little disappointing. But the positive aspects of the speed of innovation are somewhat missed, I would say. A little disappointing is a very crass way of stating this. Yes, it's a little disappointing. But you were asking about benefit earlier. And one thing that of course also comes to mind is that we have a unique opportunity that we're missing with foreign aid, with development cooperation, in the sense that we can
use that also for public engagement in Germany. Today we have a very hot debate starting about reenacting the mandatory service in the military for Our Chancellor raised this issue yesterday. Young people in Germany. And there's a tradition in Germany that this can also be done as civil service. However, what we have never thought about is that this combination of development cooperation, state-funded, and development cooperation done by companies could also be used for service, where young employees could choose to do their civil service or their military service within their company for development cooperation instead. Just one example where if we interlink things, if we work together in a more active way, we can get public engagement in this topic, which in the end is always a benefit. I mean, of course, Bill, you have done this, and I'm doing this on a little scale. You have done it on a grand scale, and I'm doing it on a little scale where I'm investing my personal time for, hopefully, the benefit of the public. And you can feel great about it, but at the end of the day, what the personal benefit really is meeting people, doing things that you wouldn't do otherwise, giving purpose to your life. It's a question of responsibility, right? Yeah. The intrinsic responsibility. We can use development cooperation and cooperation between business and government in development cooperation to also give purpose to people. And that's a benefit that we have never talked about. May I use just a little bit more time of your time? Sure. We have to come to an end. We have to start closing this panel. But I'd like to ask you, as we were talking about turmoil and the disappointment in the development of transatlantic relations on a political level, maybe where do you see business responsibility to keep the ties close? Transatlantic? Yes. You start. Well, business is global in nature. Yeah. Of course, tariffs will somewhat reduce that, but because innovation is shared globally, take how we think about climate change. A little bit, we have each country coming in to make commitments on how they'll do reductions, but honestly, the way that you make electricity and steel and cement, those are global things. And so it's not like one country is going to magically come in and say, okay, we solved this. We have to collectively, whether it's government R&D or companies working together, or raising capital for new approaches, we have to solve that on a global basis. And in fact, the rich countries really, because they've got the R&D capacity, have a particular responsibility, even though the emissions now are over 60% from middle-income countries. And so not only do we have to invent it and show that it works, we have to help make it available in those countries. So it's a very global thing. If we don't think globally, if we think country by country, we'll never solve climate change. It's kind of the ultimate collective action problem that should tie us all together. And if you look at the AI race, that's very much a global thing. And every country should be utilizing AI. In fact, the difference will be more who applies it than who invented it. In the digital revolution, the U.S. gained a huge advantage, not just because there was so much of it invented there, but because businesses as a whole embraced it more rapidly than other. And so here we are in the next, in some ways, even more profound chapter with AI. So I'm not worried about the transatlantic relation, honestly, for two reasons. First of all, very simply, we're so intertwined technologically and also economically that this will not be untangled easily, and there is no real intention to entangle it. And more importantly, never underestimate human relations. We have built relations, friendships, intermarriages, everything
over the last decades across the Atlantic, there is such a close relationship, also a close cultural relationship between the US and Europe, that, you know, if there are some people who feel differently for a while, yeah, we'll survive that. Okay, our time is almost up, and I would like to ask you one more question. It's a rather personal question. In times that we all sense there's going to be burden sharing. And obviously everybody in this room knows that you're one of the most wealthy people on earth. What is it that money cannot buy for you? Well, it can't buy me longevity, but you know, I'm not. Are you sure we don't know that yet because of the advancement of technology? There are wealthy people who are very involved in funding longevity work, and I won't turn it away. But you know, as long as we've got malaria, I'm not going to push my money for something that's more self-centered. You know, I'm one of the luckiest people ever. I had a incredible career at Microsoft. Now I'm very fulfilled by the foundation work. You know, I'm lucky. I've got great kids. So there's very little, you know, that I say, gosh, I wish my money could buy something, because I'm, you know, I have basically everything that I want. What a wonderful closing sentence. Thank you. Thank you. Thank you. Bill Gates, Peter Leibinger, thank you. Ina. Ja, so das war sehr interessant. I'm gonna keep. We're gonna stick to English, because English is also gonna be in our next panel. And Bill Gates said something that we definitely have to take on for the next panel, because he said, if one country does it alone, we'll never get to it. So we do have to talk about cooperation, and we do have to talk about the fact that obviously we need to stick together and make a plan together, and that obviously is very true for Europe. Your next panel is going to be really interesting, because I know that a few months ago there was a lot of talk in Germany about what is actually the vision for the business model of this country. And how will this, along with technology, change global value chains and change value chains for Germany and for Europe? So yeah, and we do have some players on stage who have a very good idea actually on how to make money of the situation, and that's a very positive thing. That's nothing negative at all. And they have an idea on how to bring the digital sovereignty of Germany and the rest of Europe together, and I'm very happy that we're going to discuss that. Yes. Yeah. And I think you're almost ready. Yes, to call definitely. And we have also, like with that panel, obviously we have international guests, which I'm super stoked about, that we're actually going to discuss that not just between us, but on a more European level, because again, we have been talking about Europe for the past day and a half almost, and we need to talk about the fact that we also need to learn from each other, you know, like what has happened in a different country, what has worked, what didn't work. And and I know that we're going to learn a little bit more about it now. Good luck. Thank you. We'll enjoy. Thank you. As Isabel already said, we're going to talk about the new industrial vision for Europe, and we call it from frontier technology to strategic autonomy. So we're going to pick up the talk that we had earlier today, and we're going to bring it to a more European level. And I'm happy that we have the Minister of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania here, Lukas Savickas. Welcome. Well, dear ladies and gentlemen, partners and friends, I was just speaking to the colleague on my side that to take the stage after Bill Gates, it seems that the most reasonable thing I can do is try not to trip over by entering the stage.
So hopefully the beginning of the speech is going well already. And I'm going to try to pick this up from this moment on. And as introduced, I am a Minister of Economy and Innovation from Lithuania, and I have the pleasure to represent a country which has repeatedly shown that it can do more than just survive those uncertain times that we have been continuing to talk about during this conference yesterday and today. And this country can grow through it. And today we face the world where all the old rules of our economic engagement are shifting. In this context, I'm very happy to say that Lithuania is offering something which is quite rare. It is offering speed, it is offering reliability, and offering strategic clarity. And over the last 3 decades, I'm very happy to say that Lithuania has emerged as a country defined not by crisis, but how it responds to those crises. And after reclaiming our independence, as you all know, in the 1990s, we have rebuilt our economic model. And we did that not through protectionism, but we did that through openness, reform, and innovation. And each disruption since then, whether that was financial, geopolitical, or health-related, it has become a catalyst for transformation. Therefore, I'm very happy to use this stage today to really work on our guiding principle. And I think it is very applicable to all of us around the world, and especially in Europe. So when the world is shaking, we have to adapt and we have to innovate. And I want to prove this point by sharing 3 little moments when Lithuania turned a global shock into a long-term strength, and hopefully that will be an exciting insight for us during the panel discussion. So first of all, you all know this very well. In 2008, when financial crisis hit, it hit our global markets hard. In many countries, banks retrenched, innovation has stalled. But in Lithuania, we took a different path. We used this moment and we chose to build. We created a regulatory sandbox for fintech innovations, we simplified licensing procedures, and invested in digital infrastructure. Because of that strategic foresight, it turned us into one of the EU top destinations for fintech licensing. Today, over 250 fintech companies are located in Lithuania and call Lithuania home, and also that includes Revolut's European headquarters. And I think our success in this space demonstrates the ability to act fast, collaborate with private sector, and of course position ourselves ahead of that curve, very actual to today's. Secondly, COVID pandemic has tested our nation's resilience, and Lithuania's life sciences sector has passed with distinction. Thanks to the 2 decades of steady investment, when the pandemic hit, our biotech sector has grew almost 90% in 1 year. And now this helps us as a country to see this as a next potential to have a bold vision of 5% of GDP from life sciences by 2030. And thirdly, Russia's war in Ukraine has reshaped our continent, and Lithuania responded not with fear, but with resolve. We have decided to increase our spending to defense between 5 and 6% of GDP. We have launched our national initiative with multi-million national defense industry acceleration plan. And we are building domestic capabilities in drone technology, dual-use technology, secure communications, AI-driven defense solutions. But not only that. More importantly, it allowed us to collaborate with such defense industry giants as Rheinmetall to build artillery shell factory in Lithuania. And this is something which is happening in the region, in our region. In the next 2 to 3 years, we will see, to my understanding, a new European defense industry ecosystem taking shape. And of course, all those 3 years have shown us that if you boil it down, those 30 years of our experience, you would see that when the world shakes, you don't have to panic and you have to innovate. It is now for Europe, to my understanding, to take action about this new reality of global instability. And you all know it, and we discussed it yesterday and today. From US and China tech rivalry, to Russia's war in Ukraine, to Middle East tensions, to US tariffs. All of those are the new reality. And in this reality, we in Lithuania are doing the same as before. Next week, the Parliament will be voting on a bill which we put forward, which cuts red tape and reduces procedures 10 times, not 10%. This is something which we believe is critical. If you want to build something, you have to be able to build it not in 3 years from today, but in 3 months from today. That is something which is critical for Lithuania. That is something which is critical for Germany and Europe.
So we are doing so, and we believe that the world in this instability needs a reliable partner with fast and simple procedures. That is something we see that in the future, we all have to focus on our high value-added production, manufacturing, semiconductors, artificial intelligence, and you have to do it focusing your response accordingly. Therefore, when you think about Europe, once had unmatched industrial capacity, and we still have that muscle memory that still is within us. Therefore, we need to now move our strategic focus and determination and move from global instability into European strategic autonomy. Thank you. I look forward to a discussion on what exactly is the solution in the discussion following. Thank you. So we're going to open up the round to Daniel Schall. He's CEO of Black Semiconductors, Heike Freund, Chief Operating Officer of Marvel Fusion, and Irene Rommelhoff, she's Executive Vice President of Equinor. Welcome. I'm not quite sure if you noticed, but when you said you want to build something in 3 months, but in 3 years, there was like a movement somewhere. Everyone here, it was just like, how on earth do you manage to do that? Well, this is something which we as a team have been in the first months of our office. We've been a little bit afraid to speak about this out loud, but after 6 months, things are now in the final stages of the bill being discussed, and hopefully the Parliament will be voting on it for the first time tomorrow, and on Monday next week for a final vote. So if this passes through, we will have something which we call an investment highway. And that means if you are a company in defense field, if you're a company as a strategic investment of a size or working in one of our free economic zones, that is exactly what you get. Because something which we realize that in this world of instability, time is most precious. So that means everything has to be put in line just as quickly as possible with a clear focus that this institutions are determined to make sure that those investments are not going somewhere outside Europe. They have to go to Europe because this is the place for it. So this is not an option for us to discuss. This is something we have to get done. What about everyone who says like, yeah, but we need to check it first and we need to make, I don't know, like we need to gather data to make sure that all our decisions are on point and we need to make sure that it's insured enough and whatever. What are you doing with those people in between? So we are saying this is exactly what you need to do in those 3 months. This is exactly what you need to do. So you're still doing it, you're just doing it much faster. So for a company like Marvel Fusion, that must sound like, I don't know, like Christmas. Yeah, I guess you need to translate those 3 months always to the relevant technology, right? And maybe 3 months in software is 3 years in deep tech hardware. But I fully agree with you. Like, speed is important, and especially here in Europe, I think we can become a lot faster, and we should work on these things. And that is when it comes to regulation, that is when it comes to funding, that is when it comes to partnerships. And I think if we handle those right, then we can really build the next deep tech champions here in Europe. But everyone, every time someone says we have to, it means we not, you know, because that's something we need to work on. So if you think about the situation, especially when you look to Lithuania, and you've been very active in Germany for the past years because your company, Marvel Fusion, is working on a technology that actually now also has been very noticed by the new government as one of the key features that we could have in Germany. Do you feel like that's still a good place for you to grow a company like yours, Germany? Because we do not have that speed right now. Actually, it's not only been the new government, but also Bill Gates just said here on stage that fusion energy will be the cheapest energy on this planet. So I think we all should have the ambition to build fusion companies here in Germany. And with regards to the new government, I really like the ambition of the new government that in the coalition contract, they want to build the first fusion reactor globally in Germany. And I think it always starts with having the right ambition, right? And that's the ambition, I think, that was missing in Germany and Europe for a long time, like really saying, hey, we want to be the first and we want to be the leader in something, and we're still the third biggest economy globally, so we should also
say we want to be the first in building a fusion reactor. So I think it always starts with the ambition, and the ambition is right, and it's not only saying in the coalition contract we want to have the first fusion reactor, but it's also saying we want to put a regulation in place, not regulating fusion like fission, which is super important. We want to put milestone-based funding in place. All of that is perfect. I think on the ambition level, now it really comes down on like putting that into really concrete plans and programs and so on, and that's something we are working on with the government right now, and I think that's where the truth really will come out, whether we are able to transform this ambition into action. We are ready, the companies here in Germany are ready, and I think now we all need to work together to make it happen. So how confident are you? Because the thing is like, especially like the point that you're describing right now, that's the point where, sorry to say, we usually, in Germany, not usually, that's not true, but sometimes fail, you know? That's a point where we have a great vision and then, oh, are we trying to build an airport, you know? That takes forever. I'm from Cologne, we tried to build an opera for years, but that's a whole different story. But you know what I mean? Like this aside, when it comes down to actually operating, it's not working. So are you confident that those visions are actually coming true? So I think it's also important to note that there is a lot of things we need to do. So this will not come by just saying we want to have the first fusion reactor in Germany and then the first fusion reactor will be here, right? If I look at one example of funding, of the global private funding that has been invested in private fusion companies, less than 4% globally has been invested within the EU. And that cannot be our fair share. I would love to see 20%, 30% of global capital coming into the EU, right? So that's a topic that needs to be addressed. And if we don't close that funding gap, especially when it comes to scale-up rounds, we won't be able to achieve this. Second thing is partnerships. I think especially here in Germany, we still think very monolithically about like there is academia, there's startups, there's politics, there is industry or big industry, and we need to collaborate a lot more between those sectors to make it happen. And then there's the whole topic of regulation. And I think if we don't fix those points, then we won't be able to achieve that ambition. But I have never been as confident as today that we will be able. No, because I think the stars never aligned so nicely of like Ursula von der Leyen saying in Davos, fusion is a topic where Europe needs to be leading. Now the government having it in the coalition contract. So I would say the time has never been as good as now, but we now also need to translate it into action. Mm-hmm. Does it go for, please? Does it go for black semiconductor as well? Because semiconductors did have, like the stars aligned for semiconductors very well at some stage last year. And now this year, it doesn't look so good for some companies. And some of the ambitions that we had for Europe and Germany have not gone through. What is your view on this? Faster is better, that's clear. And I remember somebody saying, if you think you have it under control, you're not moving fast enough. So that 3 month thing here is really critical. And data is very important, but sometimes you have to live with only a reduced amount of data and draw your conclusion and then move on. And rather make sure that, and that's where a lot of my work goes, make sure you enable the organization to make the right decisions among all these micro decisions that everybody can take all the time, that they mostly align. They're not all correct, but they mostly align. So overall, it accumulates to huge progress over time. And if you want to change a relatively complex system, like a data center, especially a large data center, then it's very clear that it's not a one thing, one day it will be there, and then you switch it on, and it's a progression, and that's the interaction that has to happen in the industry. And this is where we are actually benefiting dramatically from the developments, because we have a new technology, we are independent from what happens today. We have a fresh idea, and we start from there. But you have made, someone else would say, a brave decision, because we just spoken about deep tech. I mean, like, it was always, I mean, I remember, I don't know, 2-3 years ago, always been said, like, oh, software is easy, software gets money, but deep tech, you know, deep tech is difficult, and deep tech doesn't get enough money, and, you know, and then we had the semiconductor crisis that obviously gave you a push, but
On the question of are we actually going to solve the sovereignty problem of Europe on that case, I'm not quite sure right now if we have a good stand. You know, our public funded project is called BRAVE. I don't think it was a brave decision. It was, from an engineering perspective, it was a necessity and it was an opportunity. So this goes over a long, long time. So the research for what we do started in 2006. Funded basically entirely by German and European funding programs. It's a European material. We work with one layer of carbon atoms, which is a new thing in the semiconductor industry, and that's why we start from a fresh field, because this is new material, new opportunities, and that's actually what went very, very well in the European research ecosystem, because they kept on funding this. There was a lot of money over a long time. And this was the key, a lot of money and a 10-year duration, so that you can develop that ecosystem that somebody can then build on and commercialize. So I think this is the advantage that we have. We don't copy existing technology, which is very, very capital intensive. But we take something new that solves an existing problem that could not be, from a physics perspective, could not be solved with the existing technology. Even if you want, you can't solve it. You take our technology or it won't be solved. So this is and it took a while to identify exactly that point where you say, okay, this is why we will win, and this is very clear. So you were Europe's new NVIDIA? Say again? Are you Europe's new NVIDIA? No. We help NVIDIA and AMD and the others to perform even better. Okay, but from a money perspective, you could be the next new tech company of Europe. We're working on it. Certainly, that's the ambition. Is, of course, you have to be aware of what money is actually good for. And money is the energy that flows through that organization, that helps creating that possibility. In the end, it's everybody that can use different software services on their phones, because in the background that whole machine is working much better. So this is the benefit to the society, and we don't waste terawatt hours for energy in energy, because we need per data center one nuclear power plant, but all of a sudden we need maybe a tenth of a nuclear power plant. And we all know, like, power, especially in the digitalized AI world, is very, very important. Where we come to you at Equinor. Equinor has actually been described in the media as being brave lately, because you have made the decision to move away from oil and go more into renewables. Why did you make that decision? Was it clearly because, was it just because it's obviously better for the world? But was it also the idea that we need the sovereignty in Europe? What made you make that decision? Well, I think the decision that was made back in 2013-14, it was in the run-up to Paris, and we also saw at the same time that the cost of alternative energy sources like solar and wind were coming down very, very rapidly. And we recognize that as an oil and gas company, we've been part of the problem, but we also have a lot of competence, so we can be part of the solution. So we decided to develop a new strategy, and that was based on our existing competence, using it in new areas. So we are the largest offshore oil and gas operator in the world. Offshore wind made a lot of sense, so we're one of the leading companies in offshore wind these days. We had 30 years of experience from storing CO2. We have a lot of gas processing plants, so CCS, hydrogen, blue hydrogen development was also a very natural part of our competence and capacity set. So we saw opportunities, and we went after them with old, competence. So it always sounds so obvious to say, like, there was an opportunity and we went after it, but a lot of times it doesn't really work. Where were problems that you've seen along your way that needed to be addressed when actually changing a strategy to something that you feel like it's more for the future?
Well, the huge dilemma we're facing every day is that the margins within the renewable business have been very tiny, and they've been negative, I would argue, for a time. And it's really hard to find good commercial opportunities within that space right now. Basically, every renewable technology needs some kind of subsidies, and that subsidy missing money gap has increased with the inflation, whereas oil and gas business is thriving really, really well these days. So how do we balance our capital distribution between investing in new technologies that are very marginal at best versus continuing to invest in oil and gas that clearly the world needs? And after the Russian invasion in Ukraine, we overnight became the biggest supplier of energy to Europe, and that's a big responsibility, and we need to maintain that production because there's obvious that Europe and the rest of the world needs it. When the finances so obviously are against that strategy right now, I have to say, how do you explain that you stick to it? How do you explain it to your employees, to investors, to other companies? Why are you still sticking to that strategy? Because you could just say, like, I'll move back. Because that's what the US did, right? The US just said, we're over it. We have seen in France a movement against it. Like, why are you still sticking to it, and how do you explain it? We are sticking to the strategy, but we have redefined the pace of the different elements in the strategy, acknowledging that the energy transition is going to come later than we anticipated. So our ambition was to spend in 2030 50% of our investments in new technology or clean technologies and 50% in oil and gas. We see now that the opportunity set is just too limited for that to happen. So unfortunately, and I say that from the depth of my heart, we had to delay the energy transition elements of our strategy somewhat, but we're on it and we're going to get there. But it does take longer because it does require more subsidies, and I can be open about that, from governments to go through this transition. Mm-hmm. You wanted to add something? If I may, I think something which always helps to relate how important it is to stick to your strategies. It's something when you have no option but to stick to your strategy. So Lithuania, as a country, we had this situation of energy dependency on Russia, and we had the strategic decision to cut all the ties as possible. And in terms of electricity, we had to move into the only source we had, and that was renewables. So last year, we produced 70% of what our electricity needs are just from renewables, and we are on a strategic path within the next 3 to 4 years to reach 100% coming from renewables, matching our national electricity needs. And that is something which still has a lot of challenges, both price and balancing and many, many other aspects. But I think from this perspective, what we do, we invest into technology first. We are one of a few solar panel manufacturers still present, and we're working with large-scale contributors and partners who are going to look into our offshore wind park as well. So I think this is something as an interesting example on which you can rely on to say, in this challenging time, and competitiveness is the central issue, how can you still maintain that strategy? Mm-hmm. No, I'm very happy to be on stage here with the minister from Lithuania, because Equinor has played an important role in the energy transition, I guess, or the energy diversification of Lithuania. Because I think if you want a strategic autonomy, you need to make sure you have your own energy through renewables, but you also need to have a backup and diversity. So I guess back in 2014, you inaugurated, I guess, the first LNG terminal, and you called it Independence, which I thought was really appropriate. And we delivered the first LNG cargo, and we've since been really good cooperation partners. And the importance of gas in the energy transition cannot be underestimated. And I think we see the recognition of that also in Germany. You can only have a certain amount of saturation of renewables before you need to have backup capacities. Batteries can maybe cover hourly swings, but if you need to go beyond hourly intermittency, you need either coal-fired power plants or gas-fired power plants. And I think
if you are to choose, I think we all would choose gas because it reduces emissions with 50%. And lately we made an investment decision on CCGT with carbon capture and storage, which actually makes the perfect companion to renewables. So, when you have decided to make that decision to, I mean, for Germany, like just imagine the new coalition would say, like, we're going to go 100% into renewables. What would happen? Like in this room, you all would be scared because we're not quite sure if the electricity would be stable enough, would be cheap enough, whatever. How did you explain to the companies of Lithuania that this strategy would work? Well, this is something which I really like to share as a story because it's a collaboration with the private sector. Because our private sector is the one which is engaging us with that technology. We have a large company, which is European company now, not only producing solar panels, not only for Lithuania, but also we have facilities in other European countries. So we're one of those few countries which are actually fully in the strategy, not only as a public sector strategy, but also private company engaging in it and engaging with that technology, developing it and manufacturing it and providing it as a service. So I think this is something where there's a lot of collaboration as well, but at the same time, it is a strategy which came out of a necessity. Because what was the only other option is to depend on energy source coming from someone who can manipulate politically. And that was something which is even worse in terms of stability. So I think our businesses are the ones who realize that this is a strategy of necessity. This is a strategy of technological development. This is a strategy which provides our technological opportunities to develop, innovate, and provide those not only for your Lithuanian market, for a global and European market as well. And I think this is where a lot of synergies happen. And of course, there are still many, many challenges. I think I speak to my colleague, Minister of Energy, daily, and the main issue is now to make sure that we get the balancing right. Because it's on the daily picture, when we're going to have a lot of sun and a lot of wind, then some days will be excellent. But other days, when there's so many clouds and there's no wind, then there will be a lot of challenges. We'll be there to help you out. Yes. And especially when we're talking to big tech companies who are looking at data center locations in Lithuania. So then, that is also a little bit of an issue on us on how to work it out. But I think we are on a good path, and so far we have found all the necessary solutions. I'm sure we'll find it as well. So there are solutions. Yeah, I think reflecting on the discussion, it really shows how energy is a key part of sovereignty in Europe, and we need to be able to provide Europe with energy. And if I look at like this missing part in the energy mix, then that's fusion energy, because fusion energy, it's CO2 free, it's safe, it's reliable, but it's also bandwidth. So you can run it 24/7, you can run it exactly where you have the data centers or also where you have the big industrial locations. And if I look at Germany, we are an industrial location, but our industrial locations are often not at the place where we currently can produce the energy. And having fusion or renewable energies and having fusion energy right next to a chemical plant, right next to a steel plant, would really relieve all the pressure we have on the grid right now. And for me, that's really the missing part in the energy system in combination with the renewables. So renewables plus fusion energy could really be the key towards energy sovereignty for Europe and the key to keeping the industrial base of Germany, what I believe is like the basis of our prosperity, wealth, peace, and so on. Nevertheless, there is no fusion energy yet, and it will still take some time until we actually get there. So right now, we feel like it will be a good solutions for the future, but there is no solution yet. So what we do need is a lot long-term thinking and a lot of long-term commitment towards those kind of energy ideas and solutions. Right now we have some sort of commitment. But do you feel confident that this commitment actually goes on past this legislation? Because we've seen what happens when someone like Trump comes into power, then that can change all along. Maybe just commenting on the timeline of fusion. That is always obviously the big elephant in the room, right? But I think right now there has to really been a paradigm shift if we look at fusion. Especially laser fusion has demonstrated energy gain in December of 2022 in a national lab in the US. So we have
demonstrated in laser fusion that it is possible to produce energy. Now it's about commercializing this and bringing this to scale and into power plants. And if I look at recent studies, then there is a study from the Fusion Industry Association amongst companies and experts that where 70% of them believe to see fusion power plants on the grid in the next 10 years. And I think if there's a possibility for technology with like 70% to be there in the next 10 years, then Germany needs to have the ambition to be there. And on your question, yes, can a new government change something in 4 years? Yes, of course they can, but and I think it's like we need to do everything we can right now. We've been talking about speed and the 3 months and so on, to put everything in place to really get Germany up and running there. And even talking about Trump, even though he said like trill, baby, trill and oil, he didn't cut the budget for fusion energy. And the new head of the Secretary of Energy in the US also pointed out how important fusion energy will be for the US. So even someone like the new administration in the US didn't change the support for fusion energy. Well, we're going to kind of hope that we're never going to get a government in Germany similar to Trump. So and we hope this is just a very this future discussion that's never going to happen. Anyway, what I wanted to ask is like Black Semiconductor, you want to grow. You actually, what I find interesting is like you're just going to say like we're probably not going to need that much energy consumption because we're just going to bring it down, which is a good point. But what does it take you? And we need companies like yours in Germany to be on going back to strategic autonomy. What hinders you to scale up even more here in Europe right now? First of all, let's talk about the advantages here. We have the advantage that we have a very strong research basis, which is exactly what made that entire development possible. So without the research, it would never have happened. And the research was, like I said, 10 years, and it was 1 billion. So it was a lot of money focused on a very specific new material system. That was actually worth a Nobel Prize, that material system. Okay, so number one, this is where we come from. Now, what do we need as a next step is help funds to allocate large amount of capital in a comparably risky stage. That's exactly the trick that is for Marvel Fusion very important, and this is for us important, for others that, for example, building rockets or what is very comparable. You need a lot of capital to solve a technical problem, and you only know if it works if it's working. You have, of course, a certain evidence that it actually should work, and that's why you can raise the capital and justify and say, okay, look, there's a certain risk, but hey, it should work. And this is where I think regulatory boundaries can be removed so that more capital can be allocated into such high risk. Okay, just before we come to you, just one question. It's like, because you just make sure regulatory, you mentioned regulatory issues. Where do you want the money to come from? Public investors, private European investors, private American investors, private Chinese investors? I mean, it's different. Sure. I think pension funds should be really enabled to allocate more of their funds to... The European pension funds? For example, yes. Mm-hmm. And that, if that flows into an investment ecosystem, and that's exactly... These are the people that know how to do due diligence on these opportunities and find out the ones that have a good chance to survive. Mm-hmm. And on top of that, the German taxpayer should really spend money on these opportunities every single year. Imagine how Google started, and in Meta and so on. If we do that frequently enough, it's just a number of scale. And if we as a taxpayer spend enough money and make enough of these opportunities happen, chances that something big will emerge is really, really realistic. Mm-hmm. No, it's just, we all need funding, we all need capital, but I think what we see is that we're trying to develop new value chains. And that's very important, that there are value chains. And where we have succeeded is where we have someone taking an architect role, making sure that the whole value chain is coordinated and funded
There's a lot of chicken and egg situations. Do you build the EV infrastructure, charging stations before you force the car manufacturers to develop the cars? And in the CCS business, do you fund the emitters to capture their CO2 before you have a storage, or before you have the onshore infrastructure, or you have the shipping available? So having someone taking that architect role is where we have succeeded. We've invested in 2 full-scale CCS projects, and the one where the Norwegian government took that coordinating role, and another one in the UK. Where we struggle is when we come to EU, because is it EU or is it the local, countries who's going to play that role? And we struggle to see who steps up and actually takes that role. I wanted to comment on the funding point that you just made. I've recently seen a graph that showed the 10 most valuable companies of Germany, where SAP is the youngest one, 52 years old. 10 most valuable companies of the US have all been founded afterwards. And they're not only software, right? There's software, there's hardware, there's everything. And 9 of these 10 are VC-backed. And where's the VC money coming from in the US? A big portion of that is pension funds, is endowments, and so on. So there is if you look at that, there is a real issue. If we say we have the ambition to build big companies here, if we say we have the ambition to build deep tech companies, then we need to solve this funding topic, otherwise that's not going to happen. And I think the second point, if you also look then again at all of these successful companies in the US, a lot of them had initial funding from APA-E, DARPA, APA-H, and so on. Now we have the Agency for Disruptive Innovation in Germany, Sprint, which I think is an important first step to get there as well. But if I look at the budget of Sprint compared to the budget of these US agencies, then the budget of Sprint currently is, I think, 200 million per year, and combined budget of them is 10 billion. So we have a factor of 20 in between. So I think we need to solve these 2 things. First, get bigger VC funds here in Europe to also enable VC-backed funding for companies, and then, give bigger budgets to these agencies like Sprint, who are doing an amazing work. Well, how about your pension funds? That is something which I really wanted to comment on that as well. I have to agree with everybody else who mentioned this issue, and I think this is one of the critical missing elements for us as a continent, as a European Union, to have that access of capital to the technological advancing companies. And I think something which I think we miss to carry that message, it works in 2 ways. One, we have to do institutional setup as convenient as possible for those institutional investors to come in and be accessible to our companies. We're doing everything possible at national level. There's also a bill in Parliament to be voted by Monday next week, but this is just a national thing. But generally and strategically thinking, it is of really critical importance for us to have that funding available here, and you have to carry a message. Because when you look at startup technological young companies now in Europe, in Lithuania, in other European countries, we see this massive potential. We have deep tech companies like that evolving with new technological advancement. We want to make sure that these companies continue to work here, but not take a leapfrog across the Atlantic to the other side, right? This is of our importance, and a critical answer of that is pension funds and other capital investments. But before I come to you, because I also want to mention, I mean, you're in and out of Brussels often, I guess, or often enough anyway. So seriously, that problem has been out there for a while. Yeah. What makes you certain that we actually get to solve it? I'm not certain at the moment. I have to admit, I am not certain. But one thing I see happening at the moment, I see that alignment that others talked about between what is happening in the European Commission, what is happening at national governments. We're happy to say there's a presidency of European Council coming up as well, and the current Polish one, and the leadership of Germany. I see a lot of alignment and competitiveness with a clear understanding of what needs to be done is getting aligned. So this is giving a very solid foundation for us not to miss this step, but it's critical not to miss it. And implementation, especially in Brussels, has always been a problem. We always had good strategies. We always had good paperwork done, but the issue of implementation has always been a key, critical one, and now we have a good moment in time to make sure that we don't miss this opportunity. Mm-hmm.
Well, I see we're running out of time, and I could talk for hours about funding, but my pet peeve is the innovation fund. It never gives enough money. It gives a little bit of money, it sprinkles it here and there to keep people happy, but it never gives deep enough funding to actually get projects over the finishing line. So, yeah. Okay, last question, because we're out of time. Do you feel like this is because there is not enough money, or do you feel like because there is not enough strong belief into that certain area, whatever technology it is? I don't think it's coordinated enough. Okay. I think, I see it from the CCS. We need concentrated customers in one area. EU is spreading it out to, different capture projects all over Europe, and they're not connected. They're not coordinated in timing or anything. And not prioritized enough. And it's just too little. And I think when you look at deep tech, we invest in a lot of venture companies as well. And there's initial funding, but the funding to scale up and commercialize it, that's the valley of death, I guess. And that's where you miss or you lose all the different companies. So, I could go on. Yeah, I know. I guess we all could. But there is a break afterwards, and we can do that or come to us and ask questions all that you want. I'm just not quite sure if you're all going to be sticking around. But I hope you do. So after this, we're going to go on a break, I guess. Break. Okay, I actually have to say something, because we've spoken about the wind yesterday. Please, there is no lunch outside, because, there is no opportunity. Please go to the Sky Lounge. The Sky Lounge you can reach through an elevator that's on the first floor. So get to the first floor first, and then there's an elevator to the Sky Lounge, and there will be lunch. And then there will be also interesting discussions during lunch. One is on the competition between China and the US. Then there is one on an expert session on Africa and critical minerals. We've spoken about that often, very, very important. And one also a topic that we touched earlier in Wasserturm, which is outside in a different building, which is on space strategy and industry. And I guess we're going to keep on talking just a little bit. Thank you very much for joining us right now, and I'll see you back after the lunch break. Thank you.
Herzlich willkommen zurück. Schön, dass wir Sie alle wieder sehen. Ja, Technologie, haben wir heute schon ein bisschen was drüber gesprochen, gestern auch. Warum? Weil wir natürlich in Deutschland wahnsinnig viel wetten tatsächlich auf neue Technologien, weil wir wissen, nur mit neuen Technologien werden wir es schaffen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und deswegen geht es im nächsten Panel und im nächsten Impuls auch um Deutschland im Wettlauf um Technologieführerschaft. Und dazu freue ich mich sehr, dass aus unserem neuen Kabinett Dorothee Bär hier ist, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und wir freuen uns auf Ihren Impuls und danach auf das Panel. Herzlich willkommen. Ja, gerne. Ja, vielen herzlichen Dank für die netten Worte, für die freundliche Anmoderation und vor allem natürlich herzlichen Dank für die Einladung, als ich gerade zu Herrn Leibinger gesagt habe, aha, man kehrt ja immer wieder da zurück, was man hier auch schon alles erlebt hat. Auf diesem Gelände ist mir natürlich sofort die Unterzeichnung unseres Koalitionsvertrags eingefallen, aber Herr Leibinger hat gesagt, sorry, hat der Kanzler gestern schon gesagt, war nicht abgesprochen, aber genauso fühlt man sich. Und heute sind es ja in der Tat genau 49 Tage, seitdem diese Bundesregierung im Amt ist. Und deswegen war es mir auch eine besondere Freude, mit Erlaubnis des Chefs des Bundeskanzleramts auch direkt nach der Regierungserklärung des Bundeskanzlers aufzuspringen, um zu Ihnen zu kommen. Das heißt, jedwede Kritik jetzt an meinem Rausrennen aus dem Plenum ist hoffentlich dann durch Sie auch verteidigt im Nachgang, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, heute hier, lieber Herr Leibinger, liebe Frau Gönner, liebe Podiumsgäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, sein zu dürfen, weil die Themen einfach so wichtig sind und weil ich schon die Hoffnung, das Gefühl, aber auch das Wissen aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten habe, dass wir gute Partner sind, dass wir tatsächlich eins gemeinsam haben, nämlich, dass wir gemeinsam Deutschland wieder nach vorne bringen wollen. 1992 bin ich in die Junge Union eingetreten und keine Angst, das wird hier keine Selbsthilfegruppe oder kein Bekenntnis zu vergangenen Zeiten. Ich erwähne es deswegen, weil 1992, als ich mit 14 Jahren beschlossen habe, mich politisch einmischen zu wollen, hat in den Vereinigten Staaten ein Mann die Präsidentschaftswahl gewonnen mit dem Slogan "It's the economy stupid" und es war damals Bill Clinton und es war ein Spruch, den wir als JUler natürlich ganz cool fanden, flapsig fanden und dann hat der auch noch dazu geführt, dass man so eine Wahl auch gewinnen kann. Also damals eine ungewöhnliche Sache und ich habe, als ich in diesem Jahr Bundesforschungsministerin wurde, ist es ja immer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die meisten von Ihnen sind ja in der gleichen Situation, dass ab und zu mal was über einen geschrieben wird. Am spannendsten sind ja immer so Berichte, wenn man Porträts über sich liest. Man lernt immer sehr viel über sich selber. Und da gab es dann in ganz vielen Porträts in den ersten Wochen jetzt auch Stimmen, oh, sehr kritisch, wie kann jemand Bundesforschungsministerin werden, die so wirtschaftsfreundlich ist, viel zu wirtschaftsfreundlich, das ist ganz schlecht für die Wissenschaft. Ich weiß ehrlicherweise nicht, also manchmal zieht man sich die Schuhe an, manchmal nicht, ich habe die Kritik ehrlicherweise nie so ganz verstanden, weil ich das noch nie verstanden habe, warum so ehrenrührig sein soll, mit guten Ideen auch Geld verdienen zu wollen. Neben allem anderen, was es noch an positiven Nebeneffekten gibt. Und deswegen, ohne dann nochmal Bill Clinton zitieren zu wollen, weil ich vielleicht eine andere Sprache bevorzugen würde, aber den Inhalt teile ich natürlich voll und ganz. Was wünschen sich die Menschen in Deutschland? Dass wir wieder Mut haben, dass wir wieder Fuß fassen, dass es vorangeht mit der Wirtschaft. Und dass es halt nicht funktioniert, haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, wenn man meint, dass man sich auf dem Wohlstand, der hart erarbeitet ist, auch ausruhen kann. Und es wird nur dann funktionieren, wenn wir uns überlegen, worauf können wir setzen, worauf müssen wir setzen. Und da sind Sie natürlich bei mir im Haus völlig richtig bei dem Thema Technologien mit Potenzial. Und deswegen möchte ich mal mit einem dieser Themen anfangen. Warum? Weil wir gerade heute eine große Messeeröffnung haben in Deutschland, die sich ausschließlich mit dem Thema Quantentechnologien beschäftigt. Und wenn man sich nur mal die Quantentechnologien anschaut, da findet man im Quantum Technology Monitor 2024 folgende Aussage: Mit Quantentechnologien und ihren Anwendungen lassen sich bis zu $2 Billionen verdienen, alleine in den nächsten 10 Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das in der Pharmabranche ist, in der Finanzbranche, in der Mobilitätsbranche, also ein gigantisches Wertschöpfungspotenzial.
Und wir leben, und das ist auch angesprochen worden, hier bei Ihnen jetzt schon in mehreren Reden der Gäste, die Sie da hatten, in Zeiten gewaltiger geopolitischer Umbrüche. Und deswegen, wer es bislang noch nicht verstanden hat, müssen wir eben genau darauf achten, dass wir technologisch nicht zu abhängig sind. Und das gilt ganz besonders für die Schlüsseltechnologien, weil wir selbst in der Lage sein müssen, nicht nur sie zu verstehen, sondern sie dann auch weiterzuentwickeln und auch herzustellen. Weil, und da bin ich wieder am Anfang, wie wollen wir sonst unseren Wohlstand erhalten? Wie wollen wir auch unsere Art zu leben schützen? Wie wollen wir sie verteidigen? Ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch dankenswerterweise mit der BDI-Hauptgeschäftsführerin erleben dürfen. Wir waren mit dem Bundespräsidenten ein paar Tage in Japan unterwegs. Und da tut es schon gut, wenn man sieht, dass es auch andere Länder auf der Welt gibt. Da bin ich eben beim Thema, unsere Art zu leben, zu schützen, zu verteidigen, dass es nicht nur Partner gibt innerhalb der Europäischen Union, sondern dass es wirklich in diesen Zeiten dieses geopolitischen Umbruchs auch auf der anderen Seite von der Welt große Unterstützung gibt. Ich komme da nachher noch dazu. Das heißt, verkürzt kann man sagen, wer wirklich an unsere Freiheit glaubt, wer sie erhalten will, wer auch unsere Demokratie erhalten möchte, der braucht eine eigene Stärke und vor allem braucht er die in den Schlüsseltechnologien. Das heißt, wir wollen den Forschergeist neu entfesseln, weil unser Land extrem viel Potenzial hat, in unseren Unternehmen, in unseren KMUs, in den Start-ups. Und Sie haben gesehen, was die Bundesregierung beschlossen hat, gleich als eine der ersten Maßnahmen, dass wir die Forschungszulage verbessern wollen. Es soll auch eine Gemeinkostenpauschale geben. Und dazu kommt dann unser exzellentes Wissenschaftssystem. Das müssen wir noch mal viel stärker pflegen. Aber gleichzeitig geht es eben auch darum, dass die Erkenntnisse, die wir da sind, noch besser verwerten müssen. Und ja, wir brauchen eine starke Grundlagenforschung. Das ist selbstverständlich. Aber den Transfer müssen wir natürlich schon beschleunigen und auch vereinfachen und auch eine Lust dazu machen, dass ich auch tatsächlich diesen Transfer möchte. Wie heißt es auf Neudeutsch so schön? From Lab to Life. Und genau das ist der Ansatz, den wir auch verfolgen mit unserer Politik. Aber auch weniger drüber reden, sondern einfach mal machen. Weil wir sehen schon auch viel Skepsis, gerade auch gegenüber der Wissenschaft. Und das lassen Sie mich politisch schon noch sagen. Wir haben seit einigen Jahren eben auch viele Abgeordnete und auch eine Fraktion ganz besonders auch im Deutschen Bundestag, die eben mit Wissenschaft nicht so wahnsinnig viel anfangen kann und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auch nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder sehen kann, Forschung kommt uns allen zugute, ganz konkret im Alltag. Und da gibt es ein ganz großes Lieblingsthema von mir auch. Warum? Weil es jede Einzelne und jeden Einzelnen auch betrifft in unserer Gesellschaft. Und das ist in der Gesundheitsforschung einfach der Fall, weil sie Fortschritte für Millionen von Menschen bringt, weil sie Krankheiten verhindern kann, denjenigen, die schon erkrankt sind, das Leben erleichtern kann oder eben auch Leben retten kann. Und wir können damit auch auf internationalen Märkten wirklich punkten und deswegen liegt mir die Gesundheitsforschung so am Herzen. Und deswegen habe ich auch gleich von Beginn an versucht, nachdem ich schon die Erfahrung auch hatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was es in einem Land bedeutet, wenn man zu sehr in Silos denkt. Ich durfte ja 4 Jahre im Verkehrsministerium arbeiten als Staatssekretärin. Ich war 4 Jahre im Bundeskanzleramt und hatte in beiden Häusern schon immer auch so Verwendungen, einmal für die Logistik, einmal für die Digitalisierung, zu versuchen, auch in der Bundesregierung eine gemeinsame Arbeit hinzubekommen. Und ich spreche es deswegen so besonders an, weil ich mir das auch beim Amtsantritt wirklich vorgenommen habe, auch die Häuser, natürlich nicht von außen und nicht gewaltsam aufzubrechen, aber doch eine Lust auf dieses Aufbrechen dahin hinzubekommen, dass wir noch mehr auch miteinander arbeiten und noch mehr auch miteinander die Projekte gemeinsam voranbringen. Und bei der Gesundheitsforschung war es mir deswegen von Tag 1 an auch wichtig, mit der Bundesgesundheitsministerin gemeinsam, ob das jetzt bei MECFS ist, bei Post-Covid oder bei allen anderen Fragestellungen, beispielsweise, wo auch sehr viel Geld noch zu verdienen ist, für diejenigen, die noch Ideen brauchen, ist bei der Frauengesundheit. Da sind wir sehr stark hinten dran. Also für diejenigen, die noch nicht intrinsisch motiviert sind, das ist auch ein großer Markt. Was tun wir konkret? Welche Projekte gehen wir an? Und da möchte ich mal zentrale Punkte nennen und auch da ein Aufbrechen von Silos vielleicht voranstellen, nämlich die Hightech-Agenda. Die Hightech-Agenda ist adressiert im Koalitionsvertrag und wie geht es jetzt mit der weiter? Was haben wir gemacht? In unserem Ministerium, da gibt es ein Technology Monitoring Dashboard.
Das ist ein schrecklicher Begriff. Ich war vor 20 Jahren im Kulturausschuss die Berichterstatterin für den Schutz der deutschen Sprache. Trotzdem heißt der jetzt so. Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das? Also wir wollen die Daten zu den einzelnen Schlüsseltechnologien, die wir auch identifiziert haben, zusammenfassen, auswerten, damit wir auch sehen können, wo wir stehen. Wir selber aber auch verglichen mit anderen Forschungsnationen. Bei der medizinischen Biotechnologie zum Beispiel belegt Deutschland Platz 3 bei den hochzitierten Publikationen. Schaut man auf die Patente, dann sind wir nur noch auf Platz 6. Und bei den Gründungen ebenfalls auf Platz 6. Bei den Quantentechnologien schaut es ähnlich aus. Bei der klimaneutralen Mobilität ist das Verhältnis umgekehrt. Bei den hochzitierten Publikationen schaffen wir gerade es noch ganz knapp in die Top 10. Bei den Patenten stehen wir dafür auf Platz 4. Die entscheidende Frage aber ist, reicht das? Ich glaube nicht. Deswegen müssen wir bei den Schlüsseltechnologien tatsächlich sehr stark aufholen. Und dazu dient eben die Hightech-Agenda. Konkret geht es um die künstliche Intelligenz, um Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Mobilität. Das sind jetzt erstmal die Themenfelder, mit denen wir starten. Und auch da, nur damit Sie sich mal ein Bild von der Arbeit machen können, waren jetzt die ersten Wochen geprägt, dass wir erstmal bei mir im Haus geschaut haben, weil es da natürlich auch Silos gibt mit den unterschiedlichen Abteilungen. Wie können wir einen Querschnitt schaffen? Wie können wir die unterschiedlichen Abteilungen auch zusammenbinden? Haben wir eingerichtet, haben da sehr stark und intensiv daran gearbeitet. Und da ist mein Ziel immer, einmal diejenigen mitzunehmen, die dafür zuständig sind, aber auch all diejenigen, die auch arbeiten wollen. Also das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig. Und dann natürlich die Wissenschaft mit einzubeziehen, die Länder mit einzubeziehen, die Unternehmen, die Start-ups, alle, die wollen und selbstverständlich am meisten auch unsere Parlamentarier. Und deswegen lautet da die Devise mit Top-Forschung und Top-Transfer auch letztendlich zu Top-Hightech. Und das funktioniert nur, wenn wir zugleich auf starke Partner setzen. Und damit bin ich dann beim zweiten wichtigen Punkt, nämlich der ganze Europakomplex. Wir müssen noch stärker auch wissenschaftlich europäisch denken. Der Draghi-Bericht hat uns das ganz deutlich noch mal vor Augen geführt. Wir brauchen ein starkes europäisches Forschungsrahmenprogramm. Und das ist momentan, und das begleiten Sie ja auch alle intensiv, und dafür danken wir Ihnen auch mit dem 25er Haushalt, mit dem 26er Haushalt und gleichzeitig aber auch die Finanzberatungen auf der europäischen Ebene. Das findet ja alles gleichzeitig statt. Und das eigenständige Programm, warum ist das jetzt für uns so essentiell? Weil wir es brauchen, damit Innovationen gefördert werden. Das muss aber auch schneller, agiler und effizienter sein, damit wir eben ein technologisch souveränes Europa haben. Das heißt nicht, dass wir uns abkapseln von anderen. Wie gesagt, ich habe es ja angesprochen, wir sind ja jetzt auch, um das Beispiel Japan noch mal herzunehmen, im großen Interesse der Fusion beispielsweise, wo unsere Länder schon gut zusammenarbeiten, wo aber auch sofort, wir sind Samstag früh gelandet, jetzt am Mittwoch, heute ist Dienstagmorgen, kommt der japanische Minister zum Gegenbesuch. Wir werden die Woche auch noch mal einen Letter of Intent gemeinsam unterschreiben, wo es darum geht, dass wir auch in der Raumfahrt enger zusammenarbeiten. Und jetzt der dritte und letzte Punkt. Wie bekommen wir noch mehr Exzellenz auch nach Deutschland? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt blicken besonders nach Europa. Uns alle bewegt, glaube ich, sehr stark, was in den USA passiert. Als ganz, ganz große Transatlantikerin, die auch ihren Highschool-Abschluss in Amerika machen durfte, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich irgendwann mal sage, oh, mich zieht es jetzt heuer gar nicht so hin. Natürlich ist es wichtig, wir machen es trotzdem, aber die Begeisterung, jedes Jahr mindestens 1-2 Mal in die USA zu fliegen, war wahrscheinlich schon mal größer. Deswegen tut mir das persönlich weh, aber ich glaube und hoffe sehr, auch wenn Sie es naiv finden, dass sich das auch wieder mal anders darstellen wird. Aber bis dahin fangen wir auf, was wir können. Wir machen die Türen weit auf. Wir holen die besten Köpfe aus der ganzen Welt, nicht nur aus den USA zu uns. Wir haben im Koalitionsvertrag schon vor diesen Entscheidungen ein 1000-Köpfe-Programm beschlossen. Es kann auch gerne 1000 Köpfe plus sein, weil wir jetzt schon für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt das zweitattraktivste Land sind. Das heißt, die Krise ist auch eine ganz große Chance für uns. Sie sehen, wir haben uns viel vorgenommen, wir wollen aber auch viel halten. Ich freue mich, dass das Ministerium nicht nur neu heißt, sondern die coolen Kids, da gehöre ich schon lange nicht mehr dazu, aber die lassen immer so die Vokale weg. Und wenn Sie sich BMFTR anschauen und das durch Vokale ergänzen, steht statt FTR plötzlich Future, wieder ein altklassischer fränkischer Begriff.
also de facto für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und ich habe schon gemerkt, auch beim Europäischen Rat in Brüssel neulich, dass es für Aufmerksamkeit sorgt. Das klare Bekenntnis Deutschlands zur Raumfahrt, das klare Bekenntnis auch zur ESA, die ESA zu stärken. Und wenn es nicht nur um Inhalte geht, nicht nur um, sage ich mal, Geld geht, wäre es vielleicht auch schon mal ein schönes, sichtbares Zeichen. Jeder von Ihnen hat bestimmt Kinder, Nichten, Neffen, die alle stolz mit irgendwelchen NASA-Shirts rumlaufen. Wenn Sie mal ein ESA-Shirt kaufen, sobald der Merch da ist, wäre das vielleicht auch noch. Vielen herzlichen Dank jetzt schon mal an den BDI. Vielen herzlichen Dank an den BDI, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf die anderen Impulse und auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Dankeschön. Kommen Sie gerne hin. Wir holen jetzt noch die anderen Panelisten und Panelisten dazu. Ich bitte auf die Bühne gleich Joachim Braun, den Division President von ABB Process Industry, John Galvin, Vorsitzender der Geschäftsführung von Coca-Cola Euro-Pacific Partners Deutschland, Maria Birlem, CEO von Uri Gravity und Alexandra Kohlmann, CEO von Rowe Mineralölwerke. Herzlich willkommen. Das mit dem ESA-Shirt finde ich eine gute Idee. Da freut sich auch die ESA, weil zusätzliche Einnahmen durch T-Shirts können auf jeden Fall auch nie schaden. Da sind wir nämlich schon beim Punkt, zusätzliche Einnahmen. Also, Sie haben es gerade gesagt, also Sie möchten auf jeden Fall natürlich dafür sorgen, dass die Erkenntnisse besser verwertet werden können. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Hauptproblem. Haben wir eben auch schon auf einem anderen Panel besprochen und es ist auch irgendwie eine sehr weit gediente Erkenntnis, dass wir die Forschungsergebnisse, die ohne Frage großartig sind in Deutschland, nicht umsetzen können. Wie wollen Sie das konkret angehen? Ja, es gibt ja Beispiele, also jetzt ganz neu, und ich muss immer aufpassen, ich sage es nicht, weil ich aus Bayern komme, Disclaimer, aber wenn man sich die Unternehmertum anschaut, dann gibt es ja Beispiele an der TU München, die jetzt im neuesten Ranking auch als beste Universität der gesamten Europäischen Union gewertet wurde, dass es möglich ist. Aber selbst die sagen, dass noch Luft nach oben ist. Und die kooperieren jetzt zum Beispiel auch schon mit Universitäten, was ja total crazy in Deutschland ist, in einem anderen Bundesland. Ja, also das sind ja alles so Punkte, wo man sagen kann, was kann man da noch besser machen? Oder bis 2023, um mal zu sagen, was nicht so gut lief, ist dann auch erst in Bayern geändert worden, dass man auch auf Englisch im Bachelor schon studieren darf und nicht erst im Master. Und das sind halt alles so Fragestellungen, wollen wir wirklich diese Exzellenz, wollen wir die weltweit haben? Und dann ist das ganz, ganz große Thema. Ich habe das 20 Jahre nie versprochen, weil ich immer sicher war, wir halten es eh nicht. Bürokratieabbau. Und jetzt ist es halt 11:55 und deswegen haben wir auch jetzt schon einige Vereinfachungen, auch was die Vergabe betrifft, ja beschlossen und da müssen natürlich noch viele, viele weitere Schritte folgen. Aber wenn das schon was Besonderes ist, dass Unternehmen über Ländergrenzen hinweg kooperieren, wie soll man dann die Universitäten über Ländergrenzen hinweg kooperieren, wie soll man dann die Unternehmen dazu kriegen, beziehungsweise vielleicht auch andersrum, wie kann man dann die Universitäten dazu kriegen, stärker mit Unternehmen zu kooperieren? Also da gibt es ja auch positive Beispiele, zum Beispiel bei den Universitäten, die wirklich auch mit ihrer Wissenschaft, mit den Unternehmen vor Ort besser zusammenarbeiten. Also, dass wir da noch mehr auf die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, auf die HAWs setzen. Das ist auch ein ganz, ganz großes erklärtes Ziel. Und da sind einige Bundesländer besser, einige Bundesländer schlechter. Aber ich finde immer, also mir widerstrebt es total immer diesen Kampf zwischen den Bundesländern, sondern das müssen dann auch Synergien sein. Ich bin von Anfang an, eigentlich von Tag 1 an, auch mit allen 16 Ländern im Gespräch und merke schon, dass da ein großer Wunsch ist, zusammenzuarbeiten. Und warum glaube ich, dass es funktionieren kann? Eine der ersten Amtshandlungen, die ich machen durfte, weil es nur alle 7 Jahre stattfindet, dass wir die neuen Exzellenzcluster festgelegt haben. Und es gab es so auch noch nicht, dass wir gesagt haben, wir machen das rein wissenschaftsbasiert und machen keine politischen Entscheidungen. Und auch die Universitäten, die vielleicht mal ein Cluster verloren haben, auch da haben die Landesminister gesagt, wir machen es im Einvernehmen, weil es fürs gesamte Land gut ist und wichtig ist. Und da wäre der Wunsch, das Ganze auch noch auf eine nächste Ebene zu hieven, dass es auch europäisch funktionieren kann, dass wir uns nicht zu sehr einigeln an der Stelle. Also guter Wunsch, glaube ich, da sind wir uns ja alle einig. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass gerade auf Länderebene und auch Universitäten natürlich ein sehr hohes Selbstbewusstsein dafür haben, was sie alles nicht für sich selber machen wollen. Wir sehen das bei Digitalisierung und anderen. Also es ist wirklich die Frage, wie schafft man diese Kooperation? Uri Gravity ist jetzt auch schon gar nicht mehr so neu am Markt. Man nennt es noch Start-up, aber es ist jetzt auch schon gar nicht mehr so neu am Markt.
und beschäftigt sich damit, dass man im Weltall Biotech ausprobiert, um das jetzt mal verkürzt zu sagen. Und die Frage ist ja auch tatsächlich, Sie haben mit der Charité zusammengearbeitet oder machen Sie, glaube ich, immer noch und auch mit der Goethe-Universität in Frankfurt. Was ist so Ihr Learning? Was funktioniert nicht? Maria Birlem, Juri GmbH. Genau, also wir haben das Glück, dass wir Biologie zu ISS oder in den Weltraum bringen und da auch finanziert oder unterstützt durchs DLR mit ganz vielen Universitäten und ganz tollen Wissenschaftlern zusammenarbeiten dürfen. Also Charité Berlin, Goethe-Uni in Frankfurt, aber auch TUM in München. Wir haben ganz viele Universitäten schon geflogen und arbeiten mit ihnen zusammen und sind da mit den Wissenschaftlern ein bisschen so auch am Zahn der Zeit und kriegen mit, was wir in der Forschung gut machen und auch unterstützen. Kann man natürlich auch mehr noch machen, aber wir sehen, was passiert mit den Ergebnissen, was passiert mit der Wissenschaft. Wir fliegen die super Köpfe, sage ich mal, und was passiert danach. Wir haben jetzt ein paar Projekte, wo wir tatsächlich Anwendungen fliegen aus der Wissenschaft und da müssen wir, finde ich, auch noch mal viel stärker werden. Also da ist es die Leute, die sich diese Sachen trauen, die wir dann auch fliegen, die werden zu wenig unterstützt, die haben zu wenig Budget, die haben zu wenig Speed, also die brauchen schneller mehr Geld oder einfach Ankerkunden. Und da, finde ich, muss eine Regierung, da muss Deutschland, da müssen die Länder, da muss aber vor allem ganz Europa natürlich mit der ESA da ein bisschen mehr Schwung reinkriegen. Aber wieso die Forderung eigentlich an der Stelle nach der Politik? Wieso müsste es nicht im intrinsischen Interesse der Biotech- und Pharmaindustrie in Deutschland sein, zu sagen, oh super, neues Projekt, ganz klasse, schaue ich mir an, kaufe ich mir ein, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert? Weil die es nicht wissen. Also wir sprechen mit ganz vielen Pharmafirmen und wir haben Schwierigkeiten. Zu uns sagt jeder, warum geht ihr denn nicht in Pharma? Die haben Geld, das kracht. Warum geht ihr nicht dahin? Und wir sind ja da, aber die sehen es nicht. Also ich finde, man muss es, und das hat die Frau Bär super gesagt, wir müssen schauen, dass wir crossfunktional durcharbeiten. Das heißt, wir müssen zum Beispiel einem Pharmaunternehmen eine Möglichkeit geben, Sachen auszuprobieren mit zum Beispiel bei uns in der Raumfahrt, zu sagen, hey, probiert doch mal was aus. Also da sind ganz tolle Topics und wir gehen auf die zu und wir sagen, hey, wir haben tolle Themen. Es sind ein paar Leute, die haben das und das gemacht, aber wir sind natürlich keine Pharma-Leute. Das heißt, wir können anregen und sagen, probiert doch mal was aus, lasst doch mal gucken, ob man nicht Medikamentenforschung machen kann, ob man, also der Bill Gates hat es auch angesprochen, Malaria, Diseases, Krankheiten, kann man viel machen in Space, weil Sachen schneller reagieren und schneller Ergebnisse zeigen. Und die kann man dann wieder auf der Erde anwenden. Frauengesundheit ist auch nur ein Topic, was natürlich in der Raumfahrt noch viel zu wenig gemacht wird. Ja, definitiv. Also tatsächlich, also die Bundesregierung auch wirklich mehr so als Verstärker agiert. Wenn Sie jetzt als mittelständischer Konzern bei Rofin sind zurzeit, ich habe es eben schon gelesen, Sie hatten ein neues Mineralöl, was 100% biosynthetisch ist, also eigentlich genau das, worüber wir alle immer gesprochen haben, und ganz toll. Haben Sie aber in-house gemacht, irgendwie funktioniert irgendwie sehr gut, dass Sie das irgendwie selber ohne Zutun von Universitäten entwickeln. Warum an der Stelle nicht die Hilfe von außen holen? Also bei uns muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir produzieren Schmierstoffe und Kühlmittel, auch sind hier Lösungen dran, auch für neuere Anwendungen im Bereich auch der Antriebstechnologien. Und was jetzt unser biosynthetisches Motorenöl oder die Serie, auf die Sie ansprechen, angeht, da ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich da keine Grundlagenforschung jetzt betrieben haben, sondern bei uns ist es tatsächlich immer eine sehr anwendungsorientierte Entwicklung. Und in dem Fall kam der Anlass einfach aus unserer neuen Nachhaltigkeits- und auch Klimastrategie heraus, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur auf unsere effizienten Produktionsprozesse eingehen, sondern wir wollen auch unser Produktportfolio einmal komplett spiegeln und hierfür eine nachhaltige Alternative auf nachwachsende
wachsenden Rohstoffen anbieten. Bei uns kommt tatsächlich eher dieses Prinzip, was Sie, Frau Beer, angesprochen haben, zur Anwendung, nämlich dass wir sagen, from lab to life. Wir haben unsere kompletten nachhaltigen Schmierstoffe im Prinzip in der Anwendung direkt getestet, nämlich bei uns im Rennsport. Zu unserer Gruppe gehört ein eigener Rennstall. Ich komme auch gerade frisch vom 24-Stunden-Rennen. Wir durften am Wochenende sogar den Sieg einfahren. Und für uns ist nämlich das auch der Ort, wo bei uns die Schmierstoffe schneller reagieren, in Anführungsstrichen, weil das zum Beispiel kein Prüfstand der Welt simulieren kann. Und das heißt, wenn die bei uns im Rennen funktionieren, dann wissen wir sehr genau, dass wir sie auch auf die Straße bringen können. Das ist natürlich auch für uns eine sehr authentische Story und auch Entwicklungsgeschichte, die wir damit übermitteln. Trotzdem bei anderen Anwendungen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Wasserstoffverbrennungsmotoren sprechen oder über Thermofluide, bei der Batteriekühlung zum Beispiel, da sieht die Welt natürlich anders aus. Und da gehen wir auf Kooperationen mit Hochschulen, aber auch mit Instituten, die eben auch entsprechende Geräte, Prüfstände zur Verfügung haben. Wir haben aber auch an anderen Stellen Kooperationen mit Startups, wenn es dann darum geht, zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle oder Vertriebsmodelle hinten raus zu entwickeln. Oder auch gerade bei AI-Anwendungen sehe ich da auch große Chancen, weil wir müssen als Mittelstand nicht das Rad bei allen Dingen selber erfinden. Und ganz wichtig auch für mich, dass wir uns als Mittelständler oder auch Familienunternehmen öffnen und auch in Ökosysteme reingehen, wo wir auch mit anderen Unternehmen kooperieren können. Hier ein exzellentes Beispiel, der Maschinenraum von Fiesmann ins Leben gerufen. Dort sind wir auch ganz aktiv und haben ja auch schon wirklich tolle Erfolgsgeschichten mit anderen schreiben. Aber deswegen, weil ich gesagt habe, wir müssen reingehen. Ist das Push oder Pull? Also ist es so, dass Sie in der Vergangenheit hauptsächlich auf Universitäten und Startups zugegangen sind oder kommen die auch mal auf Sie zu? Naja, ich würde sagen, mittlerweile bin auch ich sehr aktiv, auch hier, dass wir uns, es ist ein gegenseitiges irgendwie Miteinander, ja. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in unserer Mentalität. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, wir sind 30 Jahre jung, muss man ja fast noch sagen. Ich bin zweite Generation und wir sagen immer, auf uns hat niemand gewartet. Und wir nehmen einfach die Dinge selber in die Hand und das ist, glaube ich, diese Machermentalität und auch dieses Mindset, was wir einfach an vielen Stellen brauchen. Und aus den ganzen Learnings von den Jahren, die Sie das jetzt schon machen, was hindert andere Unternehmen daran, das Gleiche zu tun? Ich glaube, so schlecht stehen wir jetzt da gar nicht da. Also ich glaube, es gibt schon viele tolle Erfolgsbeispiele. Auch das, was Sie mit der Unternehmertum, Familienunternehmertum, was Ähnliches gibt es, glaube ich, auch. Aber das ist immer das Hauptbeispiel, muss man sagen. Das wird häufig herangezogen. Ich glaube, so vielleicht im internationalen Vergleich, glaube ich, ja, aber ich finde schon, dass sich einiges getan hat in den letzten 10, 20 Jahren. Das muss ich schon sagen. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben es auch ein Stück weit selber auch in der Hand. Warten auf andere, das hilft nicht. Herr Galvin, jetzt ist es so. Sie haben den Vergleich USA-China, weil wir wollen ja über Technologieführerschaft sprechen. Ne? Das heißt, also man denkt ja immer, Coca-Cola, ne, was muss man da eigentlich innovieren? Das ist doch das gleiche Produkt seit x Jahren, aber sie machen trotzdem was. Sie möchten klimaneutraler werden, sie arbeiten an unterschiedlichen Flaschen und so. Also das Produkt im Inneren scheint für mich gleich zu bleiben, aber die Verpackung außenrum verändert sich. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Forschung und mit Startups in Deutschland im Vergleich zu den USA? Ja, vielen Dank, John Galvin von Coca-Cola Euro Pacific Partners. Wir machen die Abfüllung von Coca-Cola in Deutschland und komplett Westeuropa. Wir investieren sehr viel in Innovation, gerade in der Abfüllanlagen. Da ist sehr viel kontinuierliche Verbesserung dabei und da ist Deutschland Weltmeister drin, also dieses Thema 1% besser zu werden. Und da haben wir ganz tolle deutsche Weltmeister in diesem Abfüllgeschäft. Wo Deutschland deutlich schlechter ist das Thema ganz neu, new to world, also die ganzen neuen Sachen. Also es fehlt nicht an Ideen und auch motivierten Entrepreneuren, aber wo es darum geht, das Kapital auf den Weg zu bringen, um ein marktreifes Produkt herzustellen, da fehlt sehr oft das Kapital in Deutschland. Beispiel zum Beispiel, in Holland haben wir ein Offtake-Agreement gesigned letzte Woche mit einem Unternehmen namens Cure. Die nehmen Plastik, was sehr schwer runterzubrechen ist, und machen es bereit für Recycling für PET-Flaschen. Und die waren in der Lage, dieses Kapital zu finden, um diese Anlagen zu bauen. Und in Deutschland haben wir viel zu wenig Beispiele davon. Und wissen Sie, wo Sie das Kapital gefunden haben? Also ich weiß, in dem Fall haben sie einen lokalen Investor gehabt, aber wenn man nach Amerika schaut, da hat man viel mehr Beispiele. Da sieht man dieses Dreieck zwischen Universitäten, Entrepreneurs und Kapital sehr viel stärker. Da ist mehr Kapital. An Rentenreform in Deutschland zum Beispiel würde sowas ganz stark unterstützen. Aber ich glaube, das Kapital erwartet man nicht von der Regierung und vom Staat. Man erwartet aber schon die Rahmenbedingungen, die eigentlich den Anreiz schaffen für diese großen Investitionen, gerade wo es sehr viel im Wagniskapital
Agrarbereich findet. Darf ich ganz kurz, bevor ich zu Ihnen komme, Frau Bär, an der Stelle mal fragen. Sie haben jetzt Geld bekommen heute, also zumindest irgendwie ist jetzt irgendwie klar, also es sollen 115 Milliarden Euro investiert werden, davon fließt ein Teil in Forschung. Reicht das eigentlich? Es soll in Digitalisierung fließen, das wird dann Herr Wildberger auch wieder freuen und so. Also Sie sagen, Sie möchten die Zusammenarbeit zwischen den Häusern natürlich verbessern, aber da geht ja auch ganz viel Geld in andere Häuser. Also ich verstehe die Frage ehrlicherweise nicht, weil die Frage ist ja immer, reicht's? Und man muss immer Nein sagen, es reicht nie. Aber es geht ja nicht nur ums Geld, ich sage es gleich auch noch konkret, was andere Häuser betrifft. Ich denke so überhaupt nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war 4 Jahre im Verkehrsministerium und ich habe den größten Waldkreis in ganz Westdeutschland, der ist 1/3 größer als das Saarland. Will ich, dass bei mir auch die Autobahn funktioniert und die Bahn und eine Brücke gebaut wird? Selbstverständlich. Also man muss schon den Gesamtansatz sehen für die gesamte Gesellschaft und deswegen haben natürlich andere Häuser genauso auch eine Berechtigung, Finanzmittel zu fordern. Was ich eher spannender finde, ist zu sagen, wo geht es in die konsumtiven Ausgaben und wo geht es in die Investition. Und ich bin total dankbar, einer der letzten Sätze jetzt von Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung war, dass er sich bei der Bundesarbeits- und Sozialministerin bedankt hat, dass wir, so wie wir es aufgeschrieben haben, eben das Bürgergeld abschaffen und in eine neue Grundsicherung überführen, weil es nicht sein kann, dass wir da so viele Milliarden ausgeben, weil das eben keine Investitionen sind und weil man da einen anderen Arbeitsethos auch wieder brauchen in diesem Land. Also das spielt eine ganz große Rolle. Und ich bin Stand heute, wir haben ja heute nur mal im Kabinett beschlossen, der Haushaltsgesetzgeber ist ja das Parlament, also wir sind da auch erstmal noch sehr demütig, dass wir dann überhaupt loslegen können, wenn es dann tatsächlich in 2. und 3. Lesung verabschiedet wird. Aber die Eckpunkte würde ich jetzt mal sagen, freue ich mich zurückhaltend heimlich, was mein Haus betrifft. Das ist ein sehr heimliches Publikum hier. Ja. Alles seriös aus. Ja, genau. Herr Braun, jetzt haben Sie natürlich ganz andere Themen tatsächlich. Sie sind ein ABB, das ist natürlich ein großes, stolzes Haus. Wie sieht denn eigentlich Ihre Erfahrung aus? Ich meine, also da müsste ja eigentlich, Sie müssten wahnsinnig viel Inhouse forschen können, Sie müssten wahnsinnig viele Kapazitäten haben, um mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Sie müssten Geld haben, um Startups einzukaufen. Wie sieht Ihre Erfahrung aus? Also ich kann das eigentlich bestätigen, dass Deutschland über eine hervorragende Forschungslandschaft verfügt. Eins von 5 globalen Forschungszentren der ABB befindet sich in Deutschland und arbeitet halt entsprechend mit mehreren technischen Universitäten zusammen, Karlsruhe, Aachen, Darmstadt, um unsere Favoriten zu nennen, was nicht heißt, dass die anderen nicht auch einer Zusammenarbeit würdig wären. Also das ist mit Sicherheit ein Highlight. Ansonsten stellen wir natürlich auch fest, dass viele Technologien inzwischen in anderen Ländern deutlich Überhand genommen haben. Wenn man sich jetzt also in bestimmten Bereichen umgucken will, Batterieforschung, was eigentlich traditionell ein sehr starkes Feld in Deutschland war, der Bereich ist jetzt bis rein tief in die Wertschöpfungskette, zum Beispiel in Asien vorwiegend anzutreffen. Und das bereitet uns natürlich auch Sorgen und Gedanken. Wir sind ein globales Unternehmen, wir können darauf natürlich besser reagieren als Mittelständler. Ich glaube, es ist ganz generell wichtig, dass wir schauen, dass eben vieles von dem, was wir jetzt in Forschung und Technologie geben, auch tatsächlich in der Breite ankommt. Wir haben in der Vorgängerregierung gesehen, dass halt doch sehr sektoral gedacht wurde, bis hin zu einzelnen Leuchtturmprojekten. Und sowas geht dann halt mal schnell in die Hose, wenn man dann halt eine Industrieansiedlung sehr fokussiert betreibt. Und das kann dann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren. Wir haben jetzt gesehen, dass es mehrfach eben nicht funktioniert hat. Da ist es sicherlich sinnvoller, sicherzustellen, dass eben Forschung und auch angewandte Forschungsergebnisse in die Breite in der Industrie ankommen und dann der Industrie als Ganzes helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wir arbeiten sehr viel mit Grundstoffindustrien bei der ABB, mit der Chemie, Stahl, Zement. Und ich denke, es ist halt schon wichtig, dass man auch den Teil der Wertschöpfung in Deutschland noch wirtschaftlich betreiben kann, erfolgreich betreiben kann. Und da ist halt unsere große Chance, und da geht die ABB auch sehr viel rein, dann diese Prozesse aber nachhaltig zu gestalten.
Und ich glaube, das ist dann wiederum was, wo dann eben auch wieder die Rahmenbedingungen für stimmen müssen. Nachhaltigkeit heißt eben vielfach Elektrifizierung, ist für uns als Elektroingenieure natürlich ein feines Thema. Aber da, wo Elektrifizierung eigentlich zu Nachhaltigkeit führt, müssen zum Beispiel auch Strompreise dementsprechend sein. Sonst wird auch dieses Land nicht das sein, was eben bei Nachhaltigkeitstechnologien in die Führung gehen kann. Ja, über Strompreise werden wir versprochen auf einem anderen Panel später noch sprechen. Aber jetzt mal kurz die Frage, weil wir das vorher, die Irene Rummler von Equinor hat ja den richtigen Punkt auf einem anderen Panel eben gesagt, und zwar, wenn wir aber das alles in die Breite geben, brauchen wir noch mehr Geld, um alle zu fördern. Ist nicht verständlich, dass man sagt, man versucht sich jetzt Quanten, Sie haben es angesprochen, dass man sagt, so, ich riskiere es, mich auf einen Bereich zu fokussieren? Ich glaube, wir sollten nicht immer denken, dass es da nur um Geld geht. Also Bürokratieabbau kostet ja eigentlich gar kein Geld. Das könnte sogar Geld sparen. Das wird Herr Wildberger anders sehen. Nein, ich möchte damit nur sagen, also wenn ich jetzt sage, in die Breite gehen, dann heißt das nicht mit den Fördermitteln unbedingt in die Breite zu gehen. Es heißt einfach nur, dass man Maßnahmen ergreift, die eben tatsächlich halt einer größeren Anzahl Unternehmen zugutekommen. Das kann natürlich auch eine Technologie sein. Wenn wir zum Beispiel von AI reden, von Digitalisierung, sehr wichtiger Wettbewerbsfaktor für Unternehmen in Deutschland, dann ist das halt etwas, was sehr, sehr viele Unternehmen nach vorne bringen wird. Im Gegensatz jetzt eben zu einer individuellen Ansiedlung eines Industriezweiges in einem speziellen Standort. Frau Wilhelm, Sie wollten was dazu sagen? Ja, Herr Braun, also wo ich unheimlich bei ihm bin, ist die Nachhaltigkeit. Da sind wir mit Innovationen und Startups auch dabei. Also wir müssen schauen, dass wir eine Nachhaltigkeit herkriegen und eine Forschung zum Beispiel auch an den Markt bringen und ja, Geld damit verdienen. Und dann kommt automatisch eine Nachhaltigkeit. Wo ich nicht ganz einig bin, aber es kann sein, dass ich es auch falsch verstanden habe, ist, wenn was schief geht. Also wir, und ich sage jetzt einfach, wir als Startups, wir haben ja so eine Mentalität, und Frau Bär, Sie haben es angesprochen, einfach mal machen. Auch einfach mal machen heißt aber auch, hey, es kann auch in die Hose gehen. Es kann in die Hose gehen, und wir sind einfach viel schneller und wir sind, denke ich, auch viel innovativer und kriegen viel mehr hin, wenn wir es einfach aber auch so machen, wenn wir aber auch eine Mentalität kreieren von, ja, es kann auch schief gehen. Es kann auch schief gehen, und dann machen wir es, probieren wir es anders. Also die Amerikaner sagen fail fast und lernen ganz schnell. Und das, was zum Beispiel die NASA ziemlich gut macht, die investieren, die sagen nicht, okay, wir haben einen Auftrag, bitte bewerbt euch, liebe Industrie, und die suchen sich einen raus, sondern die sagen, okay, 2, 3 Unternehmen, vielleicht 5, kriegen die erste Phase bezahlt, dann gucken wir, wie es läuft, und dann finanzieren wir wieder. Und das ist zum Beispiel das, was ich mir von der ESA wünsche. Frau Bär, vielleicht können Sie das im Herbst mitnehmen, dass die ESA einen Service ausschreibt und sagt, okay, bringt Innovation, bringt Ideen und sagt, was es kostet. Und dann sucht die ESA das Beste oder die 5 Besten aus und finanzieren eine erste Phase, einfach um auch eine Innovation, eine eigene Innovation und Antrieb in den Firmen zu forcieren oder zu fordern. Und dann muss es aber auch okay sein, dass was schief geht. Also einfach diese Risikobereitschaft auch noch mehr fördern. Also ich wurde heute nicht als Mediatorin gebucht. Ich glaube aber trotzdem, dass das überhaupt nicht auseinanderliegt, weil ich denke, das Entscheidende ist, was Sie wahrscheinlich auch ansprechen wollen. Auf der einen Seite bin ich total bei Ihnen. Ja, Scheitern ist nichts Dramatisches, wenn man den gleichen Fehler halt nicht mehrfach macht, sondern wenn man daraus lernt und sagt, so, man darf auch mal was ausprobieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Und jeder, der schon in Laboren gearbeitet hat, weiß, wie viel man schon ausprobiert hat, bis es klappt. Oder ich durfte vor ein paar Wochen auch bei Jugend forscht die Preise verleihen, und auf die Frage, ob das, was sie am Ende rausbekommen haben, das war bei den Schülerinnen und Schülern, was sie ursprünglich wollten, haben alle gesagt, nee, das wollten wir eigentlich gar nicht rausbekommen. Auf die Frage, habt ihr was Cooles rausbekommen, haben alle gesagt, ja, wir haben was anderes rausbekommen, aber das war auch ganz großartig. Aber ich glaube, Ihnen ging es auch darum zu sagen, wenn man sich halt nur auf einen bestimmten Bereich oder ein Unternehmen oder einen Standort fokussiert, und dann hat man ja ganz oft auch bei uns im Haus dieses too big to fail, und dann muss man gutes Geld, schlechten Geldern wieder hinterher schmeißen,
Und ich denke, diese größere Bandbreite, wenn kleinere Projekte fehlen, ist es nicht ganz so dramatisch. Natürlich muss man auch mal einen Moonshot vielleicht machen, aber grundsätzlich, glaube ich, sind sie beide sehr nah beieinander, dass man schon mal was ausprobieren darf. Es darf dann auch mal schiefgehen, aber gleichzeitig muss man vielleicht nicht nur 100 Milliarden Programme machen, sondern wenn man es ein bisschen ausprobiert, dann kommt auch mehr am Ende dabei raus. Genau, gerne. Frau Kuhlmann, eine Frage darf ich dazwischen schieben, ganz kurz. Aber wir müssen schon auch Moonshot-Projekte machen, oder? Weil wir tatsächlich, und da ist ja tatsächlich die Frage, wenn wir so viel Geld in die Breite geben, wie viel Geld haben wir denn noch für Moonshot? Weil im Ende geht es dann doch ums Geld. Ne? So. Und solange wir es nicht schaffen, andere Wege, wir haben über Pensionskassen gesprochen etc., finden, diese Startups zu finanzieren, müsste es der Bund regeln. Aber deswegen ist ja die Zusammenarbeit gerade so wichtig. Wenn ich mir das gestern anschaue, was bei der Fusion möglich ist, wenn Max Planck mit einer Begeisterung von der Kooperation mit Startups spricht, dann ist es ja genau das Richtige. Wenn ich mir anschaue, wir bauen ja gerade in Chile das größte Weltraumteleskop der Welt, was Ende dieses Jahrzehnts auch fertig sein soll. Wenn man sieht, dass da Wissenschaft gemeinsam arbeitet, mit Startups arbeitet, aber auch mit kleinen Mittelständlern, die dann Komponenten leisten, dann ist das, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und natürlich braucht man das und dann muss man immer wieder auch vielleicht nochmal, wenn wir über Geld reden, das haben wir jetzt noch nicht so intensiv gemacht, immer gegenrechnen, wie viel kommt denn eigentlich auch wieder zurück. Und das ist schon etwas, was auch bei den investiven Ausgaben und gerade in der Raumfahrt auch ganz deutlich ist, dass dann auch wieder sehr viele Euros in Steuersäckel zurückkommen, wenn in diese Investitionen auch bewusst was reingegeben wird. Genau, da muss man aber sagen, da könnte man in Deutschland vielleicht ein kleines bisschen mehr Risikobereitschaft zeigen, in der Hoffnung, dass halt dann das, was zurückkommt, größer ist als das, was man vielleicht verhältnismäßig konservativ eingeschätzt hat. Frau Kuhlmann. Ja, wir reden jetzt viel über das potenzielle Scheitern, was am Ende stehen kann, wenn eine Idee nicht erfolgreich wird. Ich glaube, da sind wir auch alle beieinander, aber ich versuche mal nochmal den Bogen zu spannen. Wir können das ja schon mal versuchen, ein bisschen einzugrenzen, weil man muss ja das, was man oben in den Filter reinkippt, jetzt nicht unendlich breit und unendlich groß machen. Und ich würde mir für meinen Teil wünschen, dass wir da auch manchmal ein bisschen mehr, zumindest Sicherheit, auch den rechtlichen Rahmen hätten. Wo geht so manche Reise hin? Gerade auch in der Automobilbranche. Ich meine, wir sind jetzt auch nur ein Zulieferer, ja, aber ich meine, wir haben auch in Ideen oder Innovationen investiert, wo wir auch gar nicht wissen, braucht es die denn eigentlich jemals? Kommen die überhaupt zur Marktreife? Weil momentan die Lage dort auch super ungewiss einfach ist, wie sich das jetzt alles, sage ich mal, so darstellen wird. Oder auch jetzt bei mir im speziellen Fall in der Branche, wenn es um das Thema Raffinerien zum Beispiel geht. Auch hier erleben wir, Stichwort Abhängigkeiten, auch Rohstoffabhängigkeiten, ein ganzes Raffineriesterben kann man schon fast sagen. Auch hier beginnen wir uns natürlich abhängig zu machen und hätten wir auch hier eine gewisse Sicherheit, wo es hingeht in Richtung nachhaltige Mobilität etc. oder auch synthetische Fuels, nicht nur im Automobilsektor, auch beim Aviation etc., dann glaube ich, hätten wir auch hier durchaus auch Investitionen, die getätigt werden würden, aber es braucht halt hier einfach auch mal einen gewissen rechtlichen Rahmen und eine gewisse rechtliche Sicherheit und nicht Prognosen und hinterher wieder zurückziehen. Wir haben das auch sehr oft erlebt, jetzt hier in der Vergangenheit mit der CSRD. Ich habe 1,5 Jahre haben wir rein investiert. Es ist alles sehr sinnvoll und sehr gut, aber es ist natürlich schon enttäuschend, wenn dann einfach gewisse Regularien auch wieder zurückgenommen werden, aber wir haben schon Geld reingesteckt. Dann lieber das Geld nehmen und in sinnvolle Innovationen und Ideen hineinstecken, die dann hinterher sich auch auszahlen. Das wäre mir noch wichtig zu sagen. Herr Geben. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Innovation wird auch von großen Unternehmen vorangetrieben und dafür bedürfen wir auch in Deutschland eine Wirtschaft, die auch gut funktioniert. Und deswegen freue ich mich sehr über dieses Bekenntnis zur Bürokratieabbau von der neuen Regierung, muss auch stattfinden, aber auch Themen wie Produktivität und insgesamt so ein Rahmen für Investitionen ist enorm wichtig, damit wirklich große Unternehmen auch investieren und wir diese Projekte die Chance geben zu blühen. Ja, Herr Braun, ich möchte jetzt gerne noch sprechen, ganz kurz. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, 1 Minute 30, aber lassen Sie uns ganz kurz über China und USA sprechen. Weil wir hatten ja gesagt, Technologieführerschaft. Ne? Wo positionieren Sie uns denn da eigentlich und glauben Sie aus Ihrer Erfahrung, weil Sie sind ja nun sehr weltumspannend, ne? Sie kennen vieles, wo würden Sie uns da positionieren und glauben Sie wirklich, dass wir jetzt mit den neuen Initiativen, die wir sehen, eine Chance haben, da Technologieführerschaft zu erreichen? Das ist eine interessante Positionierung. Ich glaube, in China erlebe ich halt, dass
das System wahrscheinlich kommunistischer ist, als das ausschaut von außen, im Sinne davon, dass doch sehr viel noch zentral vorgegeben und geplant wird. Also es gibt einen 5-Jahresplan, der ist nicht mehr so wie früher in der Sowjetunion, dass das bis in die kleinsten Produktionseinheiten geht, aber es gibt schon eine grobe Richtung und dann wird sehr, sehr konsistent danach gearbeitet. In den USA übernimmt das tatsächlich eben ein sehr, sehr agiles Unternehmertum, inklusive eben der angesprochenen Risikokapitalgeber. Und es ist eine interessante Frage, wo sich Deutschland eigentlich da jetzt dazwischen befindet. Und deswegen hatte ich das eben auch schon mal angesprochen, dass wir schon in den kompletten Wertschöpfungsketten denken müssen. Also das ist dann die Gemeinsamkeit, die ich zwischen China und USA sehe. Jetzt natürlich unter diesen ganzen geopolitischen Überlegungen umso mehr. Es gibt zarte Andeutungen aus der EU, Critical Raw Materials Act und so weiter, dass man jetzt eben auch stärker in die Wertschöpfungsketten geht. Deswegen auch eben ein Hinweis auf die Grundstoffindustrien in Deutschland, die eben auch nach wie vor ein wichtiger Bestandteil davon sind. Eben Sie sprachen von zunehmenden Abhängigkeiten. Also ich glaube, da müssen wir in der Tat aufholen, dass wir halt schon sagen, wenn wir uns auf was fokussieren wollen, dann muss das auch tatsächlich, dann muss ich nochmal 3, 4, 5, 6 Schritte zurück in die Wertschöpfungskette schauen, komme dann natürlich tatsächlich eben wieder bei der Forschung irgendwann mal aus und eben bei der Fähigkeit, eben Forschungsergebnisse dann tatsächlich auch zu kommerzialisieren. Da sehe ich tatsächlich, dass wir halt zwischen China und USA im Moment nicht so gut dastehen in Deutschland. Und das, wobei man sagen muss, dass ja eigentlich hier, ne, die Industrie ist ja hier versammelt, die eine großartige, effiziente Wertschöpfungskette Deutschland und auch Europa groß gemacht hat. Ne? So. Ja. Frau Beer, nehmen Sie das mit? Das ist der schlimmste Satz, den ein Politiker sagen kann. Ich nehme es mal mit, weil das bedeutet große Ablage. Also sage ich es nicht, aber ich bin inspiriert von Ihren Gedanken. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Alles klar, herzlichen Dank. Ach, das ist schön. Ganz herzlichen Dank an alle. Danke, Ida. Ja, und ihr macht jetzt weiter. Genau, wir machen jetzt weiter mit einer interessanten Diskussion. Ja, wir gehen mal ganz kurz zur Seite. Genau, wir gehen mal einmal hier hin. Über die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. Ja. Und die deutsch-polnischen Beziehungen sind ja gestern auch angesprochen worden von unserem Bundeskanzler. Er hat sehr, sehr stark betont, dass er in Paris und in Warschau war. Genau, ist ja auch sehr bestrebt, das sogenannte Weimarer Dreieck zu stärken. Von daher bin ich gleich gespannt, welche Rolle auch die Wirtschaft im Rahmen dessen spielen kann. Auf jeden Fall, definitiv. Und ich meine, und wir haben ja wirklich, sind uns ja eigentlich sehr verbunden, ne? Die Länder miteinander und jetzt wahrscheinlich noch mehr als je zuvor, durch die Umstände, die es gibt. Genau, das wird also interessant und wir danken den Kollegen an dieser Stelle wieder, die umbauen. Definitiv. Und ich denke mal, damit habe ich sozusagen das Go in wenigen Momenten, meine Gesprächspartner auf die Bühne zu bitten. Wir können ja schon mal noch mal einen kleinen Hinweis machen. Ja. Nach deinem Panel werden wir noch 2 Ministerinnen und, also noch 2 Minister, eine Ministerin, ein Minister, wie auch immer, auf die Bühne. Katharina Reiche kommt noch und Herr Wildberger kommt noch. Also wir haben noch einiges zu diskutieren heute. Der schon ein paar Mal angesprochen worden ist, auch gestern, auf dem ja ganz, ganz große Hoffnungen ruhen und von dem ja erwartet wird, dass er ganz schnell ganz viel auf die Beine stellen wird. Genau. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt auf von seine Roadmap. Genau, definitiv. Große Einladung. Ja. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Dankeschön. Und bin gespannt auf euer Panel. Bis gleich. Yeah, and I will switch languages now again, because we will be hosting the next panel in English. And we will be talking about the Union United, sovereignty in the new era of trade policy escalations. And as I just was mentioning with Ina, our German Chancellor yesterday mentioned the importance of the ties between Germany, France, and Poland, and we want to take a closer look at the German-Polish business ties. And I'm really happy to welcome now Maciej Witucki. He's the president of Confederation Leviathan, the Polish Business Federation. I'd love to welcome you up on stage. And BDE President Peter Leibinger. Lovely. Great to have you here. Would you like to go into the middle? Yeah. We'd like to have you here. We'd like to embrace you a little bit for this talk. It's good to have you here. Thank you for joining.
And as I just mentioned, our Chancellor has been very eager to increase the ties between Germany, France, and Poland, the so-called Weimarer Dreieck within the geopolitical context and also the context in Germany. And actually in his speech yesterday, he really emphasized that he wants to take the role Germany has within the European Union seriously, not just for the West, but also for the Eastern countries, Eastern members of the European Union. And in this context, it's going to be very interesting. Where do we actually stand with regards to the German-Polish business ties? Because we know on a geopolitical level and on a level of security, Poland has emerged kind of as a role model when it comes to security and investments into military, and also defense spending. And I know that it's not been easy also for Polish society. And so maybe we can also link the importance of strong economic development and security along the Polish example, because your economy is set to grow this year. More than 3% is the forecast. I think, a figure we would all wish for in Germany in these times. I mean, when will we reach 3% again, I wonder? And so maybe you can also let us know what we might learn from Poland. But before we dive into this a little bit deeper, where do you actually see the German-Polish business relations right now, the economic ties? At what level are they currently? And how has it changed maybe in the past months? I think, first of all, they are excellent. So you are our preferred partner. You are our biggest partner. It's 25%, roughly 25% of our imports are coming to and from Germany. At the same time, we got a bit more independent, so we are not this much related to the German economy. It's still 25%, but with more and more diversification from Polish perspective. So for me, it's the best possible relation. So it's very strong, but it's also equitable. So we are kind of both depending on each other while having a lot of common interest. And I think the big change in the last month, sorry for changing a bit the subject, but I think that's what I see now traveling through different capital cities like Berlin, Rome, Paris. Everybody understood that we have to work together. And I think the big change of the last months, this is something I see on the business side. So our side, whenever I meet people from BDI, Konfindustria, MEDEF, or other business organizations, everybody understood that we have to collaborate. Obviously, we are competitors. So they are competing businesses in each country. But everybody understood that we have to collaborate at the European level. So I would tend to repeat that my patriotism with Warsaw, but my sovereignty it is somehow with Brussels. So only collaborating at the European level, we can face up the global challenges. So this is the big change. And second part of the big change, this is the one on the business side. The other one is on the political side, that we feel in Brussels. Also this understanding of we have only this term, we have only these 3-4 years of the current Commission, of the current Parliament, and if we do not succeed politically and we do not succeed business-wise, I mean, somehow, I don't want to be too strong, but we are doomed at the European level as well, all together. So this is the big change. Yeah, you're probably looking back on the latest European elections, which, should have brought many people to their feet already, and then the German elections and the knowing in Germany that this time really counts politically and business-wise. And a question we raised yesterday was already, how much time do we actually have to keep up the trust and the momentum right now? I think we have very little. Look at Poland. We won the people elected a super democratic government year and a half ago, and after a year and a half ago they elected the previous regime president with obviously majority of 200,000 votes, but still with a majority, and we cannot cancel democracy. So we have very little time, and on both dimensions, on the business one, with the one which concerns me the first, but also on the political one, to propose to people something which is sexy enough, if I may say so, that they want to stay within the democratic regimes, within the European solidarity and cooperation. So the big change of the last month is the sense of urgency. And really, I can feel it on business. It's normal because it's our day-to-day life. We have to react next day, otherwise now companies are not surviving. But also the politicians understood that this is probably the very last moment. Sexy seems to be a word that's very popular today. You're not the first one that's brought it up today.
How do you perceive the German-Polish business ties, and where would you like to see them heading, actually? Well, I'm very biased on this one because one of my most successful investments I've ever made is in Poland. I bought a company for Trumpf in 2008 with about 50 employees, and we now employ 1,500 people in Warsaw. And it's our world-leading development center for high-power electronics. So I'm very enthusiastic about Poland. I see Poland, and I'll stop the advertisement in a second, I see Poland today where Germany was maybe 30 years ago in the level of flexibility, enthusiasm, motivation. It's really fantastic to work with Poland. I see, secondly, a very good cultural alignment between Germany and Poland. Mr. Wituki just said when we chatted briefly before our talk here, we're both romantic nations, and I think this is very well put. We have the same cultural foundation, so there are a lot of things on the positive. However, I think we are in one of the most challenging situations in Europe, as you have alluded to, insofar as that we have a drastic paradox that we have to overcome. I'll put it very simply. We are creating a lot of pain in Brussels that is not felt in Brussels. It's felt on the outside. And therefore the results from that pain are becoming material on the outside, namely election results which we don't like, which will eventually kill Brussels. So this is a double paradox that we have to overcome. And I think, I'll be a bit philosophical here, I'm afraid. I think we can overcome this paradox with another paradox. I think if we want unity in Europe, we have to be divisional to a certain degree. By uniting between Poland and Germany and France and Italy, to use 4 examples. I would take Netherlands into that group as well, and create pressure in Brussels. I think only through the national governments and only through divisionally united national governments we can create sufficient pressure in order to change the way Brussels works. I'm absolutely convinced of that. And I think we have to do it for the better of Europe. I want to save Europe, and that's why we have to do that. And to answer your question, I think Poland is an excellent partner for this, for Germany. I think it's a bit more difficult after the election results that you have mentioned, but it still is the best chance that we have to work with partners like Poland in order to do this thing in Brussels. How do you believe anyone can put on more pressure in Brussels right now? I see your point. Yeah. I think many see your point, and at the same time, we feel... The Council. How do we do it? I think the Council is the only way. And individual, personal relationships. At the end of the day, the world functions through personal relationships, through trust, and through trust in judgment of others. And this can be established on the Council level if we establish trust between individual Council members, and if we forcefully develop relationships with then the Commission in the way that I mentioned. But I don't want to dominate the conversation with this theme. I'm sorry, I'm afraid. No, the problem is that we are so much aligned that it will not be a very exciting panel. I'm sorry for this. We try to dispute something, but no, you can create a roadmap. No, but seriously, you don't have seriously, from our perspective, means I fully subscribe to this idea, and I will go even more simplistic. But please don't quote me on the social media. I think today we have a chance of having Chancellor of Germany, Prime Minister of Poland, Prime Minister of Italy, and President of France pushing the President of the Commission, Ursula von der Leyen,
and then going with the solutions directly to the parliament, where the EPP with the Meloni part can still vote the solutions, and then the Commission will only deploy. By the way, it was the initial idea of Europe. The Commission wasn't supposed to run Europe. It became like this in the last 20, 30 years. But this comes back to the origins. So as you said, this personal alignment of stars. And I hope that despite of the last elections, Poland will stay a star of Europe. We have this personal possibility with the small Englishman under the table, because the UK is also very, very present in those discussions. And Boy, I like would it. he be happy to hear that, And right? I like it. And I like Small Englishman under the table. But this is creating an option which keeps my romantic soul a bit optimistic about the fact that we, within this very short period, because it's dramatically short, we will be able to demonstrate to 500 million Europeans that there is the future of our industries, of our businesses, and then there is all the next steps, because we need the businesses first to pay taxes, and with those taxes we only can think about security and all the other challenges with education, health, etc. So business first, and we have, in what I see in my experience with Brussels is exceptional opening to our positions. So what we see as Business Europe, we would never be heard so much, we would never be asked by the Council and by the Commission to give with our concrete solutions as we are today, since 6-12 months. So we have to use this window of opportunity. I don't discuss if the new von der Leyen is reforming what the old von der Leyen did in the past. I don't care. I'm pragmatic. As long as we can progress, we go ahead with the president we have. So how much pressure do you think our Chancellor can put on Ursula von der Leyen? I think she'll listen. I think so too. Yeah. And I think that if she feels that we're serious, that Merz is serious, she will know that ultimately, to achieve her goal, which is to keep Europe alive and to create a legacy for herself, she will do what the strong European leaders, not only Merz, recommend. And I think that in a way I've felt it over the last 2 days here, that there is a change in spirit that is taking place, both in the sense of optimism that is in the room. Of course, a lot of it is also hope. But as you mentioned, also in the sense of that European leaders no longer own the truth, but start to listen to business. They have understood that business is necessary. So there's a change of spirit in many aspects, in many respects, and maybe we have to, in some obscure way, be thankful for President Trump to have happened, for this spirit to change of spirit to happen. But regardless what it comes from, it is there. We can grasp it. It's out there. We have felt it over the last 2 days, and we feel it throughout the country and throughout Europe. And let's seize that opportunity. And I guess what would be an interesting discussion to be had, which we can now have, is what can business do? What can business associations do in order to promote that spirit, but also to promote the leaders of our nations to be more forceful in Brussels? I would actually like to go a step back. I'm taking over moderation here. I know. I'm sorry. It's not my role. But since I've also noticed for these past 1.5 days that he likes to dive deep in the conversations, which is lovely and helpful. But when we talk about increasing the business ties to change something on the political level, in hope that the Green Deal will turn into a growth deal eventually, let's take a step back. How do we need to rethink sovereignty in these times within the growth context? Sovereignty also with regards to the geopolitical challenges that we're all facing.
as I said at the very beginning, for me, the only way to defend our sovereignty at Europe is Europe. Means no country, even the German economy is not big enough on its own, with the current pressures coming from the US, from China, also the threats from Russia. So we have to work it together. You ask the question what the associations could do. It's build stronger structures, spend more money on expertise, because today, when we go to Brussels, it's too late now. It's outdated to speak about competitiveness and to speak about reindustrialization and to speak about growth. Now the guys are coming in front. They put to us a white paper and they say, okay, but concretely, what do you want to change? So it's on us today at the national level, but also on the cooperations we have between countries, at the Business Europe level as well, to come with the very concrete solutions point by point. And for me, a good example was a report. I really incentivize everybody, a publicity page, a report from Business Europe in January this year. It's 62 pages of the very concrete points, like CBAM should not be applied to the goods at 150 euro, because this is an expensive, not even it's a pen, so you cannot account the CO2 for 150 euro. It should be minimum 1,500 euros. Very, very specific solutions. So we have to work the BDIs, the Leviathans, the MEDEVs, the Confindustrias on really points we want to have those politicians pushing, because the only other institutions having this detailed knowledge is Commission, and we all agree that Commission cannot reform itself. So we have to do their job somehow, bring to the politicians a kind of ready white papers, and those white papers push them within the next omnibuses to be deployed immediately, because again, time puts on us a big pressure. We have very little time. And this. Go ahead, and then I will ask my question. Okay. Sorry. No. So sovereignty. I think three things. First of all, we have to make very clear, in addition to what you have said, let's be concrete. Absolutely clear. Second, make clear to the European Commission that sovereignty and autonomy are two different things, and that they should not strive for autonomy. This will not be possible in Europe. We have to have international relations. In order to have autonomy, thirdly, you have to have strength. And let's focus on the things that take away strength from us. And a lot of the remaining 1,200 delegated acts that are still in the pipeline from the Green Deal are going to take away strength from us. Let's look at them first, because they're not enacted yet. These are easier to kill than the ones that are here already. So autonomy versus sovereignty. Secondly, strength. Thirdly, strategy. Let's focus on the things where we can have unique strengths that we need as bargaining power outside of Europe. We will need bargaining power in the future. Let's also focus on these things. If we do just the four things, concrete, sovereignty versus autonomy, strength, and have a strategy. In that sense, I'm of course always about technology strategy. I think we have enough concrete things to work on that will keep us busy for a while, and that will definitely make us stronger. So if we take a strategic look at things, and the EU and the businesses within the EU, and if we take a strategic approach to the challenges, also the geopolitical challenges, I wonder how many difficult decisions lie ahead with regards to sovereignty. Who needs which business in which country? And how many parallel businesses do we actually need in each European country if we just look at it from the approach sovereignty? So you spoke, Peter spoke about the pressure from Donald. I will speak about the pressure from Vladimir. Yes. The pressure from Vladimir gives us, as we speak today, we are just talking about the doubling or tripling our defense spendings.
it's somehow a great opportunity for industries, because it's defense. I know it's not necessarily the most sexy subject, but it's a lot of innovation, it's a lot of research, which then it's massively deployed in the dual use and then into the civilian technologies. And this money, we are somehow lucky, because if we go into the 5%, we'll see the NATO summit in Den Haag, if we go to the 5%, even the unoptimized European defense industries will never be able to eat this money as they are today. So we have a big advantage that the stake of money will increase very much. So we'll have excedents we can use to, don't quote me, bribe the United States, because we will still have a lot of those 5% can be used to buy the stuff we cannot produce by our own, and it will give us time to develop our own industries. And obviously the money is so big, going to the 5%, that there will be enough of space to negotiate this necessary consolidation of the businesses. Obviously, we cannot build a tank per country. We cannot build a rifle per country which is used in the ridiculous quantities only for the National Day parade. It doesn't make sense. So, but again, we will have a lot of state budgets now to explain to the giants of the to the leaders. Let's go this way, leaders of the European industries, that there is a space, but we will need the consolidation. And if the states are capable to consolidate the demand and the purchasing projects, then the private companies will merge behind. So the consolidation, you don't need to order the consolidation. Just give the security of the orders coming from the states. The companies will manage. The private companies will manage behind. By the way, this is, and I will finish with this one, the only small incompatibility we have between Poland and Germany. That in Poland, unfortunately, we have a very strong state-owned sector. And it's kind of, especially in defense, it's quasi-monopoly. So it's very difficult to build partnerships together. But again, we are optimistic. We are also romantic. So I'm staying optimistic that we will be able to collaborate. But the only way is to continue the consolidation. You know, while both of you are speaking, I'm thinking, where is the person that has the leadership, the necessary leadership skills to pull this all together on a European level? Next question. This is hard. This is hard because the design of the European Union is really not made for that one single leadership person. It is meant to be divided in leadership, and therefore it will, by nature, it doesn't produce this type of leader. But I think in an indirect way, I would have never thought I would say this one day. In an indirect way, Mario Draghi is that leader with his report. So the leadership, the report becomes the leadership. And if you look at the two underlying themes of that report, these are unification and prioritization, or prioritization. No, oh, well, you know what I mean. But we need a person. We don't just need the paper, right? I mean, I understand what you're saying. Yeah. Well, I think that I truly think that if I look at the last weeks of Chancellor Merz's Außenpolitik, foreign policy, and the way he has embraced that role, in a way he could become that. And if it is true, it's going to be interesting to find this out. Over the last years, where there was a vacuum of German leadership within the EU, the call for German leadership from around Europe was very strong. It will be interesting to see if once German leadership is there again in Europe, whether the people who called for it still want it. But let's just take it as a given, yes, they will. Then Germany has, of course, a natural role in Europe to be in a leadership role. We have to be careful with that, because given our history and given our role as the largest economy in Europe, it will always be also a divisive leadership that we have. But I think that we have a real opportunity, and it's probably our best guess to try this. I would just add, because it's difficult to claim Germany by German, but as a Pole here, I would say no choice. We have no time.
in fact, looking for a new partner who will be coming from Luxembourg or Monaco, it's impossible. We have 3-4 years. So we have a German Chancellor, again, we have Italian Prime Minister, Polish Prime Minister, French President, and we have Ursula von der Leyen in Brussels. And there will be no time to change, because it's this term that we have to use it. The only point of difference, because we have to have one official difference, I prefer Letta to Draghi, but other than that, we are completely aligned. And no time, but those, the both are saying exactly, well, almost exactly the same. And the point is, we have this configuration, and I think this configuration we have together with those chancellors, prime ministers, presidents, it's still better than the one we have had 2 or 3 years ago, and especially with the composition of the European Parliament. So there is a chance. If we push it, there is a chance. But while we're speaking about collaboration and further collaboration in Europe and among European partners, at the same time, there have been calls in your country to end naive globalization. I think it was Donald Tusk, to strengthen the national economic resilience also, and to safeguard the national economic interests. So how does this all fit together? How can the countries balance this? And what does this mean for the future? Well, I'm afraid that the norms of the political language are not what they used to be in the past. So in the political campaignings, politicians are somehow going a bit far, employing the language of the enemy's populists. So again, business is rational. And I think that again, whenever I speak with the Polish companies, whenever state-owned or private companies, whenever I speak with the Germans, Italians, French, whatever, people from Portugal or Norway, they are all somehow in the same mood. We have no options. We have to collaborate. We have to work together. This end of globalization, I think it's when Tusk spoke about end of globalization, then he was corrected by his own candidate to the presidency, saying, "Oh, but he thought about out of Europe globalization." Okay. So he was corrected by his own team a few hours later, because effectively the statement was not very helpful. So when he said that he will keep the public tenders in Poland for Polish companies, no, he will keep the tenders for European companies. And this is the line, and this is the only option. And I think that we have absolutely pro-European Prime Minister, and whatever difficult comes with this presidential election, the Prime Minister is ruling the country, so the Prime Minister will keep the country in this loop of the people understanding that we have 3-4 years. We have only 2.5 minutes left, basically. I think it would be nice to end this talk with a question: what can we learn from each other? What can Germany learn from Poland, and what can Poland learn from Germany? I think, of course, we can learn from Poland the sense of urgency concerning the refortification of our national defense. They are a few hundred miles closer to the eastern, to the Russian border than we are, and it's amazing how exponential this sense of urgency grows with closeness. It's a bit like gravity. Secondly, I think when I'm in Poland, I'm always, as I said with my opening statement, I'm just always infected by this spirit of this can-do spirit, as they say. This is very, very, very motivating to experience that. And as I also said, I feel that the spirit in Germany is changing, and if Poland can infect us a little more with this can-do attitude, I think that would be very helpful. I'd like to change my question. Actually, to pick up on something he just said. A few days ago, I can't recall where I read it, but it was a thesis that maybe the countries in the eastern part of Europe, as for example Poland, are more flexible now and will adapt more quickly due to the experience they had immediately after the Iron Curtain came down and the change in the economic systems. Would you agree on that? Well, I think that we always had the state never helped us.
So we always have been, like, Polish companies have been always somehow acting against the willingness of the communist state and the foreign states in the past. So we're experts on the kind of resistance to the state. So we did the same with the European directives. But seriously, and second element of luck we had, somehow I'm surprised to say so, we have had 8 years of the conservative regime, and this regime was delaying all the regulations, not consciously, just because they didn't like Brussels. So by doing this kind of sabotage, they helped us, because a lot of those ESGs and CSRDs didn't came in force. Now they are coming, so suddenly we discover how it is to be European. It's not very pleasant, but seriously, we're pro-Europe here. But it helped us. It helped us a lot, and it gave us some margin of adaptation. But today, there will be no miracles in Warsaw. There will be no miracles in Brussels. There will be no miracles in Paris. Either we solve out this situation together, or again we are doomed in the global deglobalization, which was quoted by Prime Minister Tusk. So no miracles, but lots of hard work. Yes, that's right. Thank you very much, Mr. Witucki, Mr. Leibinger. Thank you. And now I will switch back to German. Wir haben jetzt eine Pause bis 15 Uhr und ich wünsche Ihnen ganz gute Gespräche. Bis später.
Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe auch an der Stelle wieder, Sie haben die Pause genutzt. Ja, worüber unterhalten wir uns eigentlich seit jetzt 1,5 Tagen schon fast? Wettbewerb, Wettbewerbsfähigkeit, Zukunft des Standorts Deutschland. Und wer könnte da noch mehr zu sagen als die Bundeswirtschaftsministerin? Ich begrüße ganz herzlich Katharina Reiche. Kommen Sie gerne schon zu mir. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Wir fangen direkt an. Vielen Dank. Vielen Dank, das war kurz und schmerzlos. Lieber Peter Leibinger, liebe Tanja Gönner, verehrtes Präsidium des BDIs, lieber Holger Lösch, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr gerne hier zu Ihnen gekommen, weil ich schon auf der Herfahrt gehört habe, dass die Stimmung ganz gut ist. Und da ich viel auf Terminen auch war, wo das weniger der Fall ist, freue ich mich umso mehr, heute bei Ihnen zu sein. Neue Zeiten, neue Antworten, das ist das Motto Ihres Tages der deutschen Industrie. Da schwingt Aufbruch mit, ja, und der ist auch notwendig. Und es ist richtig, das Land hat Zeit verloren. Die Indikatoren, die ich auch nur kurz streife, weil ich will die Stimmung nicht verderben, sondern sie bei Laune halten, kennen Sie. Und wir haben sie wahrscheinlich, wir haben uns kurz unterhalten, Peter Leibinger auch diskutiert. Ja, 3 Jahre mehr oder minder Stagnation, hohe Lohnnebenkosten, zu hohe Steuern und Abgaben, ein immer noch ziemlich unflexibler Arbeitsmarkt, Bürokratie, Innovationsschwäche, hohe Energiepreise, schleppende Digitalisierung, aber da wird hoffentlich nachher der Carsten Wildberger die Laune noch mal hochtreiben, und Bürokratie, die manchmal schon fast lähmt, denn ermöglicht. Und ein Kapitalmarkt, der auch, würde er entfesselt, mehr könnte und dürfte, als er bislang vermag. Der Fairness halber möchte ich aber sagen, dass das nicht nur ein Problem der letzten 3 Jahre ist. Auch die Vorgängerregierung würde man jetzt nicht unmittelbar mit dem Substantiv des Reformenthusiasmus verbinden. Auch davor war das nicht der Fall, aber Vorgängerregierungen haben Mut und Risikobereitschaft bewiesen, deren Früchte dann geerntet wurden. Was wir jetzt vorfinden, ist eine Situation, die kann man sich nicht wünschen, die kann man auch nicht wegzaubern, aber wir müssen jetzt handeln. Und wir müssen deshalb handeln, weil wer in diesen Zeiten auch nur stehen bleibt, automatisch zurückfällt. Wir haben hochdynamische Regionen von Volkswirtschaften. Wir haben Volkswirtschaften, die den unbedingten Willen haben, erfolgreich zu sein, wo die Bevölkerung hungrig ist und wo es ganz klar geostrategische Ziele gibt, denen sich eine Volkswirtschaft unterzuordnen hat und die darauf aus ist, Balancen zu verschieben, dauerhaft zu verschieben, die Machtstrukturen neu zu ordnen. Und in diesem globalen Wettbewerb wollen wir nicht nur bestehen, wir müssen bestehen. Wir müssen in vielen Bereichen wieder Anschluss an die Weltspitze finden oder da, wo wir sie noch haben, unbedingt verteidigen. Das Land braucht mehr Dynamik. Es braucht mehr Marktwirtschaft. Es braucht mehr Wettbewerb. Und es braucht auch mehr Siegeswillen. Der legendäre CEO von General Electric, Jack Welch, den Forbes einst mal als Manager des Jahrhunderts bezeichnet hat ein schönes Zitat, hat ja einige von ihm, wenn man sucht, aber das fand ich gut. The 3 S of winning in business are speed, simplicity and self-confidence. Das ist ein guter Ratschlag für alle uns hier im Raum. Fangen wir mal beim letzten an. Self-confidence. Ja, wir können in Deutschland selbstbewusst sein. Ich war in den letzten Wochen viel unterwegs bei unseren französischen Nachbarn, habe mit den Nachbarn in Polen gesprochen. Das Weimarer Dreieck, auch auf der Ebene der Wirtschafts- und Energieminister wiederbelebt.
Ich habe einen intensiven Austausch mit den für uns ganz relevanten Kommissaren, nicht, dass einer nicht relevant wäre, aber die jetzt, mit denen wir arbeiten müssen. Maroš Šefčovič war gestern bei Ihnen. Wir müssen in Europa nach vorn kommen, aber Deutschland muss vor allem in Europa nach vorn kommen. Das war die dringende Bitte der Partner, der Nachbarstaaten. Wenn sich Deutschland nicht erholt und zu wirtschaftlicher Stärke zurückfindet, dann hat der Kontinent auch eine harte Zeit. Ohne Wachstum in Deutschland haben es die Franzosen schwer, sich zu erholen und alle um uns drumherum. Und deshalb ist es nicht nur die Aufforderung nach Brüssel getragen, mehr zu tun, zusammenzuarbeiten in Handelsfragen, in all den anderen wettbewerbsrelevanten Fragen, sondern auch eine Frage der Hausaufgaben, die wir zu leisten haben. Ich hatte in der vergangenen Woche Gelegenheit, in den Vereinigten Staaten mit relevanten Ministern zusammenzukommen. Scott Bessent, Howard Lutnick, Jamison Greer. Ja, wir müssen auch viel erklären. Und da brauche ich übrigens Sie. Die deutsche Industrie hat so viel vorzuweisen in Amerika. An Arbeitsplätzen, an Investitionen. Von den knapp 900.000 Arbeitsplätzen, die deutsche Unternehmen in Amerika haben. 35% Manufacturing, Industriearbeitsplätze. Das, wo diese Administration ganz besonders hinschaut. Und wenn man ein bisschen spricht, ist klar, bei Handelskonflikten gibt es keinen Gewinner. Es gibt am Ende nur Verlierer. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, Deutschland unterstützend die Kommission am 9. Juli mit einem schlanken Paper um die Ecke zu kommen. Ich glaube, da hat die Kommission noch einiges gelernt, was eigentlich erforderlich ist. Man kann natürlich jeden Einzeltarif auf 3000 Seiten besprechen. Das dauert. Man kann versuchen, einen Rahmen zu schaffen, um danach weiterzuarbeiten, aber um erstmal Druck zu nehmen von den Verlusten, die momentan entstehen und von der Unsicherheit. Aber nach dem Deal ist dann wiederum vor dem Deal, weil wir danach weiterarbeiten müssen. Liebe Hildegard Müller, nicht nur, weil ich dich sehe, das Thema nicht-tarifäre Hindernisse ist einfach gesagt, aber dann im Einzelfall auch kompliziert umgesetzt. Und hier brauchen wir Bewegung. Ich bin trotzdem nach wie vor optimistisch, dass das gelingen kann. Es ist aber auch klar, dass die Europäische Union bereit wäre, zu handeln. Wir wollen aber nicht drohen, wir wollen zu einer Lösung kommen. Self-Confidence auch deshalb, weil wir ein Fundament haben, das stimmt. Der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung ist immer noch bei knapp 20%. Wir sind damit sehr viel besser als fast alle großen Ökonomien der Welt. Frankreich sind es 10%, in den USA 17,5%. Und die 20% übersetzen sich dann in 770 Milliarden Euro. Die Industrie ist der zentrale Eckpfeiler der deutschen, der europäischen Wirtschaft. Hinsichtlich Investitionen, qualifizierter Beschäftigung. 90% aller Exporte sind auf die deutsche Industrie zurückzuführen. Lassen Sie mich an der Stelle aber auch sagen, dass für mich Industrie und der industrielle Mittelstand, unsere Familienunternehmen dazugehören und hier gar nicht auseinander gehören. Sie gehören zusammen. Innovation, Kooperation mit Startups, Technologien, das Lösungssuchen, die ganze Breite der Industrie ist eine irre Stärke, auf die wir uns stützen können. Sie macht uns auch in der Breite widerstandsfähig, weil wir nicht nur auf einem Bein stehen. Die aktuellen Spannungsfelder und die Volatilitäten sind auch nicht völlig ohne Chance für uns. Auch das habe ich mitgenommen auf meinen Reisen. Deutschland ist interessant für Investoren. Da trägt natürlich auch dazu bei, dass die Unsicherheiten auf dem amerikanischen Kapitalmarkt Kapital nach sicheren Häfen suchen lässt. Und wenn wir nicht völlig verstolpern, können wir davon in bestem Sinne profitieren. Wir können ein sicherer Hafen sein, wir können vor allem ein attraktiver Standort zum Investieren sein. Und da müssen wir die Gelegenheit beim Schopfe packen. Die Zahl der ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland ist im vergangenen Jahr zwar um 2% gesunken, aber mit 23,2 Milliarden Euro
ist der Wert vergleichbar mit den Zahlen von vor 5 Jahren, also vor den Krisen, und der dritthöchste jemals. Im vergangenen Jahr haben rund 1700 Unternehmen aus dem Ausland angekündigt, hier zu investieren. Und das Kapital sucht das Gespräch mit der Bundesregierung. Ich bin sicher, Friedrich Merz hat Ihnen davon auch gestern berichtet. Das Volumen der internationalen Wirtschaftsprojekte beläuft sich auf 23,2 Milliarden Euro, wie gesagt, der dritthöchste jemals verzeichnete Wert. Wir sind weiterhin unter den Top 5 der Investitionsländer weltweit. Und diese Koalition muss auf Wachstum setzen. Wir müssen nach den Zeiten der Stagnation auf Wachstum setzen, auf Markt, auf Wettbewerb, auf marktwirtschaftliche Prinzipien. Wir haben angefangen in mehreren Wellen. Ein erstes Paket ist vor 2 Wochen auf den Weg gebracht worden. Wir haben die degressiven Abschreibungen von 30% auf Ausrüstungsinvestitionen eingeführt. Da kann man jetzt sagen, so richtig doll ist das ja noch nicht, und die Körperschaftssteuer, die wir planen, kommt auch relativ spät, und die Einkommensteuer könnte noch ambitionierter sein. Ja, da haben Sie recht. Und trotzdem müssen wir anfangen und haben diese Signale frühzeitig gesetzt. Noch keine 30, 40 Tage im Amt. Wir haben die steuerliche Forschungszulage erweitert, und wir haben die Abschreibung für E-Fahrzeuge attraktiver gestaltet. Und ich habe vor einigen Wochen gelesen, dass das Wirtschaftsministerium, hat ein Journalist geschrieben, dem wirft man vor, sich nur noch um die Old Economy zu kümmern. Ich frage mich nur, was ist denn das? Ist das Automobil? Ist das Spezialchemie? Ist das Grundstoffchemie? Ist das die Metallverarbeiter? Ist das Stahl? Ist das Rohstoff, Papier, Nahrungsmittel, Mittelstand, Luftfahrt, Schifffahrt? Also wenn das alles Maschinenbau ist, wenn das Old Economy ist, dann können wir, glaube ich, gleich zum gemütlichen Teil übergehen. Ich glaube, das ist das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Ich sehe da hochinnovative Industrien, ich sehe neue Technologien, ich sehe Unternehmen, die Märkte revolutionieren, und ich sehe eine Basis, um die uns Deutschland beneidet. Wir haben heute den Haushalt beschlossen, 2025, der 26er ist angelegt, das Sondervermögen. Und lassen Sie mich ein paar Sätze darauf verwenden. Ja, die Überschriften stimmen heute. Zunächst sind es mal Schulden. 500 Milliarden Euro im sogenannten Sondervermögen Infrastruktur, Klimaschutz, 500 Milliarden Euro für den Bereich Verteidigung. Und dennoch ist beides richtig, wenn wir Strukturreformen nachziehen. Ich habe Ihnen ein paar erste genannt, aber es müssen andere folgen. Es müssen andere folgen, die uns in die Lage versetzen, dieses Geld schnell, effizient zu investieren, die uns in die Lage versetzen, zu wachsen, indem wir zum Beispiel länger arbeiten, indem wir die demografische Situation noch einmal kritisch prüfen. Es war Bundesbankpräsident Nagel, der heute im Kabinett noch einmal deutlich darauf hinwies, dass es ohne länger Arbeiten nicht geht. Und mit Teilzeit werden wir vielleicht Teilzeitmeister, aber bestimmt nicht Weltmeister und schon gar nicht Champions League. Wir müssen in Verteidigung investieren, wir müssen in Infrastruktur investieren. Und wenn ich die Anfragen, die wir bekommen, wenn ich die Gespräche richtig deute, dann können wir aus diesen in den Raum gestellten Investitionen eine ganze Menge machen. Verteidigung braucht Führung. Die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes hängt von vielen Dingen ab. Ja, von Beschaffungsprozessen. Ja, vom Fitmachen der Bundeswehr. Vom Aufholen von großen Innovations- und Technikrückständen. Verteidigungsfähigkeit ist aber auch eine Frage von Führung in Unternehmen. Und es ist mir ein persönlich wichtiges Anliegen, auch aus meiner früheren Tätigkeit heraus. Verteidigungsfähigkeit und auf den Krisenfall vorzubereiten, heißt auch, nicht nur die Bürger mitzunehmen, weil die Bürger sind am Ende Kolleginnen und Kollegen und die Belegschaft. Das heißt,
Zunächst zu investieren, auch im eigenen Unternehmen, sich resilienter zu machen in die kritischen Infrastruktur, in Abwehrfähigkeit, Krisenstäbe wieder zu reaktivieren, sie überhaupt einzusetzen, zu üben mit den Behörden vor Ort, mit der Bundeswehr. Das heißt aber auch Personalplanung darauf auszurichten. Und das ist etwas, wo ich Sie um Ihre Mithilfe bitte. Das können Sie der Politik und nur der Bundeswehr allein nicht überlassen. Zum Zweiten werden wir als Wirtschaftsministerium auch unsere Verantwortung übernehmen. Wir unterstützen die Bundeswehr gerade dabei, die Beschaffungsprozesse zu modernisieren. Und wir werden auch uns um Defense Technologies, Start-ups kümmern in diesem Bereich. Die länglichen und zähen Diskussionen um Dual Use, ja oder nein, gehören, glaube ich, endgültig einer Vergangenheit an. Das bringt mich zum zweiten S von Jack Welch, Simplicity, Einfachheit oder schlanke Strukturen. Ja, wir sind zu langsam, ja, wir sind zu kompliziert, ja, die Genehmigungen brauchen zu lange und ja, wir sind vom Wunsch besessen, alles perfekt zu machen, um dann so viel Vorschriften und Ausnahmeregelungen hinzulegen, um auch jeden Einzelfall irgendwie mit zu bedenken. Würde man alles ausdrucken, wäre wahrscheinlich die Halle nicht nur voll, wahrscheinlich wäre der Eurocampus zu. Einfachheit bedeutet schlank, unbürokratisch, zielgerichtet und das ist es, was ich meinte, wenn ich davon sprach, wie bringen wir eigentlich diese Infrastrukturgelder tatsächlich in die Fläche. Der Standort muss in Infrastruktur investieren, das ist klar. Wir brauchen dafür aber auch andere Kapital- und Beteiligungsmodelle. Derzeit bin ich mit der KfW in Gesprächen, wie wir die KfW und die derzeitigen Beteiligungs- und Fonds so strukturieren, dass wir nicht nur für internationale Kapitalgeber, privat wie institutionell, sondern vor allem auch für die deutschen Anleger attraktiv werden. Dass deutsche Anleger mehrheitlich in Amerika oder woanders Häfen suchen und das Kapital hier nicht investieren wollen, ist total verschenkte Chance. Da müssen wir uns anders aufstellen. Insofern ist für Europa eine leistungsfähige Kapitalmarktunion, eine Savings- und Investmentunion, Conditio sine qua non, aber auch hier können wir unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen das EU-Wettbewerbsrecht verschlanken, um in einem fairen Wettbewerb miteinander zu treten. Und wir werden die Energiepolitik wieder auf, ich würde mal sagen, ein Stück in die Realität zurückführen. Die Energiekosten sind zu hoch und das ist gekommen, weil man den Ausbau von erneuerbaren Energien so in den Fokus gestellt hat, dass andere wichtige Bausteine des berühmten energiepolitischen Dreiecks aus dem Blickfeld geraten sind. Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz oder Bezahlbarkeit. Und da müssen wir ran. Wir werden vor der Sommerpause die Gasspeicherumlage abschaffen, wir werden die Stromsteuer senken und wir werden die Netzkosten deutlich entlasten und ca. 6 Milliarden € von Netzentgelten, die auf TSO-Ebene anfallen, in den Bundeshaushalt übernehmen. Wir werden die Strompreiskompensation fortsetzen und wir verhandeln mit Brüssel gerade den CSAF, also den Beihilferahmen für die Industrien, die Support brauchen aufgrund der hohen Energiepreisstruktur, die wir hier haben. Wir müssen in neue Gaskraftwerke investieren. Wir haben einen sehr genauen Pfad, wann welches Kohlekraftwerk rausgeht. Aus Kernenergie haben wir uns leider schon verabschiedet. Nur über den Plan, was denn dann kommt, über den Einstieg, hat man sich zu spät Gedanken gemacht. Ja, der Koalitionsvertrag schreibt 20 Gigawatt Gaskraftwerke vor. Das wird nicht über Nacht zu machen sein. Aber wir planen damit zum Ende des Jahres die ersten Kapazitäten auszuschreiben, um zwischen 7 und 10 Gigawatt in den Markt zu bekommen, um das Thema Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Was passieren kann, wenn es knapp wird und ein Stromnetz so auf Kante genäht ist, kann man sich auf der Iberischen Halbinsel anschauen. Wir müssen in Technologien investieren, die wir bislang vielleicht nicht so im Fokus hatten oder wo wir uns schwer taten. Ohne CCS wird es nicht gehen. Wenn wir auf dem Gaspfad sind,
dann braucht es CCS, um das Thema Klimaneutralität voranzubringen. Wir haben KI, wir haben Biotech, wir haben Quantum. Meine Kollegin Dorothee Beer hat Ihnen sicherlich über Fusion viel erzählen können. Wir müssen in Speicher investieren, in Semiconductors. Vor allem aber darf der Begriff der Technologieoffenheit nicht mehr zum Kampfbegriff mutieren. Es war als Kampfbegriff ich mal sagen, ein Stück vergiftet. Für mich ist Technologieoffenheit aber die Rückversicherung, keine Chance zu verpassen und an allem, was sich weltweit tut, teilzuhaben, zu prüfen, ob wir das auch machen können, von vornherein zu sagen, dass wir jetzt schon alles technologisch hätten, um 2050 erfolgreich zu sein. Ich glaube daran nicht, dafür sind die technologischen Sprünge zu schnell, sie sind zu hoch, sie sind zu spannend, als dass wir uns erlauben könnten, auch nur einen zu verpassen. Und deshalb müssen wir an der Stelle nehmen, was wir bekommen können, worein wir investieren können. Das trifft für das Energiesystem zu, wie für alle anderen Forschungsbereiche. Wir müssen Zum Thema Bürokratieaufbau habe ich schon einiges gesagt. Das kann ich nur anreißen. Das Once-Only-Prinzip, was unsere baltischen Nachbarn schon längst implementiert haben, soll in einem deutschen neuen Unternehmensbasisdatenregister endlich auch wahr werden. Also wenn man einmal seine Daten hinterlegt hat, dann nicht noch ein zweites Mal, drittes, viertes, fünftes Mal befragt zu werden. Und aus dem Prinzip One in, One out muss One in and Two out werden. Ein Wort zu Europa. Wenn die Europäische Kommission nicht mitzieht, dann wird es schwierig. Ich nehme erst mal positiv wahr, dass die Kommission die Wettbewerbsschwäche in Europa als Problem identifiziert hat und bereit ist, Dinge zu ändern. Immerhin hat sie schon mal das Wording verändert, vom Clean Deal zum Clean Industrial Deal. Derzeit sucht die Kommission, wie viel Delegated Acts es eigentlich gibt. Man ist bei mittlerweile über 1000. 1000 Delegated Acts hat die Kommission entdeckt und es werden täglich mehr. Die Abschaffung derselben heißen praktischerweise Omnibus. Ich fürchte nur, ein Omnibus wird nicht reichen. Am Ende brauchen wir das Ausmaß eines australischen Eisenerzzuges. Holger, du weißt, wovon ich spreche. Der längste ist übrigens von BHP, 7,3 Kilometer, 682 Waggons. Das reicht für 2/3 der Delegated Acts. Wir müssen auf Geschwindigkeit achten. Und Geschwindigkeit, da wäre für mich dann, wenn man schon im Omnibus und im Mobilbereich bleibt, dann der Shinkansen. Denn das dritte Gewinnerprinzip von Jack Welch, Sie erinnern sich, war Speed. Speed, Geschwindigkeit. Denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen uns bewegen. Wie gesagt, der globale Wettbewerb, der schläft nicht. Wer stehen bleibt, fällt zurück. Die Zeit zu handeln ist jetzt und Perfektion ist bekanntlich der Feind des Guten. Wer auf die perfekten Antworten wartet, der wird unweigerlich überholt werden. Wir leben in einer Zeit, in der Wandel zur Konstanten geworden ist. Das ist für Unternehmen eine permanente Herausforderung. Das ist für Führungskräfte in Unternehmen eine permanente Herausforderung, weil der Wunsch danach, dass es irgendwie langsamer werden möge, ein menschlich verständlicher ist, aber der kommt nicht zurück. Und dass das für Unternehmen an Geschwindigkeit geht, muss auch für die Politik gelten. Was wir von Ihnen erhoffen, erbitten, erwarten, was ein Unternehmen von sich erwartet, sich anzupassen, Geschwindigkeit in der Veränderung aufnehmen zu können, das muss für die Regierung auch gelten. Die ersten Maßnahmen konnten wir bereits in Kraft setzen, die nächsten werden kommen, aber wir haben eine lange, lange Wegstrecke noch vor uns. Und gleichwohl bin ich optimistisch. Ich bin optimistisch, dass Schlusslicht, Scheuklappe und Stillstand gestern war und dass Speed, Simplicity und Self-Confidence heute und morgen ist. Eine neue Geschwindigkeit, auf die wir uns einstellen müssen, in einer Welt, die sich immer schneller dreht, technologisch, innovativ, auch mit globalen Playern, dass wir neue Ideen ausprobieren und wir neue Antworten in neuen Zeiten finden. Führung hat viel mit Stärke zu tun und Stärke kommt von Anstrengung, von Training. Ich bin selbst passionierte Bergsteigerin.
Da kommen sie nur hoch, wenn sie Ausdauer haben, wenn sie im Training bleiben und wenn sie immer wieder Muskeln trainieren. Und dieses sozusagen Muskeltraining innerhalb des Staatsapparates ist notwendig, um uns fit zu machen. Anstrengung, Fokus und Siegeswillen, das kann man nicht nur ihnen überlassen, das dürfen sie auch von uns einfordern. Und es braucht die Bereitschaft, global Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe überall in Europa und der Welt ein großes Aufatmen, dass sich Deutschland zurückmeldet, dass sich die Regierung zurückmeldet. Das hat Friedrich Merz nicht nur gestern bei Ihnen deutlich gemacht, das macht er in Europa, das macht er bei seinen Besuchen auf den Gipfeln, das hat er in Amerika deutlich gemacht. Es braucht Bereitschaft, global Verantwortung zu übernehmen. Und wer Verantwortung übernimmt, muss dann auch führen und er muss liefern. Unsere Partner wünschen sich das, unsere Verbündeten erwarten das und die Bürgerinnen und Bürger verlangen das. Wir sind dafür bereit. Wenn Sie es auch sind, dann beginnt die Zeit gleich jetzt. Vielen Dank. Einige Punkte auf jeden Fall, an die wir gleich anknüpfen können. Aber wir holen erstmal auf die Bühne Patrick Wendler, den CEO von BP Europa, Vanessa Bachhofer, geschäftsführende Gesellschafterin von Mack & Schneider, Barbara Frey, Mitglied des Executive Committees bei Schneider Electric und Rocco Bräuniger, der Vice President Country Manager von Dach und EU von Amazon. Herzlich willkommen. Das war viel auch Spannendes auf jeden Fall dabei. Ich sage das nur, weil wir ein kleines bisschen überzogen haben. Ich muss mal direkt eine Frage stellen. Wenn Sie sich ein Thema rauspicken würden aus Ihrer Rede, von dem Sie sagen, das ist das tatsächlich, was wir jetzt am ehesten und konkretesten angehen müssen, welches ist das? Ich glaube zunächst, das Thema Handel und Handelsstreitigkeiten und Zölle zu regeln. Das schafft so viel Unsicherheit. Und im Geleitzug der Handelsdifferenzen steht ja auf der anderen Seite China mit Exportkontrollen, die derzeit dazu führen, dass stellenweise Produktionsbänder stillliegen. Das wiederum ist aber ein Thema, was auch die amerikanische Wirtschaft schwer trifft. Und hier findet man vielleicht sogar Gemeinsamkeit über das Thema Rohstoff, Resilienz, Gewinnung, Rückgewinnung, gemeinsame Themen zu finden und aus dem Kampffeld der Zölle rauszukommen. Aber wir müssen das Zollthema dringend lösen, sonst sind die kleinen, flackernden, positiven Erholungszeichen, die uns manche Ökonomen jetzt mitgegeben haben, auch sehr schnell wieder erloschen. Sie haben letzte Woche in den Tagesthemen... Kommt mir manchmal auch so vor, dass es letztes Jahr war. Ja. Genau. In den Tagesthemen war es, glaube ich, ein Interview gegeben und gesagt, dass das, weil Sie in den USA waren und gesagt, das sieht eigentlich ganz gut aus mit einem Zollabkommen, was die nicht-tarifären Handelshemmnisse angeht. Das Wall Street Journal hat am Tag darauf berichtet, es gibt tatsächlich schon ein Papier. Wie weit ist man? Jetzt kann ich den ganz internen Stand hier unmöglich berichten, weil wir A, niemanden bruskieren und B, das ein Stück auch Moving Target ist. Was ich aber deutlich gemacht habe und was ich von allen Gesprächspartnern auf dem Hill, in der Administration, von amerikanischen Unternehmen oder auch politischem Umfeld mitgenommen habe, die negativen Implikationen auf die amerikanische Wirtschaft sind ja ebenso spürbar. Und die Frage ist jetzt, geht man durch jedes einzelne Dossier bis zum letzten Zoll oder etwas bildlich bis zur letzten Schraube oder schafft man schnell Sicherheit durch ein Rahmenabkommen, was große Punkte adressiert, den Druck wegnimmt. Das muss dann allerdings auch erfolgen, weil die Briten gerade lernen, das ein Papier zu haben und Maßnahmen umgesetzt zu bekommen, auch nochmal zwei verschiedene Sachverhalte sind. Aber an einem, wenn wir sagen, Two-Pager zu arbeiten, ist derzeit unser Ziel.
Branchen sind ja hinlänglich nicht nur bekannt, sondern sind unter ganz besonderem Druck. Die Stahlindustrie mit den Zöllen, die Automobilindustrie, die dringend Klarheit braucht, die vielen Automobilzulieferern, bei den Automobilzulieferern in diesem Geleitzug auch noch USMCA, wo wir ebenfalls einen Blick drauf haben müssen. Wie gesagt, ich bin noch optimistisch, weil es auch nichts bringt, die Amerikaner öffentlich zu beschimpfen. Wir wollen zusammenarbeiten. Wir haben zusammen dieselben Herausforderungen. Wir haben auch dieselben Wettbewerber, die mit unfairen Zöllen, mit Dumping versuchen, Weltmärkte zu beeinflussen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, auf diese Gegner. Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Themen natürlich, die Sie auch angesprochen haben, die natürlich auch im Haushalt angesprochen worden sind, teilweise angelöst worden sind, sage ich jetzt schon mal so. Frau Machhofer, würden Sie sagen, dass Sie auch das Gefühl haben, die wichtigsten Themen sind zurzeit adressiert? Vielleicht mal ganz kurz so, in welche Größenordnung ich hier sitze, ja, weil also alle neben mir sind sehr viel größer als ich. Also Schneider Electric ist quasi wir mal 1000. Ja, wir haben 140 Mitarbeitende, machen ungefähr 37 Millionen Euro Umsatz, sind Automobilzulieferer und verarbeiten Kunststoff. Und deswegen ein Repräsentant der deutschen Wirtschaft, muss man sagen. Ja. Genau. Also das nur mal zur Einordnung. Also was wir grundsätzlich natürlich jetzt mal gemerkt haben, das ist so mal Vorschusslorbeeren an Sie, Frau Reiche. Also eine Bundesregierung ist tatsächlich ein Standortfaktor und irgendwie auch ein Stimmungsmacher. Also wir sind schon mal deutlich positiver gestimmt als noch so vor 1-2 Jahren. Wir müssen aber auch sagen, also wir haben natürlich seit 2021 an unserer Marge ordentlich Federn gelassen. Also wir würden gerne unsere Marge gerne mal wieder da halten, wo sie vielleicht mal vor einer Weile war. Das hat angefangen mit Lieferkettenunterbrechungen damals zu Corona-Zeiten. Dann läuft eben relativ viel Kapital dann auch in Stockkeeping, Double Sourcing, wie auch immer. Energiepreise für uns ein Riesenthema, die haben sich allein vom Arbeitspreis verdreifacht, ja, und wir kommen auf das Niveau von 2019, kommen wir nicht mehr zurück. Und das ist schön, dass jetzt an Netzentgelten und an Steuern und so weiter gedreht wird. Das freut uns natürlich auch an der Versorgungssicherheit, aber man muss einfach sagen, es ist einfach immer noch zu viel. Es ist immer noch 3-mal so hoch vom Basispreis her, wie es eben 2019 mal war. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, also erneuerbare Energien, super Sache, ja, kostet nichts, haben wir auch gemacht. Also unser ganzes Dach ist voll mit Photovoltaikanlage, aber wir sind jetzt an einem Punkt, da ist jetzt Energieeffizienz für uns kein Business Case mehr. Also die Photovoltaikanlage, die war natürlich abbezahlt also hat sich amortisiert innerhalb von 4-5 Jahren. Ja, und mittlerweile sind wir an einem Punkt, also jetzt lohnt sich eigentlich nicht mehr. Ja. Und jetzt macht es auch irgendwie keinen Spaß mehr. Und dann kommt ein Energieeffizienzgesetz mit so einem kleinen Ding durch die Hintertür. Ja, so, vielleicht kein Energiemanagementsystem, aber eine Auditpflicht. Ja. Also und solche Sachen, die ärgern uns als KMU dann natürlich wahnsinnig. Ja, weil im Endeffekt, ja, wir haben das Audit gemacht, inhaltlich kam nicht viel dabei rum. Ja, aber Geld hatten wir los und Erkenntnis war 0. Ja. Also insofern, genau, Energiepreise ist ein großes Thema für uns. Was wir auch merken, wir haben Druck auf die Entgeltstruktur bei uns und das hängt maßgeblich an den Lebenshaltungskosten. Also Wohnbau, Miete, sonst was, da muss ich auf jeden Fall was tun. Das merken wir. Das ist nicht so, dass unsere Leute irgendwie undankbar sind, sondern die merken einfach, es bleibt weniger netto vom Brutto hängen, allein weil sie so viel Geld in das ganze Thema Wohnen stecken müssen, sich vielleicht auch ein Eigenheim gar nicht mehr leisten können. Also das merken wir verstärkt und wir können einfach nicht mehr dann irgendwie mitgehen. Ja. Also wir haben die Kapitaldecke nicht, dass wir dann sagen können, ja, wir können jeder Entgeltforderung hinterher springen. Ja. Von daher, das ist nochmal eine Bitte an Sie. Also das Thema habe ich jetzt nicht gehört in Ihrem Vortrag, aber wäre wichtig für uns. Ist auch das tatsächlich, was Christian Sewing gestern gesagt hat, ne, dass wir unabhängig davon natürlich, dass die Industrie jetzt langsam einen Hochlauf, sage ich mal, plant, dass natürlich die privaten Konsumausgaben relativ niedrig sind, zurzeit die Sparquote relativ hoch. Frau Reiche, möchten Sie direkt darauf antworten? Ja, also zur Energie könnte ich natürlich einen abendfüllenden oder tagesfüllenden Vortrag halten. Also von mir werden Sie den Satz nicht hören, der ist ja so bekloppt wie simpel, dass die Sonne keine Rechnung schickt. Sowas kann man sich wirklich nur ausdenken, wenn man von Energie nichts versteht. Der Zubau von erneuerbaren Energien hat zu massiven Netzausbau geführt. Die Netzbetreiber haben das gebaut, was die Regierung bestellt hat. Und das fröhlich. So, und das äußert sich in Netzentgelten, die auf ein völlig unrealistisches, auch auf völlig überzogenes erneuerbaren Ziel ausgesteuert ist. Setzt man nur auf erneuerbare Energien und nicht auf Backup, baue ich 2 parallele, super teure Systeme. Ich habe dem Markt Liquidität entzogen, weil ich Energie sozusagen Supply, weil der Short ist. Was wir momentan schwer kompensieren können,
ist, dass perspektivisch Gas teurer bleiben wird, weil wir auf LNG setzen in der Mangelung von viel Pipeline-Gas. Zumindest jetzt meine Erwartung nicht da, übermorgen da zurückzukommen. Norwegen wird perspektivisch weniger importieren und part of the deal mit Amerika wird sicherlich auch LNG sein. Wir müssen überhaupt LNG diversifizieren. Sind die Kosten höher? Die Anlandekosten, das ist ganz klar. Reden wir immer vom Faktor 2 bis 3, wenn es gut geht. Wichtig ist, dass der Markt in Zukunft mit LNG, ich will nicht sagen geflutet wird, aber die Kapazitäten gehen hoch. Das hat zumindest einen preisdämpfenden Effekt. Den Netzausbau, der jetzt da ist, den können wir nur anpassen, indem sich der Zubau der erneuerbaren Energien am Netz orientiert und nicht mehr umgekehrt. Die Verantwortung muss auch auf diejenigen, die vom erneuerbaren System profitieren. Wo wir über Baukostenzuschüsse sprechen, das wird den Business Case nochmal nach unten bringen. Aber es hilft nichts. Ich kann nicht nur profitieren zu Lasten von Industrie und Verbrauchern. Das wird sich ändern müssen. Darf ich ganz kurz an der Stelle nachfragen, weil da ist tatsächlich bei mir auch nochmal ein Fragezeichen mit Blick auf den Haushalt hochgekommen. Da steht ja jetzt drin, dass Sie, also da stehen unterschiedliche Sachen drin, wie Sie den Energiepreis senken wollen. Und eine davon hat Sie auch angesprochen, ist die Absenkung der Stromsteuer. Die gilt aber, wenn ich das richtig in dem Papier gelesen habe, nur für Industrie und Agrar. Aber da, was zum Beispiel nicht drin ist, ist Dienstleistung und Handel. Wenn es aber natürlich darum geht, dass eben halt auch andere Unternehmen nicht mehr ihre Produkte verteuern müssen, wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn es für die gesamte Wirtschaft gegolten hätte, oder? So die Absenkung der Stromsteuer. Meines Wissens stand das auch so im Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag weist tatsächlich aus, die Stromsteuer für alle dauerhaft zu senken auf 0,2, beziehungsweise für die Verbraucher, privaten Haushalte sind es ja 1 Cent die Kilowattstunde. Hier trifft dann sozusagen Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit. Und wir haben das gemacht, wo ich glaube, dass wir den größten Druck haben. Wenn der Standort Deutschland und die Produktionskosten in den Griff zu kriegen sein müssen und wir uns darauf konzentrieren sollen und zu Recht, dass wir das tun, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern, wieder zu verbessern, müssen die Maßnahmen auch ein Stück sich fokussieren. Und deshalb haben wir die Industrie plus Agrar im Fokus. Das heißt für die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Stelle weniger. Dafür entlasten wir die Verbraucher bei der Gasspeicherumlage und das Wegnehmen der Netzentgelte oder die Entlastung durch die Netzentgelte ist auch ein Teil der Entlastung. Die Möglichkeiten wären mehr, aber wir schrauben, muss auch noch mal zu sagen, wir reparieren hier mit Steuergeld etwas, was Politik über Jahre, ich will sagen Jahrzehnte falsch angelegt hat. Wir müssen zu einer Korrektur des Systems kommen. Und daran müssen wir arbeiten. Alle Entlastungsmaßnahmen, die wir jetzt teuer aus dem Haushalt bezahlen, sind am Ende das Ergebnis von einer, ich würde mal sagen, bestenfalls suboptimal geplanten Energiewende. Da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch schon viel drüber gesprochen, haben in Ihrer alten Rolle auch schon ein paar Mal viel drüber gesprochen. Herr Wendeler, Sie wollten noch was dazu sagen. Nein, also erstmal kann ich das alles nur großartig begrüßen und richtig finden, dass wir die Stromkosten uns angucken und end-to-end denken und nicht nur die Steuern senken, auch ganzheitlich angucken und die Effizienz anfangen, end-to-end zu gucken. Was mir als Energievertreter hier in der Runde, glaube ich, wichtig ist, dass wir nicht nur über Strom, sondern auch über Moleküle sprechen. Sie haben angefangen, das zu tun. 80% aller Endverbraucherenergien sind heute Moleküle und selbst nach einer Stromwende werden wir Moleküle brauchen. Und insofern müssen wir auch da an die Rahmenbedingungen denken, die es braucht, um investieren zu können. Ich nehme das Beispiel nicht nur Wasserstoff, auch Bioenergie. Wir glauben, dass wir noch sehr viel mehr Potenziale haben, diese Technologie auszunutzen, mit mehr Flexibilität beispielsweise, was die Feedstocks, also die Inputs angeht. Wir brauchen diese Technologien nicht zuletzt auch für die Grundstoffindustrie. Chemische Industrie haben Sie angesprochen. Raffinerien waren vorhin hier ein großes Thema. Die müssen transformiert werden. Das braucht viel Investitionen und dafür brauchen wir Business Cases, die das erkennen lassen. Und da wäre es mir wichtig, dass wir nicht nur Strom, sondern auch Moleküle denken und dann den dritten Teil, was die Infrastruktur angeht, CO2, Sie haben es angesprochen, CCS und das sektorenübergreifend, das hat viel Potenzial, ist aber auch komplex und schwierig. Aber ist es nicht da, dass Sie da auch zuletzt bei diesem ArcelorMittal-Fall, der ja auch durch die Medien ging, so ein kleines bisschen
einen Schmerz fühlen tatsächlich, weil es ist halt, also das ist ja das Beispiel, die haben stark auf Wasserstoff gesetzt und machen es jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, dass Wasserstoff in allen Farben, vor allem blau auch und dann grün, eine Rolle spielen wird, auch bei dieser Integration der Sektoren. Ich nehme ein Beispiel. Wir investieren in Windenergie, um Elektronen zu produzieren, mit denen wir Elektrolyseure betreiben, die Wasserstoff produzieren, also wieder stofflich, mit denen wir dann nachhaltige Kraftstoffe, nachhaltigere oder ganz nachhaltige Kraftstoffe produzieren oder Grundstoffe für die chemische Industrie. Also ich glaube, Wasserstoff wird eine Rolle spielen. Wir investieren, wir sind noch ein gutes Stück vor der Kurve. Es muss noch mehr passieren, aber es wird eine Rolle in der Dekarbonisierung und Defossilisierung spielen. Also das heißt, es gibt bei Ihnen jetzt tatsächlich nicht, und weil das ist ja manchmal so ein bisschen zu befürchten gewesen. Also wir sind sehr, sehr weit nach vorne gelaufen, was das Thema Erneuerbaren und so weiter angeht, dass Sie jetzt sagen, wir hören jetzt auf und wir machen nichts mehr, sondern das ist tatsächlich nach wie vor nur eine Hoffnung, die Sie pflegen. Auf jeden Fall. Also, aber Sie haben recht, wir sind sehr weit gelaufen und wir haben festzustellen, dass wir teilweise zu weit gelaufen sind und Rahmenbedingungen sich verändert haben, Regulatorik nicht so gekommen ist, wie wir das erwartet haben. Und insofern gibt es die Notwendigkeit, im Übergang von einem auf das andere Energiesystem auch immer wieder Kurs zu korrigieren. Und das soll nicht bedeuten, schwarz-weiß, rein oder raus, sondern das ist normal. Dazu sind wir aufgefordert als wirtschaftlich agierendes Unternehmen, was eine Verantwortung auch für Investoren hat und Renditeerwirtschaftung. Ich möchte jetzt gerne ganz kurz noch mal auf das andere Thema kommen, was ist halt, Herr Bräuninger, Digitalisierung, ne? Das ist ja auch ein großes Thema. AI, Digitalisierung, neue Technologien und so. Das soll ja auch alles jetzt mit dem Investitionsprogramm mit gefördert werden etc. Sie brauchen das nicht, wenn wir irgendwie fertig sind und wenn das irgendwie alles, wenn die Netzentgelte dann runter sind und wenn die Stromkosten alle runter sind. Sie bräuchten das eigentlich jetzt, oder? Sie bräuchten jetzt die perfekte Infrastruktur, damit Sie in Deutschland stärker investieren. Ja, also, Sie brauchen Ihr Mikrofon. Sorry. Ja, also erstmal, man muss sagen, wir sind jetzt seit 25, 26 Jahren in Deutschland und wir sind sehr happy und wir investieren sehr stark. Seit 2010 haben wir 77 Milliarden investiert. Wir werden in den nächsten 2 Jahren weitere 10 Milliarden investiert in Rechenzentren, in Infrastruktur, in Logistik. Unter anderem heute erst wieder bekannt gegeben, eine Bestellung über 5000 Mercedes-Benz E-Vans, die in Deutschland gefertigt werden. Gut fürs Klima, gut für die Kunden, schnelle, nachhaltige Lieferung. Gut für Mercedes. Und gut für Mercedes. Aber wir investieren natürlich auch in unsere kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben 47.500 kleine und mittelständische Unternehmen, die über Amazon verkaufen. Und genau da ist es wichtig, die Infrastruktur und die entsprechenden Erleichterungen hinzusetzen. Weil was wir von denen immer hören, von denen ihren Tech-Teams sind 40% damit beschäftigt, Compliance voranzutreiben und dass sie compliant sind. Bei denen wachsen die Compliant-Teams schneller als die Innovationsteams. Da wirklich Innovation voranzutreiben, da muss eine Änderung herkommen. Und wir haben ja schon gestern und heute auch viel über Bürokratieabbau und Vereinfachung und Frau Reiche, Sie haben es ja auch gesagt, die Reformierung des EU-Wettbewerbsrechts und der Wettbewerbsgestaltung, die muss sein. Wichtig dabei ist natürlich auf EU-Ebene, aber für uns natürlich auch auf Deutschland-Ebene, dass wir dann auch aufhören mit diesem Goldplating. Immer wieder von Deutschland noch was raufsetzen. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel mit der Batterieregelung. Also warum muss Deutschland da noch einen raufsetzen? Warum können wir nicht einfach, es gibt eine EU-Regelung, die anzunehmen und dann praktisch... also Sie sagen, one in, two out ist noch lange nicht da, sondern es ist one in... Hier reden wir noch nicht mehr von Abbau von Bürokratie, hier reden wir von zusätzlichem Aufbau von Bürokratie. Und da muss wirklich noch viel passieren. Die ersten tatsächlich positiven Signale mit dem deutschen Lieferkettengesetz sind ja da, aber es gibt eben auch noch die andere Seite. Frau Reiche, da muss ich Sie mal fragen. Das war ja ein großes Thema, dass Sie aus der Industrie kommen. Sie sind natürlich ursprünglich Politikerin gewesen, waren dann in der Industrie, jetzt sind Sie wieder zurück. Ich war erst mal ursprünglich Wissenschaftlerin, aber... Das, glaube ich, verliert man nie. Genau. Also, jetzt wird aber viel darüber gesprochen, dass wenn man... das heißt, okay, man kommt mit der Erfahrung aus der Industrie und man hat ein Verständnis dafür, wo die Probleme sind, hat selber mit diesen Regularien zu kämpfen gehabt. Jetzt haben Sie aber mit denen zu tun, die die Regularien aufgesetzt haben. Haben Sie denn das Gefühl, man dringt da relativ schnell durch, auch in so einem Ministerium? Schnell sicherlich nicht und es braucht doch nicht ein Ministerium, es braucht erstmal den Willen. Und es wird das Haus fordern. Das ist so. Das ist, glaube ich, mit jeder großen Organisation so, die man übernimmt.
ist man irgendwo neu in einem Unternehmen und hat eigene Ideen. Wie heißt es so schön, bis du den Laden gedreht hast? Das dauert. Ich hoffe, wir arbeiten dran, dass jedem klar ist, dass wir innerhalb von diesen 4 Jahren einen substanziellen Fortschritt machen. Ich glaube, niemand erwartet, dass über Nacht alle Bürokratie verschwindet. Eine kluge Regulierung oder kluge Regeln setzen ja auch kluge Leitplanken. Man darf es nur nicht überziehen. Oder eine Regulierung erfinden, aufsetzen, die ein sich entwickelndes Feld von Data Science bis hin zu Wasserstoff mit so viel Komplexität erstickt, dass ein Business Case vollkommen unmöglich ist. Also hätten wir erneuerbare Energien von Anfang an so reguliert, nicht ein Windrad wäre gebaut worden. Das würde manche freuen, aber man hat einen Rahmen und hat dann verschmälert. Ich glaube, das muss sich tatsächlich ändern. Wir müssen auch lernen, dass es eine Güterabwägung gibt. Die Güterabwägung war in den letzten Jahren, ich fand sie einseitig. Jedem hier ist klar, dass Klimaschutz wichtig ist. Kein Unternehmen kann es sich leisten, hinsichtlich Kapitalgebern, Mitarbeitern, Produkt und Absatz, Ziele zu ignorieren, respektive zu sagen, das ist für mich kein Thema, ich kümmere mich nicht. Aber wenn Klimaschutz so organisiert ist, dass damit kein Geld zu verdienen ist und dann von den Unternehmen, die transformiert werden müssen, zu erwarten, dass sie mit sinkendem Kapital und Feedstock die Transformation stemmen können, dann geht das in die falsche Richtung. Und das muss man verstehen. Politik hat, glaube ich, auch einen Fehler gemacht, dass Transformation als linearer Prozess verstanden wird. Also wir haben Ziel 1990, dann haben wir 2050, dann geht es so gerade hoch und da kommen wir irgendwie an. Jeder weiß, dass das in einem Unternehmen niemals der Fall ist. Du kommst da vorne, du hast Rückschritte. Jeder, auch in dem Ministerium, weil die haben die Regeln ja gemacht. Die Regeln wurden nicht nur von einem Ministerium gemacht, aber kaskadierend von Klimaschutzzielen, die dann die Europäische Union jeweils übersetzt hat in nationale Ziele und Sektorziele. Da müssen wir zurück. Wir müssen flexibler werden. Wir haben sehr starre Ziele in Bezug auf 30, 35. Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt 2045. Paris sagt 2050. Ja, die Bundesregierung, frühere, haben Ziele, ich weiß nicht, ob man das sich vorher tatsächlich immer durchgerechnet hat, nach vorn verschoben und das Ambitionsniveau noch einmal nach oben geschraubt. Und ich glaube, eine Harmonisierung mit internationalen Zielen täte gut, ist aber im Koalitionsvertrag für alle, die jetzt hier dabei sind und mitschreiben, nicht festgelegt. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir schauen, was ist in welchen Zeiträumen machbar, zu welchem Preis. Mhm. Frau Frey, Sie haben einen ganz guten Vergleich. Ne? Schneider Electric, großes Unternehmen, ne? Frankreich, Deutschland. Investieren Sie, reicht das für Sie eigentlich, das, was Sie jetzt gerade hier so alles hören, um zu sagen, Deutschland, das ist super, wir setzen auf die Wettbewerbsfähigkeit, wir investieren weiter? Also, die Wettbewerbsfähigkeit setzt sich ja nicht nur aus dem Strompreis zusammen. Ja. Es ist ein wichtiges Element. Das ist aber wichtig, dass Sie sagen, weil wir sehr, sehr viel über den Strompreis Genau. Es ist nicht nur der Strompreis und ich finde es super, dass die Diskussion jetzt wieder geführt wird vom Mix. Ist schade, hat Deutschland Nein zu Nuklear gesagt, Frankreich nicht. Und ich glaube aber auch noch die Produktivität auf der Seite der Produzierenden. Und die ist zurzeit von der Bundesregierung zu wenig beachtet. Digitalisierung muss Bestandteil der Förderungsprogramme sein. Und wenn wir aber einen Investitionsbooster haben, der sich auf CAPEX orientiert und nicht OPEX, ist das aus meiner Sicht falsch, längerfristig. Weil OPEX bedeutet, ich habe Softwarelizenzen, ich habe Services, die damit im Zusammenhang stehen. Und ich glaube, Produktivität langfristig kommt davon, dass wir weniger Ressourcen effizienter brauchen. Sei es jetzt Energie, sei es Rohstoffe, was auch immer. Und das ist zurzeit, hat zu wenig Beachtung. Also wir reden eben viel über die Supply-Seite, aber zu wenig über die Demand-Seite. Und wie unterstützen wir eben auch kleinere Unternehmen auf dieser Reise? Was gibt es für Möglichkeiten auch mit Datenaustausch? Ich brauche Daten, um künstliche Intelligenz anzuwenden. Und diese Rahmen brauchen wir auch. Und ich glaube, das ist sogar längerfristig wichtiger als der Strompreis. Okay, da haben wir gestern schon kurz drüber gesprochen. Das Problem ist aber ja, Unternehmen teilen noch nicht viele Daten oder haben sie noch nicht harmonisiert genug, zum Beispiel auch, also selbst im Unternehmen selber, geschweige denn zwischen Unternehmen.
Braucht es dafür eine andere Regulierung oder braucht es dafür ein anderes Mindset? Ich glaube, es ist ein Mindset. Also wenn wir schauen, ich glaube, wir haben nicht ein Innovationsproblem in Deutschland oder Europa, sondern ein Anwendungsproblem. Und wenn ich schaue, wie Indien, China oder auch die USA damit umgehen, sind das Welten. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr unternehmerischen Mut, zu sagen, das ist jetzt, was wir möchten. Und das fehlt zurzeit. Und das sehen Sie aber in Frankreich stärker als in Deutschland? Ich würde mal sagen, Frankreich und Deutschland sind ziemlich ähnlich in dem Bereich. Es gibt ein paar mutige Unternehmen, die finden wir auf beiden Seiten, aber es ist die Ausnahme und nicht die Regel. Während ich in China oder auch in den USA das eher die Regel ist. Ich wollte gerade sagen, das ist halt, wenn das die beiden, zwei der größten Länder Europas ähnlich haben, ist das kein gutes Zeichen für Europa. Das stimmt absolut. Wollten Sie gerade was dazu sagen? Ich hatte das Gefühl, Sie wollten was dazu sagen. Also das AI nicht nice to have ist, sondern ein must have und jeden Wirtschaftsbereich unser Leben durchdringen wird, ist klar. Dafür braucht es Rechenleistung. Es hat zwei Komponenten. Das eine ist die reine Infrastruktur, also Stromnetzanschluss, Energieversorgung, Platz, Netz, Genehmigung. Die andere Seite ist der Traffic auf den GPOs. Wie kriegen wir den dahin? Wenn sich die Bundesregierung vornimmt, ein Gigahub-Factory zu fördern, anzureizen, brauchen wir das Datenvolumen darauf. Und nicht nur vom Bund, von Hochschulen, von Unternehmen, vom Mittelstand, um diese Datacenter vernünftig betreiben zu können. Sonst reden wir über Kleinanwendungen, aber werden sozusagen den Value, der in Daten steckt, niemals heben können. Und da bin ich bei ihm, das ist dann wiederum eher ein kulturelles Problem. Allerdings muss man auch sagen, muss dann auch bezahlt werden. Ne? Also Frau Beer wird dann mit den Hochschulen sprechen müssen, wenn die Kapazität buchen, wie das zu zahlen ist. Ja. Waren Sie enttäuscht, als Sie gelesen haben, dass man sich nicht auf ein Konsortium für eine AI-Gigafactory hat einigen können? Nun warten wir mal ab. Also ich höre aus der Wirtschaft sehr wohl, dass das als Conditio sine qua non gesehen wird. Es geht hier nicht schlicht um Fördergeld, es geht darum, das möglich zu machen und möglichst viele auf die Gigafactories zu bringen, möglichst viel Datenvolumen. Das ist der Klein- und Mittelstand, genauso wie die großen und die öffentliche Hand. Also ganz pessimistisch wäre ich da nicht. Allerdings brauchen wir hier andere europäische Regelungen. So wie es momentan ist, verlieren wir den Wettbewerb. Mhm. Sie wollten was sagen, Herr Brenner? Ja, zum Thema AI. Also erstmal muss man schon sagen, wir haben in Deutschland schon die klugen Köpfe und wir wissen schon und auch die Technologie, um was zu machen. Allein für Amazon kann ich sprechen, wir haben in Deutschland, in Tübingen AI-Technologie entwickelt für die virtuelle Anprobe. Wir haben hier in Berlin AI-Technologie, die 20.000 Kundenreviews zusammenfasst, um die wichtigsten Punkte rauszunehmen. Da kommt wirklich viel raus. Das Wichtige ist aber, dass wir insgesamt die Rahmenbedingungen schaffen, damit es wirklich einfach ist und rechtlich, dass man keine Angst hat, dass was immer ich mache, da kriege ich hinterher eine große Strafe dafür, sondern dass die Rahmenbedingungen da sind, dass man einfach mal was ausprobieren kann, dass man innovativ sein kann. Innovativ heißt auch, wenn ich schon vorher weiß, dass es funktioniert, dann bin ich nicht innovativ. Und es fehlt in Deutschland noch. In Deutschland macht man erst Sachen, wenn man 25 verschiedene Analysten hat und dann noch eine Consulting-Firma, die einem genau sagt, okay, das wird funktionieren. Und nicht irgendeine Consulting-Firma. Meistens müssen es spezifisch sein. Aber dann ist man nicht innovativ. Oder wie gestern jemand auch gesagt hat, wenn man sich sicher fühlt mit dem, wie es läuft, dann ist man einfach nicht schnell genug. Und dieser Mindset-Shift, der muss einfach noch in Deutschland auch stattfinden. Dazu gehört allerdings auch beim Thema AI, dass wir das mehr demystifizieren. Das muss raus aus das ist ein Thema von CEOs und irgendwelchen Tech-Teams. Das muss in die Bevölkerung rein. Und da sind wir nämlich in USA, in UK, in den skandinavischen Ländern und in Asien natürlich auch schon viel, viel weiter. Und da müssen wir einfach auch dran arbeiten, um diesen Mindshift hinzubekommen, dass in der Bevölkerung, ja, wir müssen es regeln, wir müssen daher sicher sein, dass die Anwendungen, die dann rauskommen, tatsächlich auch sicher sind. Darf ich das ganz kurz hinterfragen, bevor wir sprechen, Frau Bachhofer? Ich habe das Gefühl, dass künstliche Intelligenz viel, viel stärker im Alltag der Menschen schon verankert ist, als das viele meinen. Das ist halt eben, dass wir das nicht haben. Sie können ja gerne mal die Hand heben, wer von Ihnen zwischendurch irgendeine Form von AI nutzt. ChatGPT, Copilot, Google, genau. Es gibt, so, sehen Sie,
Das AI ist eigentlich schon da, oder? Bei den Endanwendern. Es ist bei den Endanwendern, die einfachen Anwendungen sind da. Das Problem ist, als wir damals, also die langfristigen Möglichkeiten von AI, die können wir heute noch gar nicht absehen. Wussten wir damals aber, als das Internet oder das mobile Internet kam, auch nicht. So ein Uber ist auch nicht entstanden von heute über morgen, sondern sind mehrere Anwendungen aus einer freien Welt, wo sich jeder Anwendungen erschließen konnte, entstanden. Da gab es auf einmal, Payment war möglich, Navigation war möglich, GPS und alles mögliche. Da hat sich jemand gedacht, okay, dann packe ich das alles zusammen und mache daraus eine tolle Anwendung. Und diese Unternehmen, die gibt es halt in Deutschland und in Europa auch. Wir müssen ihnen bloß die Rahmenbedingungen geben, dass sie diese Anwendung, die jeder schon benutzt, auch dann weiterentwickeln und neue schaffen und tatsächlich damit auch innovative Lösungen, innovative Produkte und Services anbieten können. Aber wollten Sie was dazu? Weil sonst Frau Freier wollte, glaube ich, direkt darauf antworten. Ja. Ich wollte schon dazu was sagen. Also ich hatte auch Ihren Kommentar, also wenn ich die Menschen in meiner Belegschaft anschaue, die darin ganz eifrig eigentlich mit AI durch die Weltgeschichte, ja, also auch man kann sich darum im Qualitätsmanagementbereich so ein bisschen Unterstützung holen. Und wir sind auch gerade dabei, für unseren kleinen Datenraum eigentlich ein LLM aufbauen zu wollen. Ja. Die erste Frage war dann, ja, ist das DSGVO-konform, ist das AI-Act-konform und was war eigentlich mit T6? Also das ist Datensicherheit in der automobilen Lieferkette. Ja. So, und wenn Sie dann halt schon mit solchen Fragen dann irgendwie anfangen, denken Sie sich, ja, mache ich das jetzt wirklich, mache ich es nicht? Und man muss sich natürlich schon auch klar sein, das sind sehr sensible Daten, mit denen da trainiert wird. Ja? Also je nachdem, welchen Partner wir uns jetzt da vielleicht irgendwann mal an Bord holen, ja, dann ist schon klar, also unsere Daten sind nachher vielleicht irgendwie auch Trainingsdaten für jemand anderen und da steckt unser Know-how drin. Und ich möchte nicht verpflichtet werden, diese Daten zu teilen, sondern ich möchte sagen, ja, ich möchte Datensouveränität hätte ich gerne. Ich möchte dann entscheiden, welche Datensätze gebe ich zu Trainingszwecken irgendwo frei und alles andere bleibt mal schön gekapselt hier auf unserem Mack und Schneider Datenraum. Und das ist eigentlich so das Problem. Ich glaube auch, wir brauchen eher so also das ist eine Mindset-Frage, aber ich brauche keine Regulierung, die mir vorschreibt, teil deine Daten, auf Teufel komm raus. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Aber Sie wollen schon Deregulierung. DSGVO ist ein bisschen zu streng, AI-Act ist ein bisschen zu streng, das schon. Also Sie würden DSGVO und AI-Act gerne schon ein kleines bisschen reduzieren. Ja, vor allem, also wir trainieren ja eigentlich nicht mit personenbezogenen Daten. Erstmal sind Maschinendaten, es sind Maschinendaten oder im Prinzip irgendwelche technischen Daten. Von daher, also das, glaube ich, kann man dann irgendwie ausblenden. Ich denke auch, ja, Frau Frey. Ich wollte nur noch schnell auf das Thema Skalierung. Wir reden ja immer über China und USA mit diesen tollen Startups und die Unicorns. Die haben einfach einen Markt, der skaliert. Und wir reden ja schon seit Jahren darüber, wir brauchen Europa zu skalieren. Und das ist für mich ein wichtiges Anliegen an die Bundesregierung. Wirklich Europamarkt als Skalierung für die Startups ist heute nicht gegeben. Und das würde enormen Schub bringen in der Innovation. Aber da reden wir auch schon länger drüber. Genau, das meine ich, schon länger drüber. Ja, absolut. Also Single Markets, sowohl für den Kapitalmarkt als für den Digitalmarkt, als für den Energiemarkt. Es bleibt dann immer stecken. Die internen Zölle, die wir uns durch die Schranken, also sozusagen, es gibt eine EU-Regel und dann fragmentiert man in 27 Mitgliedstaaten und bei uns dann nochmal in 16 Bundesländern. Die internen Zölle für Güter liegen bei 44% innerhalb der Europäischen Union und bei fast 100% für Digital Services. Also schon allein, dass der theoretische Single Market nicht da ist, sondern durch interne Handelsbarrieren beschränkt wird, baut ein fiktives Zollvolumen auf Handelsbarrieren, die sind gigantisch und da müssen wir unbedingt dran. Skalieren mit Daten kann ich nur, wenn ich großen Zugriff habe. Nicht im Sinne von, wir wollen die Daten klauen, aber ich kann Datenmodelle nur trainieren mit vielen anonymisierten Daten und das möglichst auf einer großen skalierten Ebene. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt mit Brüssel sprechen, dass das verstanden ist und dass man das jetzt endlich mal angeht? Puh. Naja, also nicht. Der Kommissar sagt, ich habe es verstanden und dann ist man in seltsamen Diskussionen auf aber man muss auch sagen, auf Parlamentsebene. Also die Diskussion wird dann ganz, ganz narrow. Dann beschäftigt man sich nur mit Data Protection und vermutet halt hinter jedem Unternehmen Datenriesen, der alles klaut. Hier sind wir wieder bei Mindshift. Also auch diejenigen, die dann am Ende Einfluss haben auf Regulierung, müssen verstehen, dass wir es brauchen. Weil wenn wir es nicht anwenden, zirkeln die Anwendungen um uns drum herum und wir verpassen Chancen und Wachstum. Das ist ja ein bisschen das, was Herr Leibinger gestern auch schon gesagt hat. Ne? Das ist halt, wir müssen den Schmerz vielleicht auch mal wieder nach Brüssel tragen. Herr Wendeler. Ja, ich stimme vollkommen überein mit den Ansprüchen und auch da technisch sehr viel versierter zu werden. Ich nehme allerdings auch wahr, dass wir eine Tendenz dazu haben, sehr schnell in das
sophisticated zu gehen. Aus meiner Sicht, und so habe ich Sie auch ein gutes Stück verstanden, ist jetzt erstmal wirkliche Basisarbeiten in ganz vielen Bereichen zu tun. Ich finde ein Beispiel. Wir haben 16 Bundesländer, 16 Landesbauverordnungen. Von den Ämtern, die da arbeiten, sind überhaupt die wenigsten digital zu erreichen. Da wird Papier gewälzt. Wir haben fast 900 regionale Versorger, die alle mehr oder weniger ihre Ansprüche haben und Standards haben, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Baugenehmigungen, die teilweise 3 Jahre dauern. Ich verstehe AI und die Digitalisierung in dem Bereich, aber Basis, das wäre mir wichtig, dass wir da anfangen, wo die großen Punkte zu holen sind und uns dann in das Nice to Have rein, ohne zu sagen, dass das Nice to Have ist, aber in die größeren Punkte, in die Basis erstmal anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Herr Wildberger schon da ist, aber das wird er auf jeden Fall gleich mitnehmen. Wir wollen ja über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Und wir hatten es eben schon anklingen lassen, USA und China, die warten halt nicht auf uns, oder? Also ich meine, das ist halt, jemand hat es eben schon gesagt, ne, es ist halt China, die machen es staatlich gelenkt, in den USA, die machen es Kapital gelenkt, muss man sagen, da gibt es einfach größeres Interesse, auch da staatlich gelenkt, muss man sagen. An der Stelle übrigens die Frage, Sie hatten die Verdopplung dieser WIN-Initiative verkündet. Haben Sie es geschafft, das durch den Haushalt zu kriegen? Die ist tatsächlich angelegt und ressortiert bzw. wird bewirtschaftet und organisiert mit und über die KfW. Und da habe ich schon eben angedeutet, dass wir die gesamte Beteiligungs- und Fondsstruktur, die wir haben, gerade durchforsten und neu aufstellen. Okay, bis wann? Und das gibt, glaube ich, Möglichkeiten zu investieren. Ja, okay, weil das ist ja, diese WIN-Initiative, muss man ja noch sagen, für alle, die sich das vielleicht nicht auskennen, ist schon gedacht, dass der Staat einen gewissen Anschub gibt und vor allem eine gewisse Sicherheit gibt für ein gewisses Risiko und es dann aber trotzdem stark aus der Privatwirtschaft gedeckt wird. Sehen Sie da genug Interesse in Deutschland zurzeit? Da sehe ich Interesse. Ich glaube, es ist jetzt eine Frage, dass wir jetzt liefern können und auch müssen, um danach Investitionen auch auszulösen. Kann mir vorstellen, dass in den letzten Jahren auch viel zurückgehalten wurde aufgrund von Unsicherheit. Und schafft man diese Sicherheit, sehe ich die Bereitschaft zu investieren. Und gerade die Startups, die eine super positive Lobby auch haben, müssen wir unterstützen. Aber das kann nicht immer Aufgabe des Staats sein. Wir können anschieben, wir können was machen, aber am Ende ist diese, finde ich, falsche Idee, dass der Staat sich um alles kümmert und jegliches Risiko wegnimmt, auch falsch. Weil dann wir sozusagen vom Kopf auf die Füße kommen. Genau, und Sie nehmen ja schon Risiko raus. Ja. Frau Frey, würden Sie eher zurzeit, Sie hätten 1 Milliarde, viel Geld, würden Sie die in den USA, in China oder in Europa investieren? Ich bin Europäerin. Natürlich, Jetzt nicht nur ideologisch, Sie müssen auch schon in Ihren Investoren also wir als Schneider Electric, wir investieren in Europa. Wir haben jetzt gerade wieder publiziert, wir wollen über 110 Millionen in den Footprint in Europa hineinlegen, weil wir glauben, Produktivität kann erreicht werden und wir sind auch der Meinung, wir müssen im Markt für den Markt produzieren. Das bedeutet, es gibt Demand und dementsprechend müssen wir auch aufrüsten. Und das beginnt eben auch mit den Werken. Wie konsolidiere ich, wie automatisiere ich, wo elektrifiziere ich? Wir stecken relativ viel Geld in Elektrifizierung und es hat sich in den letzten 20 Jahren absolut bezahlt gemacht. Also, und man darf eben nicht über die nächsten 2 Jahre denken. Transformationspfade, die brauchen 10, 15, 20 Jahre. Also der Quick Win wird es hier nicht geben. Und ich glaube, auf diese Reise müssen wir mit der Politik gehen. Also wenn ich 1 Milliarde investiere, dann möchte ich eine gewisse Sicherheit haben von dem Umfeld her oder Stabilität, Planungssicherheit. Ich glaube, das ist das Wort, das jeder hier in den Mund nimmt, Planungssicherheit. Und das war in den letzten 4, 5 Jahren nicht immer so gegeben. Also gerade wenn wir über die Wärmepumpen reden oder solche Dinge. Ich hatte so gehofft, dass wir nicht mehr so viel über Wärmepumpen sprechen, um ehrlich zu sein. Aber das heißt ja aber trotzdem, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben viel Geld in die Hand genommen. Die Entscheidung haben Sie ja wahrscheinlich in den letzten 49 Tagen getroffen, oder? Nein, das haben wir schon länger. Das ist nicht etwas, das wir... Wir haben unsere Ziele, die wir eigentlich alle 5 Jahre wieder erneuern. Und im Rahmen dieser Ziele wurden auch diese Investitionen gesprochen. Und wie gesagt, jetzt zu sagen, ich investiere nicht mehr in Europa, weil
das wäre zu kurzfristig gedacht. Also wenn wir an einen europäischen Markt glauben, dann müssen wir hier auch investieren. Und in die Produktivität zu investieren, ist die richtige Investition in dem Sinn. Was ist das Hauptargument für Sie gewesen, in Europa zu investieren? Das Hauptargument, der Markt ist da. Also wenn wir uns 5, 6 Jahre, 7 Jahre zurückerinnern, vor Covid, war ja Europa der Kontinent, der gesagt hat, ich möchte die Green Transition machen. Und wir dürfen nicht vergessen, das war ein Pacemaker. Danach ist China gefolgt, die USA mit einem gewissen, Indien. Vorher gab es solche Programme nicht. Und ich glaube, wir haben vorher das Wort Selbstvertrauen angesprochen. Wenn wir anschauen, im Softwarebereich, europäische Unternehmen sind weltführend im Bereich industrielle Software. Da sind wir auch noch entscheidend in China in gewissen Produktionen. Wir sind dort nicht verdrängt worden von lokalen Mitbewerbern. Also ich glaube, wir haben was zu sagen weltweit, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir haben in Europa fast weniger zu sagen als außerhalb von Europa. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ändern müssen. Und wie gesagt, die Förderung kann sich nicht nur immer auf die Supply-Seite oder auf die Symptome beziehen, sondern ganz klar auch auf die Digitalisierung, Produktivität, wie nutze ich Ressourcen besser. Und das ist zurzeit noch nicht gegeben in Europa. Genau, aber das heißt also, eigentlich sind die Standortfaktoren, hatten wir schon darüber gesprochen, in Deutschland gar nicht so schlecht. Frau Bachhofer, würden Sie jetzt noch weiter investieren? Für Sie ist Investition noch eine größere Sache als für ein großes Unternehmen wie Schneider Electric. Also Investition muss ja irgendwie auch, also ja, man braucht natürlich Geld zum Investieren. Ja. Von daher deswegen auch der Appell an die Marge vorhin, also es würde gut tun an der Stelle, ja. Das mal vorneweg. Und dann ist es natürlich auch so, ja, also das Thema Finanzierung, wir sind jetzt natürlich als KMU so im Bereich, ich sag mal Sparkasse, Landesbank, Genossenschaftsbanken unterwegs, ja. Und auch die kommen plötzlich mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsfragebögen, sonst irgendwas, erzählen mir was von Risikoaktiva und so weiter, ja. Also das ist dann mein Appell vielleicht auch nochmal an der Stelle, regulieren Sie diese Banken nicht tot, ja. Also gerade diese Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Landesbanken und so weiter. Das würde an der Stelle gut tun. Und was wir natürlich auch immer brauchen, investieren ist das eine, aber irgendeiner muss ja diese Investition dann auch nachhalten. Also ich brauche Leute, ich brauche Zeit. Das heißt, weniger Bürokratie, habe ich mehr Zeit vielleicht, um mich mit meinen Investitionen zu beschäftigen. Und ich brauche einfach auch Leute. Also das merken wir auch. Es ist ein Arbeitskräftemangel. Also wir müssen einfach schauen, dass wir selber ausbilden, dass wir die Ausbildung, die duale, auch das duale Studium und so weiter am Leben halten, dass wir das bei uns im Betrieb leben und dass wir die Leute bei uns dann auch halten und nicht irgendwie ausbilden für andere Betriebe. Ja? Also das ist wahnsinnig wichtig. MINT merken wir auch, könnte mal wieder ein bisschen mehr kommen. Ja? Also ich meine, Sozialforschung ist auch schön, ja? Aber wir brauchen tatsächlich die Naturwissenschaften jetzt einfach mal an der Stelle in der Industrie. Ingenieurswissenschaften, genau, Frauen in MINT und so weiter, genau. Macht es noch Spaß, in Deutschland KMU-Unternehmerin zu sein? Bitte? Macht es noch Spaß, in Deutschland KMU-Unternehmerin zu sein? Tagesabhängig, tagesabhängig, sagen wir es mal so. Also ich beschäftige mich ja so hobbymäßig viel mit Industriepolitik und Wirtschaftspolitik und da gibt es schon manchmal Phasen, wo du dir denkst, oh mein Gott, ja, also muss das jetzt sein. Ja? Also gerade wenn man Richtung Europa schaut, da wäre es mir auch sehr recht, wir würden einfach mal Europa mehr wieder strategisch behandeln in der Bundespolitik. Weil in den letzten 4, 5 Jahren hatte ich so das Gefühl, es wurde wahnsinnig viel entschieden, es wurden die strategischen Weichen gestellt, aber irgendwie hat es in Deutschland keiner mitbekommen. Also ich habe mich auch teilweise mit Fachreferaten unterhalten, da war ich wirklich, also ich war entsetzt, wie wenig Wissen da vorhanden war, was eigentlich gerade so in der Pipeline steckt, an welchen Stellen man vielleicht irgendwie noch eingreifen könnte. Das sind eben auch so Reporting-Standards im Nachhaltigkeitsbereich, wo ich auch sage, ja, freiwillig für den Mittelstand, ich will es gar nicht, auch nicht freiwillig eigentlich, ja, also aber wo ist dann, also wo grätscht dann einer rein, ne? Ja. So, also an den Tagen ist dann die Stimmung manchmal gedrückt. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Frau Reiche, wenn Sie ganz kurz die letzten 49 Tage Revue passieren lassen, jetzt mit dem neuen Ministerium, mit der neuen Aufgabe und den vermeintlichen Betonwänden, also Wänden, gegen die man läuft in Ministerien, haben Sie das Gefühl, wie Herr Merz gesagt hat, wir müssen das jetzt schnell auf die Kette kriegen, weil wenn wir es erst in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode schaffen, dann reicht es nicht mehr? Ja, absolut. Also Sie sehen mich hier optimistisch, kampfeslustig und das kriegt doch das Haus mit. Bin auch hin und wieder konfliktfähig, Stichwort Nuklear, ja genau, dachte ich mir. Wir müssen es auf die Kette bekommen nochmal. Erstens keine Zeit zu verlieren, zweitens globaler Wettbewerb, aber auch drittens, das kann man sich ja nun in anderen Ländern anschauen, was passiert, wenn politische Länder noch mehr fragmentieren und sich die
wenn sich in der Bevölkerung der Gedanke festsetzt, es wird einfach nichts besser, es ändert sich nichts für mich persönlich, Probleme werden ignoriert oder totgeschwiegen. Das müssen wir dringend schaffen. Da haben wir Hausaufgaben, da brauche ich Sie. Aber also Sie sehen mich durchaus fröhlich. Sehr gut. Optimismus wollten wir doch. Genau. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause, danach geht es weiter mit Herrn Wildberger.
Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten angenehme Gespräche in der Pause und freue mich jetzt auf das letzte Panel des TDI 2025 mit dem Mann, auf dem ganz große Hoffnungen ruhen. Der Mann, der seit 1,5 Tagen immer wieder erwähnt wird in vielen Diskussionsrunden und der mit ganz, ganz großen Hoffnungen verknüpft ist, wenn es um die Zukunft dieses Landes geht, die Modernisierung unseres Staates geht und um Zukunftstechnologien auch geht. Deutschland, aber innovativ, Update needed. Wir freuen uns sehr, dass der Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung hier ist, Carsten Wildberger. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Leibinger, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Und vor ein paar Monaten hatte ich eher noch geplant, als Vertreter der Wirtschaft bei Ihnen im Publikum zu sitzen. Und ja, jetzt stehe ich in ganz anderer Funktion hier an diesem Pult. So schnell kann es gehen. Und als ich noch Vertreter und im Unternehmen gearbeitet habe, da habe ich immer gesagt, liebe Politik, bitte kümmert euch um die Rahmenbedingungen. Alles andere, das können wir schon selber. Und vertraut doch mal wieder mehr den Menschen und den Unternehmen. Und jetzt bin ich Vertreter in der Politik der Bundesregierung und ich sage Ihnen, diese Überzeugung, die hat sich nicht geändert. Und auch Und ich denke, dass die neue Bundesregierung auch genau dafür steht. Und vielen Dank für Ihr Interesse an dem, was das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung so auf der Agenda hat. Und ich sage auch, nicht nur tun will, sondern auch umsetzen wird. Und ich habe eben jetzt schon gehört, dass auch mein Name schon häufiger genannt wurde. Und ich weiß, dass das eine sehr ambitionierte Agenda ist. Und darüber möchte ich Ihnen heute gerne mehr berichten. Lassen Sie mich zum Anfang aber sagen, in den ersten jetzt 7 Wochen habe ich wirklich sehr starke Teams kennengelernt. Im Ministerium, in den Behörden, in den staatlichen Einrichtungen, in den Ländern und den Kommunen. Und ich spüre absolut die Bereitschaft zur Veränderung und es passiert etwas. Und für die Veränderung braucht es allerdings alle. Und deswegen ist mir der Dialog so wichtig mit den Ländern, mit den Kommunen, den Unternehmen und natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern. Und erst dann entsteht ein modernes und digitales Next Germany. Und lassen Sie mich ganz kurz skizzieren, was das neue Ministerium erreichen soll. Der Name hat ja 2 Teile, Digitales und Staatsmodernisierung. Beides sind Kofferbegriffe, da kann man eigentlich alles reinpacken. Und wenn das so ein breites Feld ist, dann muss man irgendwie priorisieren und versuchen, die Dinge auch ein bisschen zu strukturieren. Lassen Sie mich kurz auf die Staatsmodernisierung eingehen, wie ich da drauf schaue und wie wir die Prioritäten setzen. Und dann, was wir unter diesem breiten Feld Digitales, was da die Schwerpunkte sind. Erstmal Staatsmodernisierung. Das sind für mich und uns 3 Felder. Der erste ist der Bürokratieabbau. Da wird es darum gehen, die vielen Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind, jetzt Stück für Stück umzusetzen. Und beim Bürokratieabbau ganz konkret die Berichtspflichten drastisch zu reduzieren, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Vorschriften und Regelwerke zu reduzieren. Ganz konkret zum Beispiel das Lieferkettenpflichten-Sorgfaltsgesetz. Ein Begriff, ein Name, der nur so lange im Deutschen existiert. Bonpflicht. Wie schnell kriegen wir es, dass junge Unternehmen auch eine Genehmigung bekommen? Wie kriegen wir das hin? All diese Dinge gehören dazu. Beim zweiten Themenblock geht es um den effizienteren Staat. Wie können wir Kosten rausnehmen, Komplexität reduzieren, Doppelstrukturen senken? Und das neue Ministerium hat hier eine Querschnittsaufgabe.
Ministerien arbeiten in der Regel sehr stark in Silos und es ist jetzt der Versuch mit diesem Ministerium, und das wird und muss auch gelingen, dass wir als Antreiber fungieren quer über alle Häuser. Und das bedeutet auch, dass wir das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, Einsparungen ressortübergreifend durchzusetzen und auch so Bürokratiekosten um 25% zu senken. Und wir arbeiten gerade sehr konkret an dem Prozess, wie das geht. Aus der Wirtschaft ist das nichts Unbekanntes, eine klassische Matrixorganisation. Und das müssen wir auch, wenn es gelingt, und sobald es gelingt in der Politik, haben wir, glaube ich, auch da viel gelernt. Der dritte Schwerpunkt ist die Verwaltungsmodernisierung. Da geht es um die Durchlässigkeit, Flexibilität im System. Da geht es auch um messbare Ziele und Anreize, dass sich Leistung dann auch lohnen soll und dass man eben auch Ziele nachhält. Das ist also das weite Feld und wir arbeiten hier aktuell sehr konkret an der Umsetzung von Maßnahmen. Ich habe mir aber vorgenommen, wirklich erst dann darüber konkret zu sprechen, wenn der Zeitplan für die Umsetzung klar ist und nicht, dass ich jetzt erstmal über ungelegte Eier noch rede. Die müssen ja dann am Ende auch gelegt werden. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass da einiges auf dem Weg ist. Das zweite große Feld, das schließt sich auch an die Staatsmodernisierung an, weil ein moderner Staat, der muss auch digital sein, ist das Thema Digitalisierung. Und ich hatte es eingangs gesagt, das ist ein ganz weites Feld. Und lassen Sie mich ganz kurz auf 5 Schwerpunktfelder eingehen, wie ich auf die Digitalisierung in diesem Programm schaue. Und jedes dieser Schwerpunktfelder, der braucht irgendwie auch eine andere Medizin und einen anderen Ansatz, weil das auch anders funktioniert. Das erste ist das Thema digitale Infrastruktur mit Fokus auf Glasfaser und 5G. Sicherlich zählen dazu auch Rechenzentren, da komme ich aber gleich bei einem anderen Thema dazu. Das zweite große Feld ist die Regulierung. Das dritte die Cybersecurity. Das vierte Feld digitale Souveränität. Und darunter fasse ich auch die Wirtschaft, auch die Dynamik von etablierten Unternehmen, den Mittelstand, aber auch Dynamik bei Startups und auch die KI. Und das fünfte Feld ist die Digitalisierung der Verwaltung. Das ist der Teil, wo die Bürgerinnen und Bürger auf uns schauen und sagen, hat es denn was gebracht, wenn ich zum Amt gehe? Kann ich jetzt meine Leistung, Serviceleistung auf dem Amt auch digital erledigen? Ganz kurz zur Infrastruktur. Wir haben nach kurzer Zeit, sehr kurzer Zeit, nach wenigen Wochen einen Gesetzentwurf eingebracht. Das sind nur 3 Worte, dass wir nämlich den Netzausbau zum überragenden öffentlichen Interesse erklären. Und das bedeutet, dass wir damit die Handhabe haben, Bauprojekte vor Ort deutlich beschleunigt auf den Weg zu bringen. Im Schnitt dauert es 2 Jahre und teilweise länger, einen Mobilfunkstandort zu genehmigen. Das geht natürlich so nicht. Das ist prinzipiell jetzt eigentlich auch in ein paar Wochen möglich. Und das Team arbeitet jetzt daran, bis zum Jahresende auch weitere beschleunigende Maßnahmen in Gang zu setzen. Wir befinden uns auch im Austausch mit der Industrie, weil wir müssen auch an die Strukturen ran, weil das System, so wie wir das machen, der Engländer würde sagen, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, nehmen wir mal das Thema Glasfaser, ist die Welt auch nicht so schlecht, wie sie oft kolportiert wird. Wir haben in Deutschland 46 Millionen Haushalte und wir haben ungefähr Homes Passed, das heißt, wir haben de facto Fiber in den Gebieten gelegt und erreichen ca. 45% aller Haushalte. Und mit der aktuellen Ausrollgeschwindigkeit für die nächsten 3 Jahre, nehmen wir mal an, 3,5 Millionen würden gelingen. Das ist jetzt nicht utopisch. Dann sind wir bei 70% Glasfaser. Das ist nicht da, wo wir sein müssen und sein wollen. Aber wenn wir uns dann mal anschauen, wie viele Kundinnen und Kunden sich dann für Glasfaser am Ende entscheiden, dann stellen wir heute schon fest, dass die Take-up-Rate nur bei 25% liegt. Das heißt, nicht so schlecht, aber wir müssen hier verdammt gut aufklären und auch Anreize schaffen, das schneller zu tun. Und damit will ich mitnichten sagen, dass wir nicht viel mehr tun müssen, aber es sind auch ein paar Dinge auf dem Weg. Regulierung, zweite Thema ganz klar. Es ist erstens wichtig, dass natürlich Privacy, Datensicherheit, das ist unverrückbar.
Aber gleichzeitig muss man auch konstatieren, dass die Regulierung, die wir heute haben und auch der Mindset, die Risiken vor allen Dingen betrachtet, aber zu wenig die Chancen ergreift. Und das zweite Thema bei der Regulierung ist, entscheidend ist nicht, was man als Regulierungsvorschrift macht, wie kriegt man die eigentlich umgesetzt? Und es ist auch nicht alles EU. Wir haben verdammt viel Goldplating in Deutschland. Und wenn ich heute eine Zertifizierung brauche, um einen Cloud-Dienst Zertifizierung zu bekommen in einem bestimmten Sektoren, und das dauert 1,5 Jahre und das kostet 300.000, 400.000 Euro für junge Startups, dann kann ich auch direkt sagen, dann machen es halt nur die Hyperscaler. Das heißt, wir müssen hier deutlich beschleunigen, damit wir auch die Chancen, sowohl, sage ich mal, das, was wir klassisch als Digitalisierung betrachtet haben, aber auch die künstliche Intelligenz, die ja heute schon unser Leben nachhaltig beeinflusst und auch viel revolutionärer sein wird und auch mit einer Geschwindigkeit daherkommt, wo wir teilweise noch keine Vorstellung machen, dass wir hier deutlich den Mindset verändern. Und ich spüre da auch in Europa, mit Frankreich, Polen, auch in der Kommission ein Umdenken, nur wir müssen gucken, dass wir es auch erstmal national entsprechend umgesetzt bekommen. Das Thema Cybersicherheit ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Feld. Sie kennen das alle in Ihren Unternehmen, der Staat kennt das als Privatperson. Da kann man nicht ausreichend Fähigkeiten haben. Da wird es auch darum, die vielen sehr guten Fähigkeiten in Unternehmen zu bündeln und auch daraus europäisch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und auch hier werden wir im Schulterschluss mit den Unternehmen und Unternehmen zusammenarbeiten und natürlich das tun, was wir auch als Staat tun müssen. Wir werden hier auch viel investieren, um staatliche IT-Stacks und Systeme entsprechend abzusichern. Und dann das wichtige Thema digitale Souveränität. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Wir müssen erstmal verstehen, was meinen wir eigentlich damit. Für mich heißt das, dass wir die Talente und die Fähigkeiten, die wir in Deutschland und Europa besitzen, im Cloud, in Infrastrukturthemen, in Gigafactories, in KI selber einsetzen, nicht nur Kunden sind von extremst erfolgreichen Global Player, auch, aber eben auch selber viel aktiver partizipieren. Wir wollen am Wettbewerb teilnehmen und dadurch auch mehr wachsen. Das heißt für mich digitale Souveränität. Das ist nicht entweder oder, das ist ein und. Und da gibt es ganz, ganz wichtige Themen, dass wir zum einen Cloud-Infrastruktur auf europäischer Ebene national stärken, dass der Staat auch Ankerkunde wird. Wir haben heute allein in der öffentlichen Verwaltung 75% der Cloud-Dienste ins Ausland vergeben. Das ist per se nichts Schlechtes. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir unsere Talente nicht auf die Straße kriegen. Und wenn wir mal an die Gigafactories denken, dann ist das eine riesige Chance, ein Muss für die Zukunftsfähigkeit von Europa und von Deutschland, dass wir hier vorankommen. Weil für mich sind Gigafactories eine neue Art, Software zu entwickeln. Die ist eben nicht vergleichbar rein mit der klassischen Methodik. Und wir müssen natürlich auch Basismodelle auch selber entwickeln in Europa. Das gehört alles dazu. Und deshalb werden wir uns dafür einsetzen als Regierung, dass wir in Europa uns stark aufstellen, aber auch in Deutschland. Und deshalb ist hier auch die Freude groß, dass wir viele Unternehmen haben, die sich hier auch aktiv engagieren und wo immer wir den Rahmen schaffen können, unterstützen können, so wollen wir das sehr gerne tun. Und der letzte Punkt bei digitaler Souveränität für mich ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es auch ein Momentum zu kreieren bei den Startups? Auch bei etablierten Unternehmen, auch im Mittelstand. Aber vieles im KI-Bereich wird auch von jungen Unternehmen erfolgen. Und wenn wir hier die vielen Talente, Hochschuleinrichtungen, universitäre Einrichtungen, wenn es uns da gelingt, noch mehr Momentum aufzubauen, dann kann hier Gewaltiges entstehen. Und wenn wir uns mal erfolgreiche Startups im KI-Bereich anschauen, diejenigen, die erfolgreich sind, die können innerhalb von 2, 3 Jahren auch eine unglaubliche Größe und Wertschöpfung erreichen. Das heißt, hier ist, wenn man es richtig macht, auch die Zeit der Freund. Bevor ich zum Schluss komme, Digitalisierung der Verwaltung. Weil eins ist klar, wenn ich irgendwann mal in den Spiegel gucke und sage, wie ist es denn so gelaufen, dann werden die Bürger und Bürger
auch daran das bemessen, wie viel einfacher ist es denn in der Verwaltung geworden, vor Ort, auf dem Amt. Was kann ich jetzt mit der App machen und was nicht? Und da haben wir 3 Stoßrichtungen, wie wir das beschleunigen wollen. Das eine ist ein viel engerer Schulterschluss mit Ländern. Das müssen nicht alle sein. Wenn wir den Nachweis erbringen, dass es mit 1 oder 2 gelingt, dann haben wir den Nachweis erbracht, dass es geht, weil es gibt viele gute sogenannte OZG, Online-Zugangsgesetzleistungen, die heute schon funktionieren. Das heißt, wir diskutieren gerade, was braucht es jetzt, um das, was funktioniert, viel schneller auszurollen. Das ist ein ganz wichtiges Feld. Das zweite Feld ist, weil auch da spüren wir und ich eine große Bereitschaft, dafür lohnt es sich aber auch, sich einzusetzen, zu kämpfen. Wie wäre es denn mal, wenn wir bestimmte Dienste doch zentralisierter machen und eine Plattform einmal bauen? Und was müssen wir an Gesetzen ändern? Das heißt, die zweite Ebene ist, was können wir vom Bund zur Verfügung stellen und auch ausrollen? Und die dritte, das ist dann eher ein Zukunftsthema, was auch wichtig ist, und das ist die Frage, wie können wir KI nutzen, um durchzudigitalisieren? Das heißt, wie kriegen wir den Prozess, die Regelwerke sozusagen softwaretechnisch abgebildet? Das werden wir in einem Reallaboransatz machen. Und der letzte Punkt an der Aspekt ist, weil er auch wichtig ist für die Industrie, ist die digitale Identität. Das ist ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit, dass wir Menschen uns digital überall bewegen können. Das ist das Projekt der sogenannten Wallet, soll 2026, Ende 26 live gehen. Und wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Und es definiert Standards und die Architektur, und man kann diese Wallet auch als Unternehmen bauen. Und ich weiß, dass einige hier im Raum sitzen, die da auch aktiv sind. Und was ich fantastisch fände, wenn es um die Wallet herum gelänge, Geschäftsmodelle aufzubauen, wie zum Beispiel ein europäisches Bezahlwesen mit den ganz wichtigen Bezahldaten. Oder wie aktiviere ich eine Prepaid-Karte, wie mache ich ein Bankkonto auf? Also da suchen wir auch den Austausch sehr intensiv jetzt mit der Industrie, wie wir diese Geschäftsmodelle an den Start bekommen. Und bei so einem Projekt, das launcht man nicht und dann ist man fertig. Nein, die Digitalisierung funktioniert mit Releases. Das heißt, wir müssen bei dem Projekt zum Beispiel lernen, wir starten, dann kommt das nächste Release, das nächste und wir werden hoffentlich dann immer besser. Also das sind die Projekte, die wir ganz konkret angehen für die Digitalisierung der Verwaltung. Und zum Abschluss, das wichtiges Thema, Vertrauen und Kommunikation. Die Menschen im Land, die müssen natürlich auch an die Zukunft glauben, an ihre persönliche und an die digitale. Und ich weiß, dass es viele Zweifel gibt. Und die müssen wir ernst nehmen, zuhören, verstehen und erklären. Wir müssen den Menschen auch sagen, dass Chance und Risiko 2 Seiten derselben Medaille sind. Aber um Risiken zu beherrschen, muss ich erstmal die Chancen ergreifen, weil ich muss Technologie beherrschen. Und denn die wichtigste Zutat für die Zukunft, das ist der Mut. Und wo gibt es den zuhauf, wenn ich hier im Kreis von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, Managerinnen und Managern, Macherinnen und Machern aus der Industrie, also bei Ihnen. Meine Damen und Herren, Sie prägen und gestalten unser Land jeden Tag. Sie setzen sich ein für Innovationen, Aufträge, Arbeitsplätze. Und dafür möchte ich auch herzlich Danke sagen. Und nun freue ich mich darauf, gemeinsam mit Ihnen anzupacken und die Zukunft unseres Landes in die Hand zu nehmen für ein modernes Next Germany. Dankeschön. Darf Sie zu uns bitten und würde Sie bitten, hier genau, neben mir zu stehen. Und ich darf an dieser Stelle direkt alle Panelisten zu uns nach oben bitten. Das ist Christian Elek, Philipp Justus, Christine Rupp und Dirk Schmitz. Wir freuen uns sehr. Wir haben gedacht, Frau Rupp vielleicht neben Ihnen. Wir haben neben dem Bundesminister Christian Elek, Finanzvorstand der Deutschen Telekom, Christine Rupp, Geschäftsführerin IBM Deutschland, Philipp Justus, Vice President Central Europe von Google und Dirk Schmitz, Managing Director von BlackRock. Herzlich willkommen.
alles Gesprächspartner, die sich schon lange auch mit dem Thema Digitalisierung und Wachstum in Deutschland beschäftigen und auch der Finanzierung dieser großen Wünsche und Träume, denn das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Als Sie gerade Ihre Hoffnungen beschrieben haben, Ihre Vorstellungen, dieses Land moderner, digitaler zu machen, habe ich gedacht, das klingt alles wunderbar, wir brauchen es dringend. Wie passt das mit unseren föderalen Strukturen zusammen? Ja, also ich habe gesagt, das ganze Thema Digitalisierung hat ja verschiedene Schwerpunktfelder. Und jedes dieser Felder hat einen, sag ich mal, einen anderen Reifegrad oder auch einen Durchsetzungsfähigkeitsgrad. Also ich habe so ein paar Bereiche, wo ich sehr hoffnungsvoll bin, dass wir da die richtigen Antworten finden werden. Und bei dem einen oder anderen Thema, insbesondere bei dem Thema Digitalisierung der Verwaltung, da muss ich mir sagen, da kratze ich mir auch noch ein bisschen am Kopf, weil ich denke, da sage ich, das ist wirklich ein dickes Brett. Aber ich meine, ich spüre bei den Ländern eine hohe Bereitschaft. Und wenn es jetzt zum Beispiel gelingt, 1, 2 Länder zu finden, und da sind wir auf einem guten Weg, Dinge wirklich anders zu betreiben und dann Dinge auch in der Politik lernen, anders aufzusetzen. Weil am Ende geht es ja um die Umsetzung. Es reicht ja nicht aus, den politischen Willen zu erklären und dann verschwindet das irgendwo und dann kommt das irgendwann wieder. So funktioniert das ja nicht. Und wenn wir gerade bei diesem Thema stärker anfangen, wie soll denn die technische Lösung aussehen, dann glaube ich, dann kann das auch gelingen, weil zum Beispiel dein Wallet-Projekt, das ist ganz anders aufgesetzt, da sitzen wirklich Menschen dran, die von der Technologie, richtig gute Teams und da geht auch richtig viel voran und solche Ansätze spüre ich eine große Bereitschaft, das zu tun. Also insofern, also ich bin nach 7 Wochen, habe ich mehr Energie als am Anfang. Das freut uns, das können wir gebrauchen alle. Ich würde gerne an Ihrem Punkt das moderne, digitale Next Germany anknüpfen und einfach mal Sie fragen, wie sieht Ihr digitales, modernes Next Germany aus und was ist die Telekom bereit auch dafür zu leisten, wo es vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen gehapert hat, auch aus Wettbewerbsgründen, Stichwort Glasfaserausbau? Ja, wir haben ja 2 große Bereiche. Das eine ist Glasfaser, wo wir ungefähr 2,5 Millionen Anschlüsse pro Jahr ausbauen, von den 3,5, die Sie gerade angesprochen haben. Und das zweite Thema ist Mobilfunk. Und ich glaube, im Mobilfunk müssen wir uns in Europa nicht verstecken, gerade was die Flächenabdeckung etc. pp. angeht. Und da gibt es ja auch einen ordentlichen Wettbewerb. Aber Sie haben es eingangs angesprochen, wenn wir uns die Genehmigungsverfahren angucken, wenn ich jetzt mal aus dem Maschinenraum heraus berichte, das Mindset ist ein ganz anderes als das, was Sie beschrieben haben. Das Mindset in den Genehmigungsverfahren ist Risikominimierung. Und was wir brauchen, ist Output-Maximierung. Das heißt, man muss nicht alle Risiken im Vorfeld schon mal definieren und sagen, das könnte alles schief gehen, sondern man muss mit einem vertretbaren Risiko die Leute mal machen lassen. Und wenn dann was schief geht, dann wird es halt gefixt. Und das ist ein Stück weit auch etwas, was uns zurückhält in beiden Bereichen. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich eine Beschleunigung. Und Ihre Frage ist natürlich genau richtig. Man kann auf der Bundesebene was bestimmen, aber am Ende des Tages, die Gemeinden müssen es schlussendlich genehmigen. Und ich glaube, da haben wir noch ein ordentliches Stück Arbeit vor uns. Christine Rupp, auf dem Weg zu einem modernen, innovativen, digitalen Land, in dem Schlüsseltechnologien fest verankert sind, kommt es jetzt worauf an und auf welche Schlüsseltechnologien? Genau, Digitalisierung, AI, das sind ganz große, dehnbare Begriffe. Aber um jetzt wirklich schnell auch ins Handeln zu kommen, worum geht's? Ja, danke schön. Vielleicht bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gerne noch mal kurz ein Eingangsstatement machen. Ich muss gestehen, ich freue mich wirklich riesig über die Art des Panels, über die Art der Diskussion, weil viele, viele Jahre haben wir über Technologie gesprochen, über künstliche Intelligenz, über Cloud und andere Dinge. Aber ich muss gestehen, der Dialog im Geist eines neuen Spirits, im Geiste eines wir packen es gemeinsam an, scheint ein neuer zu werden. Und Herr Wildberger, Ihnen in Ihrem Ministerium und vor allem auch der gesamten Bundesregierung möchte ich hiermit ganz, ganz viel Glück und Erfolg wünschen, weil das ist eine wesentliche Grundlage für uns alle. Zum Thema, worauf kommt es jetzt an? Es sind aus meiner Sicht Themen, die wir lange diskutieren, aber die jetzt tatsächlich in die Skalierung gehen müssen. Das sind das Thema künstliche Intelligenz, allen voran Agentic AI. Das sind die Themen Cloud, das sind die Themen Cybersecurity und ein bisschen am längeren Ende natürlich Quantum. Wir alle wissen, aktuell diskutieren wir künstliche Intelligenz
Und diese Themen, allen voran im Kontext Agentic AI, werden uns viele, viele Zukunftsthemen zu adressieren helfen. Aber je größer die Themen sind, die wir gerne lösen wollen, sei es im Bereich Energie, sei es im Bereich Pharma, sei es im Bereich Biotech, desto größer werden auch die Modelle. Und dazu werden wir relativ rasch auch Technologien, wirkliche Zukunftstechnologien nutzen wollen, wie Quantum. Hierzu vielleicht ganz kurz noch ein Statement. Wir haben letztes Jahr im Übrigen in Eningen, im Schwabenland, bin ich persönlich auch ein bisschen stolz drauf als Schwäbin, bei IBM unser Quantum Data Center eröffnet. Wir haben jetzt kürzlich erst die Pressemitteilung rausgegeben, dass wir mit Quantum Sterling auf einer Roadmap bis 2029 mit den größten Quantum Computer lancieren wollen mit 20.000-facher stärkerer Rechenleistung wie das, was wir heute kennen. Das sind die Grundlagen und das wird einen Unterschied machen. Ich bin ganz froh, dass Sie das gerade erwähnen, weil 2025 ist ja das internationale Jahr der Quantenwissenschaften und der Quantentechnologien. Und wir haben noch nicht so tiefgreifend darüber diskutiert in diesen Tagen, aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Ihr Next Germany sieht wie aus? Sie haben ja ein bisschen einen anderen Blick auch auf die Dinge aufgrund der Tatsache, dass Sie aus einem großen internationalen, US-amerikanisch geprägten Konzern kommen. Ja, ich glaube, Next Level Germany aus Sicht von Google ist erstmal, es ist ein Markt mit wahnsinnig viel Potenzial, was wir im Moment noch nicht als Volkswirtschaft voll ausschöpfen. 0% ist die aktuelle Wachstumsprognose der Bundesregierung für dieses Jahr, nachdem wir 2 Jahre an negativem Wirtschaftswachstum hatten. Das heißt, wir haben schon eine Herausforderung auf der Seite Wachstum und die können wir nur lösen durch Innovation. Dafür haben wir im Grunde die richtigen Voraussetzungen in Deutschland, weil wir nach wie vor eines der Länder sind mit der höchsten Patentrate, mit der besten Forschung, mit allen akademischen Voraussetzungen, die man braucht. Übrigens auch im Bereich KI. Also auch im Bereich KI sehen wir bahnbrechende Forschung, die in Deutschland gemacht wird. Wenn wir jetzt aber schauen, wie viel davon bringen wir auf die Straße, wie viel setzen wir in tatsächliches Wachstum um, dann haben wir da noch einiges an Potenzial, um es mal positiv zu formulieren. Wir haben eine große Investitionslücke in Sachen KI zwischen den USA und Europa und das gilt auch für Deutschland. Also pro Kopf der Bevölkerung gibt es einen signifikanten Unterschied an privaten und an öffentlichen Investitionen und den müssen wir über die nächsten Jahre schließen. Das müssen wir deswegen tun, weil KI am Ende unsere beste Chance ist, um durch Innovation wieder Wirtschaftswachstum zu generieren. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt das Potenzial von KI in Deutschland über die nächsten Jahre auf 330 Milliarden Euro zusätzliche Wertschöpfung. Es gibt viele Studien, die fand ich besonders beeindruckend, weil sie eben sagt, wenn mindestens die Hälfte der Unternehmen KI auch wirklich einsetzen, nicht nur testen, sondern einsetzen und ausrollen, dann kann dieses Potenzial auch wirklich gehoben werden. Das heißt, wir brauchen einen Innovations- und Investitionspush in KI, der erfordert dann sowohl die Infrastruktur, Rechenzentren, Herr Wildberger hat es gerade angesprochen, werden dafür wichtig sein. Es werden aber auch die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaublich wichtig sein. Heute haben wir schon am Tag einiges darüber gehört, dass in Deutschland eigentlich viele von uns mit KI unterwegs sind als Privatpersonen. Ja, ich glaube, wir sehen das auch in unseren Produkten. KI wird schon verwendet. Also wenn wir da unsere Zahlen bei Gemini gucken, dann ist Deutschland eines der Länder, in denen schnell mit KI experimentiert wird. Aber in den Unternehmen dann die Skalierung durchzusetzen, das erfordert noch weitere Fähigkeiten. Das muss eben die betrieblichen Daten und Informationen zusammenbringen mit der KI und dann auch mit der Fähigkeit, Dinge zu skalieren. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine gute Chance für dieses Next Level Germany, was Sie gerade angesprochen haben. Ich höre ja immer wieder, ab 50 Millionen wird es dann schwierig, wenn Sie mit einem Start-up versuchen, sich weiterzuentwickeln. Also da, glaube ich, ist noch ganz, ganz großer Nachholbedarf. Vielleicht können wir darüber auch gleich noch sprechen, welche Brücken da Staat und Wirtschaft, Kapitalgeber da zueinander bauen können. Aber erstmal würde ich Sie noch gerne fragen, wie groß ist der Glaube auch von internationalen Investoren an Deutschland derzeit und dass Deutschland es schaffen wird, mit der neuen Regierung sich zu modernisieren und wieder richtig in Schwung zu kommen wirtschaftlich? Ja, der Glaube, der wächst gerade wieder, genau wie wir ja auch erlebt haben, dass in diesem Raum, dass auch in Deutschland seit einigen Tagen, seit einigen Wochen eine bessere Stimmung vorhanden ist. So ist es auch bei den internationalen Investoren. Und das ist eine gute Nachricht, weil wir haben natürlich jetzt viel gehört über Sondervermögen, den neuen Haushalt, eine Rekordverschuldung.
Wir hören viele mahnende Stimmen, ob wir unseren nächsten Generationen diese Schulden aufbürden können. Aber die brutale Wahrheit ist ja die, dass all dieses Geld nicht reichen wird. All das Geld der öffentlichen Haushalte ist nicht in der Lage, unsere Infrastruktur zu modernisieren, weder die bestehende noch die neue digitale Infrastruktur zu bauen, die wir brauchen werden. Das ist die brutale und schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, privates Kapital ist da und privates Kapital kann auch eingesetzt werden. Wir, BlackRock in Deutschland, haben von deutschen Kundinnen und Kunden ungefähr 250 Milliarden eingesammelt. Das ist ein halber Bundeshaushalt. Global sind wir ja der Asset Manager, dem am meisten Geld anvertraut wird, mit rund 12 Billionen US-Dollar. Und dieses Kapital, das dient zu 2/3 der Altersvorsorge. Und von daher ist dieses Kapital interessiert an langfristigen und relativ sicheren Anlagen. Und da sind natürlich Erneuerungen in die Infrastruktur genau die richtigen Anlagen, die wir, aber auch andere internationale Kapitalgeber suchen. Das heißt, wenn wir hier einen Rahmen schaffen können, eine Struktur schaffen können, wie wir Angebot und Nachfrage dieser Kapitalströme zusammenbringen, ich glaube, dann haben wir die Winning Combination gefunden und dann ist die Finanzierung dieser Vorhaben kein Thema mehr. Und was meine ich mit dieser Struktur, was meine ich mit diesem Marktplatz? Das ist natürlich der Kapitalmarkt und vor allen Dingen auch die Europäische Kapitalmarktunion. Hier müssen wir viel, viel mehr Tempo machen. Wir reden seit 15 Jahren über die Europäische Kapitalmarktunion, nicht viel ist passiert. Aber by the way, auch in Deutschland können wir sehr viel mehr mit unserem Kapitalmarkt machen, weil hier können wir wirklich die Kapitalströme aus privater Hand organisieren, die wir für die Finanzierung auch der Verteidigungsausgaben und auch viele andere Infrastrukturvorhaben brauchen. Also hier heißt es Tempo, die Rahmenstruktur setzen, wo dann sozusagen Angebot auf Nachfrage treffen kann. Wie viel Veränderung sehen Sie denn derzeit schon in den Kapitalströmen? Ich frage jetzt mal sehr direkt, weil wir ja den Auftrag bekommen haben von BDI-Präsident Leibinger, ganz am Anfang ehrlich miteinander auch zu diskutieren und schonungslos die Situation zu betrachten. Naja, aber was wir sehen, ist relativ klar. Man kann es ablesen, wenn man den DAX mal mit den amerikanischen Indizes vergleicht über die letzten 5-6 Monate. Also man sieht natürlich schon, dass viele internationale Kapitalgeber aus den US-Aktiva rausgegangen sind in europäische Assets und auch in europäische Aktien. Das kann man an der Performance relativ einfach ablesen. Aber ob das jetzt nur eine zyklische Bewegung ist oder der Beginn einer strukturellen Bewegung, das wird sich abzeichnen über die nächsten Wochen und Monate. Und daran muss sich auch die neue deutsche Bundesregierung, aber auch alle Regierungschefs in Europa müssen sich daran messen lassen. Es ist so, dass über die letzten 15 Jahre jede Anlage in US-Assets besser rentiert hat als in europäische Assets. Ungefähr 1% pro Jahr ist die US-Wirtschaft stärker gewachsen als die europäische Wirtschaft über die letzten 15 Jahre jedes Jahr. Das heißt, jede Anlage im Dollarraum hat besser rentiert. Aus dieser Position heraus haben jetzt Anleger etwas reduziert, ihre US-Dollar-Allokation, und sind etwas mehr in den Euro gegangen, sind aber nach wie vor übergewichtet in Amerika. Wenn Sie sich anschauen, MSCI World besteht zu 60-70% aus US-Unternehmen. Und von daher ist es ein zartes Pflänzlein, was hier entsteht. Es ist ein Trend, der entstanden ist, ein anfänglicher Trend. Und wenn wir in Europa die richtigen Entscheidungen treffen, dann können wir auch wirklich einen lang anhaltenden Trend daraus machen. Aber für mich der Schlüssel dazu ist ein europäischer, funktionierender Kapitalmarkt. Und by the way, der wird nur funktionieren, wenn wir auch unsere Altersvorsorge grundlegend reformieren. Denn das Angebot auf dem Kapitalmarkt wird durch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge bereitgestellt. Das sehen wir zum Beispiel schon in Europa, auch in Staaten wie Schweden oder den Niederlanden. Die haben über 100% ihres BIPs schon zurückgelegt für das Alter. In Deutschland haben wir quasi gar nichts zurückgelegt für das Alter. Und das ist natürlich Kapital, was dem Kapitalmarkt fehlt und was diesen ganzen Vorhaben fehlt. Herr Minister, Sie haben eben über das Thema digitale Souveränität auch gesprochen. Und das Thema ist ja ein sehr weites Feld. Wie weit geht das im Hinblick auch auf die Infrastruktur? Wir sind in global herausfordernden Zeiten, geopolitisch herausfordernden Zeiten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel über die digitale Identitäten sprechen, fragt sich der Bürger oder die Bürgerin, wo lagern denn meine Daten und welche Kapazitäten haben wir denn, diese Daten im Inland direkt zu lassen?
Also digitale Souveränität ist natürlich ein unglaublicher Begriff. Die Frage für mich erstmal ist, welche Fähigkeiten technologischer Art halten wir auch in den eigenen Händen? Wie übersetzen wir das in Geschäftsmodelle, wie übersetzen wir das auch in Assets? Aber das fängt mit der Beherrschung von Fähigkeiten an. Und da sage ich, das fängt an, weil wir die ausreichend Talente haben, muss man sich ja nur die Grundlagenforschung anschauen. Was noch in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren, Machine Learning eingenommen, an den deutschen Universitäten passierte zu KI, das macht einem richtig Mut. Also man kann richtig auf einen Zug aufspringen. Wir tun uns schwer, das zu übersetzen in wirtschaftliche Leistung. So konkret zu Ihrer Frage, wie gucke ich da drauf? Wir brauchen auch deutsche und europäische Anbieter, die mehr Rechenzentrenkapazitäten zur Verfügung stellen, Cloud-Kapazitäten. Die Daten liegen in Europa. Die Frage ist, wer verschlüsselt die? Wie sind die verschlüsselt? Und wie sind die natürlich dann auch abgesichert? Und es ist ja auch so, dass viele der Hyperscaler das heute auch schon vor Ort so machen. Ich weiß, dass einer der Hyperscaler heute auch mit anderen Unternehmen genau in diese Richtung arbeitet. Aber es geht da darum, am Wettbewerb aktiv teilzunehmen. Und wenn wir auch als Politik jetzt den Begriff digitale Souveränität in den Mund nehmen, dann müssen wir auch schaffen, Ankerkunde zu werden bei bestimmten Dienstleistungen. Zu digitaler Souveränität, und das halte ich für ganz wichtig. Und wir reden immer, wir machen mal so ein bisschen, wir müssen an der KI auch teilnehmen. Und was ich jetzt, glaube ich, sage, ist grob richtig, aber heute wahrscheinlich technisch noch nicht ganz da. Aber wir wissen auch, wie schnell die Welt geht, wie schnell die Welt voranschreitet. Wenn wir uns mal zurückversetzen, was wir in den letzten 2 Jahren über Sprachmodelle gelernt haben, wie viel mächtiger diese eigentlich sind, als nur den nächsten Token, das nächste Wort richtig vorherzusagen. Was sie de facto an inhärentem Wissen durch Sprache und kollektive Intelligenz, die damit verarbeitet ist, eigentlich alles haben. Und wenn man jetzt mal radikal denkt, ist es eine einmalige Chance, im traditionellen Sinne die Softwareentwicklung, wo man programmiert linear und die Maschine macht etwas, das komplett zu überspringen. Die Programmiersprache ist die KI. Und jeder, der Deutsch und Englisch spricht, ist ein Programmierer. Ist es grob richtig. Sicher ist es heute nicht zu 100% so, aber irgendwie 50% sind wir schon in etwa da. Wenn ich das verstehe, dann muss man die Frage stellen, wie musste ich mein Geschäft umbauen, meine IT, um ganz anders zu entwickeln. Das sind enorme Chancen und derjenige, der das am schnellsten sozusagen versteht und umsetzt, kreiert auch Wachstum. Und letzte Frage zu dem Thema, oder Sie haben Sie gar nicht gefragt, aber eben, zum Thema, was passiert eigentlich mit den Startups? Ich glaube, am Ende des Tages, auch die andere Frage, ja, die Kommunen, ist alles nicht leicht, aber wir müssen, finde ich, besser werden in Deutschland mit gegensätzlichen Meinungen. Auch mit dieser kognitiven Dissonanz. 2 Dinge, die müssen wir nicht unbedingt immer auflösen. Es kann schwierig sein und es ist nicht ideal und gleichzeitig kann ich trotzdem etwas bewerkstelligen. Weil von 11.000 Kommunen kann ich Ihnen tausende Kommunen sagen, die viel weiter sind als andere. Die haben dieselben Randbedingungen. Mit derselben Regulierung, die wir haben, gibt es Mistral. Die haben ein Sprachmodell gebaut. Vor einem Jahr hieß es noch, nee, das brauchen wir nicht, der Zug ist abgefahren. Kommt DeepSeek um die Ecke und zeigt, das geht auch viel effizienter. Wir brauchen so etwas auch, weil diese Modelle natürlich auch trainiert werden auf bestimmten Wertesystemen. Also was ich sagen will ist, es ist natürlich nicht alles rosig, aber trotzdem können wir doch so viel mehr machen. Und diesen Glauben daran, den wird mir auch keiner abgewöhnen. Bei uns ist das Vorzeige, Sie haben jetzt gerade Mistral aus Frankreich erwähnt, dort das Vorzeige. Ich wollte auch Celonis sagen. Oder Aleph Alpha. Aleph Alpha auch, die sind etwas anders positioniert und so weiter, aber ich wollte auch Celonis sagen, die eher klassischere, da tue ich denen auch Unrecht mit, die unglaubliche Datenmengen machen und die im ganz Stillen ein riesen erfolgreiches Unternehmen sind und ich könnte andere nennen, wer da alles jetzt zu Unicorns wird. Das heißt, wir müssen auch über die mal mehr reden und die auch ein bisschen feiern, damit andere auch mehr Mut bekommen, genau sowas zu versuchen. Herr Rupp, Sie haben an etlichen Stellen mit dem Kopf zustimmend genickt, als er gesprochen hat. Absolut. Also ich kann dem nur beipflichten und ich würde ganz gerne noch mal auf eine Dimension etwas eingehen. Insbesondere in der Dimension KI diskutieren wir ja Stand heute immer noch häufig die Dimension, ich nenne es jetzt mal ganz einfach Consumer AI oder AI for Consumer. Die Dimension AI for Business
ist eine Dimension, die für uns alle hier im Raum enorm wichtig ist. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sie ist noch nicht wirklich at scale überall zu sehen. Diese ganzen Large Language Models, über die wir alle sprechen, sind logischerweise alle nur so gut, wie sie trainiert sind. Auch mit den Daten, mit denen sie trainiert sind. Stand heute sind weniger als 1% der Daten aus dem B2B-Umfeld. Das heißt, der Großteil kommt aus dem Bereich Touristik, Reise, Kino oder sonstige Dinge, die zum Teil mein Sohn macht, wenn er vielleicht die Klassenarbeit ein bisschen aufpeppen möchte. Nee, Spaß beiseite. Um wirklich in die Dimension AI for Business weiter vorzudringen, da gibt es eine Reihe von Dingen, die wir einfach gut hinbekommen müssen. Und wir hatten vorher das Thema Souveränität diskutiert, digitale Souveränität. Ich würde hier ganz gerne nochmal die Lupe legen auf das Thema Daten. Wir alle sitzen wahrscheinlich mit auf dem größten Datenschatz hier in einem Land wie Deutschland. Mit einem Backbone in der produzierenden Industrie. Die Frau Ministerin hat vorhin gesagt, die Old Economy. Ja, genau da kriegen wir die vielen, vielen Daten her. Und um dem Rechnung zu tragen, muss es uns gelingen, auch einen entsprechenden Souveränitätsgedanken hinzubekommen. Das bedeutet, wie funktioniert die Datensouveränität? Ja, die Daten müssen bei den Unternehmen bleiben. Wie funktioniert die Souveränität im Hinblick auf Security? Wie funktioniert die Souveränität im Bezug auf Governance? Wir alle sind verpflichtet, am Jahresende auch entsprechend Prüfungsrichtlinien standzuhalten. Da kann ich nicht reinschreiben, das hat sich die KI mal irgendwie ausgedacht oder es kam daraus. Also es sind sehr, sehr viel mehr Facetten. Deswegen dieser Dreiklang AI for Business, die Dimension Daten und Daten allen voran im Kontext Souveränität mit diesen Facetten Daten, Cyber, Governance. Das wird zentral sein und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann machen wir einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne und dann sind wir auch in der Lage zu skalieren. Weil ansonsten wird das meines Erachtens nach eher eine vielleicht theoretische Diskussion bleiben. Die Unternehmen wollen, es gibt eine Aufbruchstimmung, aber es wird tatsächlich nicht passieren. Herr Leck, wir haben jetzt einerseits über Datensouveränität im Hinblick auf Bürger gesprochen, aber jetzt geht es auch um Industrieprozesse, die ja ganz wichtig sind für Deutschland. Welche Daten halten Sie unter Souveränitätsaspekten für schützenswert oder für essentiell, diese im Land zu behalten, unter den aktuellen Gegebenheiten geopolitisch? Grundsätzlich sollte man eigentlich einen ähnlichen Ansatz wählen, wie wir es in den USA oder in China haben. Nicht? Und insofern, China sagt China for China, US sagt US for US und ich glaube, wir sollten es in Europa genauso machen. Das sollen die Kunden entscheiden. Die Kunden sollen entscheiden, ob sie eine eigene Instanz haben wollen, ob sie die Daten rausgeben. Und gerade beim Thema Souveränität, weil Sie es gerade angesprochen haben, wir können ja heute schon 2 Ebenen von Souveränität. Wir können nämlich Betriebssouveränität, das kann hier gelagert werden. Wir können Datensouveränität. Technologiesouveränität haben wir noch nicht so richtig. Wir haben keine eigene Chipproduktion, wir haben keine eigene Hardwareproduktion. Aber das Wichtige ist, wie Sie gesagt haben, die Talente hier zu halten und nicht nur die deutschen Talente hier zu halten, sondern attraktiv zu werden für ausländische Talente, dass die auch hier entsprechend die Innovation mittreiben. Und was dann im Prinzip vor Ort gehalten werden muss oder was nicht vor Ort gehalten werden muss, was in der privaten Instanz ist, das muss am Ende des Tages der Kunde sagen und das kann man ja alles technologisch darstellen. Ich finde, Sie haben gerade ein wichtiges Thema angesprochen, das ist das Thema Know-how-Import in Zukunft in dieses Land und die Frage, wie werden wir attraktiv für die Top-Talente, gerade in dem Bereich. Aber da werden ja in anderen Teilen der Welt auch Gehälter gezahlt. Da gibt es ja die Frage, wie werden wir da auch mithalten, oder? Okay, so geht es ja schon mal los. Kurze Ich-Mag-Forschung. Es geht nicht nur um Geld. Wir haben eine ganze Reihe von ausländischen Kollegen, die aus Indien gekommen sind, die einfach sagen, dieses Land bietet eine Infrastruktur, das bietet ein Klima, das bietet ein Ausbildungssystem, was ich so in meinem eigenen Land nicht finde. Und da muss ich nicht 500.000 oder 250.000 verdienen, wie das bei Google ist. Wir müssen unsere Stärken spielen. Wir haben super attraktiv. Wie schön, dass beide auf dem Panel sind. Ich freue mich gleich auf die Antwort von Herrn Justus. Und ich glaube, wir sollten diese Stärken tatsächlich auch ausspielen, aber da muss man diesen ausländischen Talenten es auch ermöglichen, einfach hier in dieses Land reinzukommen. Ja? So dass es für die entsprechend auch attraktiv ist. Ja. Darf ich? Ich wollte gerne noch einmal zum Thema Souveränität zurück. Ich kann natürlich Souveränität als Unternehmen versuchen, so darzustellen, dass ich Dinge selbst entwickle. Aber in einer arbeitsteiligen Welt kann nicht jedes Unternehmen alles selbst entwickeln. Also muss ich mich doch fragen, wie kann ich denn in Partnerschaften
mit anderen Unternehmen zusammen, seien es lokale oder auch Unternehmen aus anderen Ländern, wie kann ich dort souverän bleiben? Und ich glaube, dafür sind 3 Dinge wichtig. Dafür ist erstmal Sicherheit wichtig, dafür ist Kontrolle wichtig und Flexibilität. Sicherheit, wenn wir jetzt über KI oder über digitale Dienste sprechen, hat natürlich was mit Cybersecurity im weitesten Sinne, mit Verschlüsselung, mit Encryption Keys und wer hat Zugriff auf Encryption Keys etc. zu tun. Die muss sehr hoch sein, damit ich souverän bleiben kann, denn ohne Datensicherheit funktioniert das alles nicht. Kontrolle, ich muss wissen, was passiert. Ich muss über meine Daten Bescheid wissen, ich muss über Algorithmen Bescheid wissen. Und Flexibilität, ich muss die Wahlmöglichkeiten haben, auch meine Entscheidungen wieder zu ändern. Ich muss morgen früh sagen können, nee, so mache ich es nicht mehr, ich möchte einen anderen Dienstleister. Und ich glaube, diese 3 Dimensionen muss man sozusagen gewährleistet haben, wenn man souveräne Dienste anbieten will. Wir tun das in unseren Produkten, wir verankern das in den Produkten sozusagen schon bei Design, Sicherheit, Flexibilität und Kontrolle. Ich will Ihnen ein Beispiel für Kontrolle nehmen, weil Sie über die Frage sprachen, wo sind denn die Daten, wo werden die Daten gespeichert? Also bei uns kann ein Kunde in den Cloud-Diensten wählen, wo die Daten gespeichert sein möchten. Sollen sie nur in Deutschland gespeichert werden? Sollen sie in Europa, der EU gespeichert werden oder weltweit? Alles hat Vor- und Nachteile. Wenn ich eine Geschäftsanforderung habe, die sagt, aus regulatorischen Gründen oder meinetwegen auch aus der Philosophie meines Unternehmens heraus möchte ich, dass ausschließlich Daten in Deutschland gespeichert werden, dann ist das heute technisch möglich, auch mit amerikanischen Dienstleistern. Es gibt aber auch Vorteile, wenn ich sozusagen Daten an mehreren Standorten speichere. Stichwort Resilienz, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit. Man muss dazu auch sagen, die meisten Unternehmen, die hier im Raum sitzen, sind internationale Unternehmen. Sprich, sie haben internationale Tochtergesellschaften, sie haben Kunden auf der ganzen Welt. Also auch dann bietet sich an, flexibel darüber nachzudenken, wo eigentlich Daten gespeichert werden. Das kann man systemisch abbilden. Ich glaube, der Hinweis des Ministers Wildberger auf die Frage, wir brauchen die Fähigkeiten in Deutschland, ist komplett richtig. Ich glaube, man kann Souveränität auch in Partnerschaften erreichen, eben mit bestimmten Anforderungen. Und da müssen wir uns dann als Wirtschaft auch darüber einigen, was sind denn die Souveränitätsanforderungen? Kann man die zertifizieren lassen? Kann das BSI helfen zu sagen, okay, da haben wir drauf geguckt, das ist jetzt ein souveräner Dienst oder nicht? Ich glaube, das würde uns allen helfen. Und nun zu den Gehältern. Fand ich sehr spannend, was Sie gesagt haben. Ich glaube, in der Tat ist es so, dass, wir sehen das bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass vor allem das Thema, woran arbeite ich eigentlich und hat das einen Sinn, was ich hier mache, im Vordergrund steht und nicht so sehr das Gehalt. Attraktive Gehälter wollen Mitarbeiter auch, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Grund, der darüber entscheidet, ob jemand zum Unternehmen A oder B geht. Ich finde das interessant, weil ich habe eine KI-Expertin gesprochen, noch vor 1 oder 1,5 Jahren, die genau das Gegenteil gesagt hat. Die hat gesagt, man geht 10 Jahre woanders hin, verdient halt wahnsinnig viel Geld und hat dann nicht mehr so viel Sorgen, wenn man hierhin zurückkommen möchte, finanziell. Aber das ist natürlich eine andere Unsere Entwickler kommen vor allem zu Google, weil sie sagen, da habe ich spannende Aufgaben und eine wahnsinnig große Menge an Rechenkapazität, mit der ich diese Aufgaben auch bearbeiten kann. Es hat jetzt so ein bisschen die Anmutung, als wenn wir hier ein Datenpanel haben, aber es geht natürlich nicht über die Modernität dieses Landes zu sprechen, ohne über Daten zu sprechen, weil die ja essentiell sein werden für eine moderne Industrie auch. An Sie nochmal die Frage in Bezug auf Investoren und Geldgeber, wie viel Geduld haben die? Also wie viel Zeit hat jetzt Herr Minister Wildberger mit seinem Team, übergreifend auch mit den anderen Häusern, diese Hoffnungsstory, sage ich mal. Ich wollte schon Wachstumsstory sagen, wir hoffen ja auf Wachstum, aber im ersten Schritt ist es ja eine Hoffnungsstory, aufrechtzuerhalten. Wie viel Zeit gibt man ihm? Naja, also wir sollten hier nicht ein falsches Bild zeichnen, dass jetzt irgendwie die Pistole an die Schläfe gehalten wird und nach dem Motto, man hat noch so und so viel Zeit, ansonsten wird sämtliches Kapital abgezogen. Es ist ja auch eine ganze Menge in Deutschland schon passiert und auch investiert worden. Ein Beispiel von BlackRock kann ich geben. An meinem Bürostandort Frankfurt sind wir eine Kooperation mit Mainova eingegangen und zusammen investieren wir einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in ein Datencenter in Frankfurt. In Frankfurt ist der Internetknotenpunkt, die Energie wird von Mainova bereitgestellt und mit dem Abfallprodukt Wärme werden übrigens noch 100.000 Wohnungen beheizt. Also es passieren ja Dinge und die sind auch gut und die gehen auch alle in die richtige Richtung. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass es da 11:55 ist und die Pistole an der Schläfe ist.
Aber Investoren schauen sich natürlich internationale Projekte an. Und das Kapital ist im internationalen Wettbewerb. Und wenn ich das Kapital hier nach Deutschland lotsen will, dann muss ich mich auch dem internationalen Wettbewerb stellen. Bei AI ist es so, man braucht Energie, man braucht Daten, die wir nicht nutzen, man braucht Chips. Also der einzige Baustein, wo wir Weltklasse sind bei AI, ist in der Regulierung. Aber das ist nicht unbedingt das, worauf es ankommt. Wir müssen natürlich bei den anderen Dingen, Kapital, Energie und so weiter auch liefern und hier halt das internationale Kapital anziehen können. Und by the way, das ist auch jetzt nichts Schlimmes, finde ich, weil dadurch hat man natürlich auch die Disziplin und macht sich selber fit in seinem Projekt und stellt auch sicher, dass das eigene Projekt profitabel ist und auch Hand und Fuß hat, denn das internationale Kapital wird natürlich jedes einzelne Projekt auch prüfen. Also von daher ist es Wettbewerb, globaler Wettbewerb und den finde ich persönlich sehr gut. Bleiben wir noch mal bei dem Aspekt Infrastruktur ganz kurz. Können Sie, Herr Minister, uns ein bisschen einen Eindruck geben, was da gerade rund um das Thema AI Gigafactory in Deutschland los ist, das für viele Schlagzeilen jetzt gesorgt hat? Ja, sage ich jetzt sehr gerne was zu. Ich wollte aber, weil ich Ihnen dankbar bin, für die Frage, wie viel Zeit hat man denn? Ja, ich fühle mich jetzt noch nicht mal als... Ich habe einen heiden Respekt vor der Aufgabe, mache das auch mit dem notwendigen Anspruch, etwas zu bewegen. Die Frage ist mir deshalb wichtig, weil sie dokumentiert, wie wir gegebenenfalls über Transformation nachdenken. Wenn wir einen Status quo haben, der nicht gut ist, wann sind wir denn fertig? Dann suggeriert das, da gibt es noch den guten alten Scotty, ein paar kennen ihn, der drückt auf den Beamer und dann ist man plötzlich da. So funktioniert das aber nicht. Entscheidend ist, um sich zu verbessern, nach vorne zu kommen, die Geschwindigkeit der positiven Veränderung zu erhöhen. Das ist ein Prozess. Und zu den Investoren. Investoren entscheiden sich wegen der Zukunftserwartung. Ja, der Börsenkurs dokumentiert die zukünftigen Erwartungen der Cashflows. Natürlich habe ich nur eine zukünftige Erwartung, wenn ich irgendwie ein Gefühl habe, seeing is believing, dass man irgendwas auf die Reihe kriegt. Aber gleichzeitig, wenn ein Momentum entsteht, steigen auch die Erwartungen. Aber das wird ein Prozess sein. Und wir müssen auch lernen, mit kleineren Erfolgen, die wollen wir nicht groß reden, aber die sollen wir auch wertschätzen, weil auch ein transformatorischer Prozess, ein Lernprozess des Mindsets, so geht das aus meiner Sicht auch in Unternehmen. Und viele Unternehmen, die sich erfolgreich neu erfunden haben, da gibt es, glaube ich, hier auch das ein oder andere am Tisch, das ist ein längerer Prozess und der ist, wenn er dann mal Fahrt aufnimmt, umso beeindruckender. So. Zu Ihrer Frage der Gigafactories. Europa ist absolut committed, 5 Gigafactories in Europa mitzuhelfen, dass diese entstehen. Und wir freuen uns in Deutschland, dass wir natürlich auch sagen, wir wollen auch dabei sein. Das ist jetzt gerade der Prozess, ich glaube der 20. war es. Und in solchen Prozessen sollte man auch nicht zu sehr vorgreifen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir haben sehr starke Unternehmen, die sich, glaube ich, hier engagieren und engagieren wollen. Und dann muss man im Laufe des Prozesses gucken, inwieweit wir vielleicht die Fähigkeiten, die wir haben, auch, sage ich mal, auf Unternehmensseite bündeln können, um noch schlagkräftiger zu werden. Aber das ist natürlich jetzt Entscheidung der Unternehmen und nicht der Politik. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich auch die Gespräche, die ich bisher geführt habe, sehr gut aufgestellt sind. Und das stimmt mich hoffnungsvoll. Das müssen wir einfach hinkriegen. Haben Sie das Gefühl, ich frage jetzt nach, weil wir hier auch darüber gesprochen haben, die Tage, wie man Vertrauen ineinander aufbaut, aufeinander zugeht. Haben Sie das Gefühl, es geht dabei auch darum, Egoismen abzubauen? Ich glaube, dass wenn man nach vorne kommen will, muss man immer die Sache nach vorne stellen. Man kann auch nur transformieren, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und dem müssen sich die Dinge unterordnen. So, ich glaube, das ist entscheidend, wie sich dann andere Dinge da einbiegen und da hinten anstellen, aber es geht um die Sache. Und ich glaube, das haben wir alle verstanden. Wir sind sozusagen fast am Ende dieses Panels angekommen und ich würde gerne sozusagen das letzte Panel schließen mit einem Zitat von dem Kanzler, der ja gesagt hat, als er hier seine Rede gehalten hat zum Auftakt, wir nehmen das Angebot zu einer engeren Zusammenarbeit an. Und ich würde mich freuen, von Ihnen allen zum Abschluss jetzt einmal zu hören, wie stellen Sie sich diese engere Zusammenarbeit vor? Was kann getan werden, um wieder das Vertrauen zwischen Staat und Unternehmen zu fördern? Für ein neues Miteinander.
Ja, ich denke, das Zusammenspiel zwischen privatem und öffentlichem Kapital ist hier entscheidend. BlackRock und viele andere internationale Kapitalgeber stehen bereit, stehen an der Seitenlinie, möchten gerne eingewechselt werden. Und ich denke, man muss hier die richtigen Strukturen und auch Formen finden der Zusammenarbeit. Und wenn uns das gelingt, denn die Finanzierung steht immer am Anfang eines jeden Prozesses, dann werden wir auch alle Herausforderungen hier in Deutschland meistern. Da bin ich sehr optimistisch. Ja, Innovation ist Teamsport, Digitalisierung ist Teamsport und wir werden gerne als Partner dafür zur Verfügung stehen, Digitalisierung in Deutschland voranzubringen. Wir tun das mit vielen Unternehmen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, Mercedes-Benz, die nächste Generation ihrer Navigation und In-Car Entertainment und Assistenzsysteme zusammen mit uns entwickeln. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man auch anders über etwas nachdenken kann als vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hätte Mercedes wahrscheinlich gesagt, das machen wir von A bis Z alleine. Heute machen wir das gemeinsam. Und zwar immer noch mit dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit Souveränität, mit Flexibilität und mit voller Kontrolle darüber, wie das aussieht. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir uns jeweils das Beste aussuchen, was jeder Spieler, egal auf welcher Seite des Atlantiks, gut kann, mit ein paar Spielregeln dazu, dann können wir beschleunigen. 3 Punkte. Wir sehen uns als IBM absolut als Partner für den Standort in Deutschland. Zum einen, wir haben eine ganz, ganz lange Tradition im Bereich Forschung und Entwicklung. Jahr für Jahr geben wir 6 bis 7 Milliarden aus, Tendenz klar steigend. Einer der größten weltweiten Forschungsstandorte ist bei uns in Böblingen. Und das ist elementar. Wenn nicht geforscht wird, gibt es keine Zukunft. Zweitens, wir gehen absolut voran mit Zukunftsinvestitionen. Ich habe die Investition vorhin beschrieben, das Quantum Data Center in Eningen. Das sind ganz, ganz signifikante Leuchtturmprojekte oder auch unsere Eröffnung unseres Technologie-Campuses jetzt im November, im 4. Quartal in Eningen. Das ist das Headquarter. Das hätten wir durchaus woanders hinstellen können. Wir haben uns sehr bewusst entschieden mit großen Geldern, die kommen hierhin, weil wir haben die Talente. Und zum Dritten, wir sind gerne Partner für Leuchtturmmandate, wo man einfach auch zeigen kann, es geht voran. Ob das eine elektronische Patientenakte ist, ob das eine Möglichkeit ist, die Rentenbescheide auch digital abzurufen. Ich könnte jetzt hier noch ganz, ganz viele andere Facetten anfügen. Aber das ist das, was es braucht, um das Land zu digitalisieren. Da wollen wir gerne mitmachen und sind hier absolut als Partner dabei. Ich würde sagen, es geht nicht nur der Politik um die Sache, es geht auch der Industrie um die Sache. Und insofern, glaube ich, müssen wir in den zukünftigen Dialogen nicht nur miteinander reden, sondern auch Perspektiven für die jeweils andere Seite entwickeln. Und dann finden wir auch, wie man so schön sagt, einen Common Denominator und damit auch eine Lösung. Herr Minister. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal auch dafür werben und nochmal dafür einladen, für einen offenen Dialog. Nicht nur einmal, dass man sich einmal trifft und dann passiert was oder auch nicht, sondern regelmäßiger. Und wir müssen lernen, wieder im Schulterschluss mit allen Stakeholdern, die ihren Teil leisten müssen, zusammenzuarbeiten. Wir brauchen Wachstum, 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 Arbeitsplätze, damit wir uns den Wohlstand, den wir dann auch verteilen wollen, uns erarbeiten. Und in der Geschwindigkeit, mit der sich die Welt gerade verändert, auch Technologie, braucht es einfach einen anderen Ansatz. Also ich will meinen Beitrag mit meinem Ministerium dazu leisten, mit allen Teilnehmern, auch bei den Projekten. Und ich habe gesagt, wir sind bereits im Austausch, aber das auch viel stärker zu verfestigen. Und möchte mich an der Stelle auch mal ganz herzlich noch bedanken für den vielen positiven Zuspruch, den ich erfahren habe. Jetzt in Woche 7 oder 8, nee 7. Das ist auch wichtig und ich bin auch immer offen und sind wir alle auch für kritische Stimmen, was wir besser machen müssen. Das ist unser Auftrag. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und in diesem Sinne, glaube ich, kann es gelingen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie da waren. Alles Gute für die kommenden Woche und für die kommenden Monate. Ich sage das jetzt mal in unser aller Sinne. Und Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Expertise und Ihre Perspektiven. Dankeschön. Danke. Das wäre es noch gewesen zum Schluss, genau. Gut. Das war es natürlich noch nicht ganz.
Auch wenn das schon sehr spannend waren und natürlich tolle, genau, danke. tolle letzte Worte waren, war es das natürlich noch nicht ganz. Denn was wäre eine Veranstaltung ohne einen gelungenen... Ich möchte Sie noch für ein Foto haben. Und einen gelungenen Abschluss. Und dazu kommt Herr Leibinger jetzt schon mal. Kommen Sie schon mal zu mir? Wir warten noch ganz kurz. Wir müssen kurz die Fotosession abwarten, Herr Leibinger. Ja. Ein Foto als Erinnerung für den Startschuss in ein ganz modernes, innovatives, wettbewerbsfähiges Land wieder. So ist es. Dankeschön. So ist es. So, Herr Leibinger, ich habe noch was für Sie. Bitte sehr. Und wir sind jetzt darauf gespannt, wie Sie das schaffen, das zusammenzufassen, was wir hier alles gehört haben in den vergangenen 1,5 Tagen. Ich mache es ganz kurz, damit, wenn ich am Ende meiner Worte bin, noch jemand im Raum ist. Ich glaube, wir haben einen roten Faden erlebt, den ich als Optimismus und einen Spirit bezeichnen würde, der da war, der mit den Händen zu greifen war. Ich fand es fantastisch, ich fand es noch viel besser, als ich es mir erhofft habe und dafür bin ich sehr dankbar. Es gibt auf allen Kanälen sozusagen die Bereitschaft, eine neue Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft zu machen. Das war ja mein Leitmotiv am Anfang. Und ich spüre sowas wie die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Aufbruch. Warum wird es gelingen? Wir glauben an uns selbst. Das war spürbar. Wir glauben an dieses Land. Und wichtiger noch, wir lieben dieses Land. Das war auch spürbar in diesem Raum, in diesen Tagen. Auch ein wichtiges Ergebnis. Und wir haben auch immer wieder gehört, unsere Position ist gar nicht so schlecht. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind in vielen Bereichen Technologieführer. Dieser Glaube an uns selbst kommt zurück, davon bin ich überzeugt. Und drittens, unsere Industrie ist viel mehr als nur Produzent und Steuerzahler. Unsere Industrie ist, ich möchte es etwas überhöht ausdrücken, Quelle der Kraft in diesem Land, Inspiration und Identifikationspunkt. Hier gibt es Einigkeit, dass dies so sei. Und hier gibt es Einigkeit, dass dies im Grunde am Ende das ist, was uns befähigen wird, diesen Umbruch zu schaffen, gemeinsam mit der Politik. Ich danke Ihnen allen fürs Hiersein, fürs Mitdiskutieren. Es waren tolle Panels. Ich danke Ihnen beiden. Sie haben das fantastisch gemacht. Ich bin wirklich... Dankeschön. Ich bin geflasht, wie meine Kinder das sagen würden. Das war toll. Aber ich danke natürlich vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen beim BDI, die es alles organisiert und durchgetragen haben und Sturm und alle anderen Fairnisse, die uns begegnet sind in den letzten Tagen, von denen Sie die meisten nicht bemerkt haben, uns da gut durchgesteuert haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt dürfen Sie gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Herr Leibinger. Tschüss. Dankeschön. 30 Sekunden müssen Sie uns noch geben, denn es gibt natürlich die Ankündigung, dass wir uns im Juni 2026 wahrscheinlich wiedersehen. Und ganz wichtig, der Tag ist für die wollen, natürlich noch nicht vorbei. Oben auf der Sky Lounge, ich habe gehört, da sind gestern Abend auch wirklich viele gute Gespräche noch gewesen. Das ist jetzt wieder offen für ein Get-Together, also nutzen Sie das auf jeden Fall. Noch sind wir alle da. Nutzen Sie es auf jeden Fall. Herr Leibinger, danke für die Einladung, das ganze Team hinter der Bühne, da oben in der Regie, alle, die daran mitgewirkt haben. Schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Wir machen jetzt einen neuen Start. Wir gehen mit einem neuen Geist in diese Arbeit hinein und wir wissen, was wir zu tun haben. Business is global in nature. The way that you make electricity and steel and cement, those are global things. Wir müssen noch stärker auch wissenschaftlich europäisch denken. Neue Zeiten, neue Antworten, da schwingt Aufbruch mit, ja, und der ist auch notwendig.
allem wollen wir ein gemeinsames Zeichen setzen. Deutschland ist zurück. Wir gewinnen gemeinsam oder wir verlieren alle. Gestalten in komplexen Zeiten, das geht nur gemeinsam.